Bang. Gut. So, und damit es jetzt nicht awkward ist, tun wir einfach so, als hätten wir den Stream gerade angefangen. Grüezi miteinander! Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße nochmal schnell alle. Nein, sag ich. Das langt knapp und streamst in dem Fall auch, dann nehme ich dich gerne auf die Liste. Also um 56 Jahre, also ganz knapp. Ganz knapp. Sorry, dass ich das nicht mitbekommen habe. Es sind mittlerweile über 240 Streamer gesehen, natürlich nicht alle, aber nicht böse sein, wenn kein Clip von dir kommt. Das ist halt manchmal schwierig. Ja, also ich glaube, da haben wir aber auch alle Verständnis dafür. Also lieber Chat, und wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal. Also bitte habt Verständnis dafür. Stellt euch mal vor, ihr müsstet das machen. Ihr müsstet eine Compilation machen und ihr müsstet von 240 Streamer Clips für euch suchen. Und beurteilen. Also nicht nur einfach holen, sondern noch schauen und denken, okay, kann ich das einbauen in meine Struktur, wo ich ja auch irgendwie so einen gewissen Flow mit habe. Und also ohne Scheiß, ich habe da sehr hohen Respekt vor dir, Jenny. Ich würde das wahrscheinlich nicht jede Woche machen. Da würde ich mehr Zeit fehlen. Aber Jenny, darum finde ich das so fucking wertvoll, dass du das machst. Und an dieser Stelle nochmals grosses Danke. Ich habe ganz vergessen, mich für die Season 1 Karte bei dir zu bedanken. Merci vielmals. Hey, alles gut, Fienchen. Alles gut. Hauptsache, sie sind heil angekommen. Das ganze Deck für die Fienchen, wo sie sich bestellt hat, habe ich per Post natürlich verschickt. Und was habe ich noch für... natürlich habe ich noch Teile verschickt vom Carnage Rage. Von... jetzt weiss ich den Namen nicht mehr. Du bist sicher noch im Chat. Shit, wie war der Name? Shit, peinlich. Noch ein Viewer, ne? Also zwei haben Teile bekommen. Zweimal auf Deutschland. Dann im Pledge seine Raids, sein Raid-Foto, das ich verschickt habe, findest du in ihr Season-Deck. Habe ich alles verschickt. Ja, okay, das ist aber fair. Ja, Kari? Das stimmt, du streamst schon nicht. Aber ich glaube, es ist auch verständlich. Also ja, Kari, wenn du jetzt denkst, oh, die sind doof, weil die jetzt das nicht machen, finde ich also nicht. Es ist natürlich schon, die Clip-Compilations basieren halt schwer auf der Reaction vom Streamer. Basieren schwer auf der Reaktion vom Streamer. Und nochmal Grüezi nach YouTube. Ich muss mal schnell F5 drücken hier bei meinem Chat-Tool. Ich muss mal kurz F5 drücken. Ich sehe den Chat von YouTube jetzt gerade nicht richtig. Mal gucken, ob ich es jetzt sehe. Ja. Chat von YouTube, wartet schnell. Ich muss schnell schauen. Ich finde den Chat gerade nicht. Ne? Ich bin Noob. Ich bin halt Noob. YouTube. Oh, und YouTube hört Musik gar nicht, das ist ja geil. Einen kleinen Moment bitte. Ich schaffe es auch noch irgendwann. Manuel, grüezi. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Grüße nach YouTube. So, jetzt habe ich es auch geschafft. So, und dann lese ich nochmal schnell. Jenny macht gute Videodiese. Hey, absolut. Genau, das ist da, wo Jenny auch sagt, dann ist es leider nicht möglich. Wir möchten eben gerne Reaktionen sehen im Gesicht. Das ist da, was ich sage. Es basiert so viel auf der Reaktion. Ich meine, klar könnte man sagen, hey, okay, jetzt bietet einer brutales Gameplay, so keine Ahnung, macht schnell ein Ace im Valorant. Dann könnte man sagen, okay, dann könnte man auch sagen, da braucht es in dem Moment wahrscheinlich kein Cam, aber das ist wahrscheinlich auch nur ein kleiner Bruchteil von den Clips oder von den Arten von Clips, wo man in dieser Compilation dann auch haben. Vorwiegend sind es Reaktionen. Gut, diese mit vielen Fehlern und so.
Ja, also, die Fehler können passieren. Danke euch vielmals für die lieben Worte. Hey, sehr gerne, Jenny. Post ist übrigens gekommen, aber er ist im Seich gewesen. Er wird sich sicher noch mehr. Hey, er hat mir schon geschrieben, dass es angekommen ist. Er hat mir schon geschrieben, dass es angekommen ist. Alles gut, kein Stress. Ist wirklich, er hat sich schon bedankt im Discord. Das Problem an geilem Gameplay ist, dass ich Valo oder COD etc. absolut null Ahnung habe und nicht sehe, wenn jemand einen geilen Move macht. Aber manchmal hast du es ja drin. Aber dann ist es auch immer... Du merkst anhand von der Reaktion ja dann auch, dass es etwas Spezielles ist. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, dann braucht es die Reaktion. Ohne die Reaktion, ohne das Gesicht, ohne... Ja, ist es wieder fast zu wenig. Also ich bin absolut bei dir. Jenny, ich bin absolut bei dir. Ich würde es auch so machen. Und ja, Gari, also nicht jetzt, dass du das Gefühl hast, wir sind jetzt all, wir tun jetzt all quasi Cam-Haten oder Cam-Shame oder whatever, das ist nicht die Idee. Aber es ist bei mir ja auch so, wenn ich einen Raid mache, sage ich auch, es muss jemand sein mit Cam. Aus dem genau gleichen Grund, weil ich die Reaktion wegsehe von dieser Person. Ja. Ich will halt die Reaktion. Richtig fies, nicht nur Nein, gemein. das ist nicht fies. Das ist nicht fies. Das ist auch so, wie es bei mir läuft. TM, der Kochenkastle. Ja, das musst du nochmals probieren. Ne? Also, Test nicht bestanden. Ne? Test nicht bestanden. Kochenkastle. Chat, jetzt muss ich schnell schauen, wieso zum Teufel sehe ich in meinem Chat-Tool jetzt die YouTube-Nachrichten nicht. Ne? Das macht mich hässig. Das macht mich hässig. Moment schnell, ich muss das schnell fixen. Account. Wo kann ich das rein machen? Connections. YouTube. Ich muss noch connecten, ich doppel. Okay, wait a second. Das ist auch so ein schönes Lied, Chat. So ein schönes Lied, holy shit. Also da nochmal. Also einfach, als das schnell gesagt ist. TM. Test nicht bestanden. Der Kuchenkastle. Was ist das? Gesundheit. Also. Skauderwelsch. War das nicht das Wort für den Kühlschrank? Wahrscheinlich habe ich es falsch geschrieben. Okay, aber du bist lernwillig, also darum helfe ich dir. Und TM, by the way, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Kuchikästli. Kuchikästli nennt sich das. Ich muss mal kurz gucken, dass ich hier was reinschreiben kann. Kuchikästli. Jetzt habe ich die falsche PC. Kuchikästli. Das schreibt sich so. Ich hoffe, es ist angekommen im YouTube-Chat. TM, ne? Aufschreiben, notieren. Kuchikästli. This is the way. This is the way. Und wenn du so schreibst, hast du den Test immer bestanden. Ja, aber du hast grundsätzlich recht. Ne? Du hast grundsätzlich recht. Also das, was du meinst, ist auch der Küchenschrank. Ja, true. Aber TM, woher bist du? Also ich nehme an, du bist aus Deutschland. Nehme ich jetzt mal schwer an. Woher bist du denn genau? Woher aus Deutschland kommst du denn? Und ja, bei mir halt sehr viel, also eigentlich hauptsächlich Schweizerdeutsch. Auch die meisten Viewers auf Twitch sind aus der Schweiz. So, Chat, ich lese noch kurz. Ich lasse noch schon. Ein Käsekuchen wäre Käseküchli. Käseküchli. End of Era bei Petri Alanko. Ui. Käseweihe heisst das. Das ist auch gut. Käseweihe, ja. Käsekuchen ist Käseweihe.
War kurz AFK, aber ich glaube, Jenny hat mir mal geil. Was wollte ich jetzt sagen? Geil gebracht. Ja? Jenny hat mir mal geil gebracht, dass es ein Küchenschrank ist. Das ist aber true. Das ist richtig. Chatter haben by the way die Song Requests gefüllt. Ja? Song Requests ab jetzt offen. Offen. Zu. Offen will off stehen. What the fuck? Da, da. Und kurz zur Erklärung, ne? Auf Twitch haben wir Musik, auf YouTube läuft halt leider keine Musik. Darum bin ich zum Teil so ein bisschen am Mitviben mit der Musik. Freude auf den Song, Troy. Ich kann fast nichts mehr anders hören als End of an Era. Hast du das schon mal gebracht, Avalon? Hast du das echt schon mal gebracht? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Avalon, habe ich dich endlich einmal begrüßt? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich dich begrüßt habe. Aber Avalon, grüezi wohl, schön bist du da. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Offen ist ja offen, ganz klar, ja. Und on ist on. Jenny bringt nur geile Sachen, yes, yes. Hey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Off gleich offen, das macht Sinn. Nein, aber egal. Hey, nein, Avalon. Wahrscheinlich habe ich in dem Moment F5 gedrückt. Das kann sein. Natürlich, hey, ich will hier alle anständig begrüßen und ich begrüße auch dich. Avalon, ja. Meister der Alan Wake Games. Ja, streamt auch. Jenny hat Avalon sicher schon auf der Liste. Also, wenn nicht, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Aber Avalon, was bist du eigentlich aktuell so am Spielen? Ja, schaut jetzt da. Küchenkästchen, perfekt. 10 von 10. Oder auch, machen wir da schnell das so. Ich würde da sagen, Küchenkästchen von TM, 5 von 5 Gipfelis. Ja, volle Punktzahl. Fantastisch. Elefantastisch, Song läuft gerade. Nice one. Hey TM, wünsche ich dir auch. Wünsche ich dir auch. Schön hast du reingeschaut und schönen Abend. Mach's gut, bye bye, tschüss. Also ich bin noch nicht... Oh shit, I'm so sorry. Pew Pew Sander, das war nicht meine Absicht. Aber bitte mal, Chat macht das, ne? Wenn ihr nicht begrüßt worden seid, das ist nie meine Absicht. Das ist nie meine Absicht. Es gibt vielleicht Fälle, wo es Absicht wäre. Aber dann wisst ihr Bescheid. Ja, ist nicht meine Absicht. Pew Pew Sander, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und nochmals, sorry. Sorry, dass ich dich nicht gesehen habe. Und jetzt bitte schimpft mit mir, wenn ich euch nicht begrüßt habe. Jetzt ist der Moment, Chat. Jetzt könnt ihr mich fertig machen, ne? Troy drückt immer F5, wenn jemand euch schreibt. Nein, wahrscheinlich, als ich vorher einen YouTube-Chat verbunden habe, habe ich F5 gedrückt und dann hat es mir die Meldungen weggemacht. Ich habe extra so Meldungen, wo ich weiss, die Leute habe ich noch nicht begrüßt. Ich habe einen super Chat-Tool, der das alles abdeckt. Aber natürlich müsste ich vielleicht die Leute noch begrüßen, bevor ich die Meldungen einfach wegdrücke. Oder? Aber ich will mich jetzt hier nicht rausreden, das ist mein Fehler. Ja, der Avalon ist auch gern gesehen. Hey, auf jeden Fall. Der Avalon ist ja schon x-mal dabei gewesen. Der Song kommt aus dem neuen DLC, kein Spoiler im Song. Okay, der Song schließt für den Sam Lake sozusagen die 12 Jahre Entwicklungszeit ab. Oha, das ist nice. Ja, noch ein bisschen Story hinter dran, finde ich immer gut. Ich verabschiede mich mal für heute. Hab noch einen tollen Abend zusammen. Hey Jesse, viel Spaß morgen mit dem Mr. Bletch. Schön warst du dabei und schlaf gut. Schlaf gut, Jesse. Und einen ganz schönen Sonntag dir. Und Gruß an den Bletch, Jesse. Bye bye, tschüss. Troy, momentan bin ich am Remake von Silent Hill dran. Jetzt kommt noch zuerst Herald of Darkness, geil.
Remake von Silent Hill, oh, würde mich auch mega reizen. Avalon, würde mich auch mega reizen. Ich habe es heute schon mal gesagt. Silent Hill Remake, Silent Hill 2. Das würde mich mega reizen. Wenn ich mal Zeit, wenn es mal Gameplay gibt, oder? Wenn es mal Gameplay gibt und ich dann die 1000 Games noch gespielt habe, die ich spielen will, und ich dann 500 Jahre alt bin, dann kommt vielleicht einmal Silent Hill. Silent Hill Remake vom Remake vom Remake. Soweit ganz gut. Muss morgen früh raus und zum Flughafen fliegen für die Woche nach Porto. Oh, wie geil. Aber jetzt kommt die Frage, jetzt bin ich am Überlegen. Porto? Die Porto-Kosten? Nee, wo ist Porto? Also Porto, also Portugal oder I don't know. Wo ist Porto? Wie viel ist Porto? Und was sind die Maße vom Paket? Hast denn du da Platz in dem Paket? Nee, sag ich. Wo ist Porto? Portugal. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das so eine Kurzform von Portugal, ist Porto. Das könnte ja sein. Bin noch nie bin noch nie so 100% zufrieden, aber ist aber auch das erste Silent Hill Game, das ich spiele, und im Game bin ich auch erst in einem Drittel. Ja, ich habe damals halt das Original gespielt und holy shit. Da bin ich noch jung gewesen, Chat. Da bin ich noch jung gewesen, bin noch fit gewesen. Auch noch ein bisschen einstecken, was es so Horror... Nein, eben genau nicht. Es war genau umgekehrt gewesen. Also ich habe Resident Evil Game, zum Beispiel Resident Evil 2 und so. Das ist so zu dieser gleichen Zeit released worden, wenn es mich nicht täuscht. Und dann ist Silent Hill gekommen. Demo. Ja, habe ich die Demo gezockt. Klein Troy hat die Demo gezockt, hat sich fast die Hose voll geschissen. Und dann habe ich es nie gegamet, weil es für mich auch too much war. Das ist wirklich so, das ist so... Ich mag mich noch an das Gefühl erinnern, wo ich sagen musste, nee, das ist nichts für mich. Das ist zu creepy. Das ist zu neblig. Und so, die Stimmung. Aber das ist eben genau da, wo ich zurückblickend, jetzt wo ich älter bin, das ist das, was es ausgemacht hat. Die Stimmung, die Atmosphäre in diesem Spiel ist 1A. Wirklich einfach geil. Und ich hoffe, dass das im Remake auch immer noch so überkommt. Man könnte fast annehmen, dass es in Portugal ist. Porto in Posthausen, 1 Franken 10. Porto waren so 400 € für ein 90-Kilo-Paket. Aber die Antwort haben wir jetzt immer noch nicht. Ne? Wo ist denn Porto? Wo ist Porto? Das ist die Frage des Tages, Chat. Zwölf Jahre Entwicklungszeit, Chat. Das Ende einer Ära. Guckt Troy beim Trollen zu und schüttelt fremdbeschämt den Kopf. Ich bin halt, du bist der Trollkönig, Karls. Das kann ich nicht. Ja, wenn ich nur schon im Ansatz, ich kann nur im Ansatz versuchen zu trollen. Bin mal im Mario Party schauen. Kuss. Vielleicht bis später. Guter Stream noch, hey Bert. Merci vielmals. Und viel Spaß im Mario Party. Viel Spaß. Rage Quit ist der nicht, gell? Also, das hat der Avalon geschrieben. Rage Quit ist nicht so wie ich bei Song of Horror. Die Atmosphäre ist im Remake sehr genial. Mit der Umsetzung von der Story, Hintergrund bin ich noch nicht so zufrieden. Okay. Aber ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Silent Hill gut.
Ich finde Atmosphäre on point. Aber mit der Story kann ich auch nichts anfangen. Mit der Story kann ich auch... Die Story ist einfach so... Ich könnte sie nicht einmal erzählen jetzt. Das ist halt auch so wirr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Alan Wake geht auch etwa in die gleiche Kategorie von der wirren Story her. Du kannst auch vieles interpretieren oder musst vieles selber interpretieren wahrscheinlich. Und dort hatte ich auch so ein bisschen Mühe gehabt. Vor allem auch früher hatte ich echt Mühe gehabt mit der Story. Und dann haben sie einen Film gemacht. Chat, mögt ihr euch noch erinnern, wo der Film gekommen ist? Der war richtig scheisse. Also ich habe ihn mal richtig scheisse gefunden. Aber dort habe ich eben auch müssen, da bin ich der Meinung, die haben jetzt einen Film bringen, wo die Story eine wichtige Rolle spielt. Also einen Film machen ohne richtige Story, die die Leute verstehen, das ist schwierig. Und sie haben irgendwie dann auch auf die Horrorelemente setzen, visuell, was sie so halbwegs okay ist gemacht haben. Aber das ist auch so, den Film habe ich geschaut und ich habe nicht gewusst, wann ich geschaut habe schlussendlich. Ja, ist schwierig. Das ist jetzt auch meine Meinung zu Silent Hill Story. Also ist okay. Also die Antwort haben wir schon. Porto ist in Portugal. Let's go. Da ich hatte gesagt, sorry, da habe ich... ich habe... ich kann euch doch nur mal trollen, Chat. Angeblich hat es bis zu 20 Grad hier daheim, sind es um die 10. 20 Grad ist angenehm. Das ist mega angenehm. Da gehe ich auch hin. Senda, nimmst du mich mit? Aber das ist schon ein wenig frech, das hier zu sagen. The Hammer of the Gods. Geil. Love it. Love it. Ich bin für die Arbeit da, werde nicht so viel Zeit haben, um das Wetter zu genießen. Oh, was machst du denn da? Was ist deine Arbeit da? Trotzdem schön ein wenig von zu Hause zu sein. Wenig weg von zu Hause zu sein. Ja, true. Alan Wake ist doch sonnenklar. Ich meine, ja, der erste Teil ist schon wirr gewesen, aber der zweite hat alles toppt. Ja, wirklich, im zweiten Teil ist es so, okay, ich weiß nicht, was passiert, aber es ist so, wie es ist. Remedy macht nichts, was die durcheinander bringt, ja. Also, Max Payne ist also schon recht nice gewesen. Also von der Story, gut, auch dort ist die Story halt mega düster gewesen, auch. Max Payne's Story ist halt mega düster. Arti, Mann. Ja, es gibt Pastéis de Nata. Hey, letztes Mal haben wir es von Pastéis de Nata gehabt, weil die habe ich auch mal gemacht. Die sind einfach cool. Habe ich keine Bilder von meinen Pastéis de Nata? Jetzt muss ich gucken gehen, ob ich Bilder habe von meinen eigenen Pastéis de Nata. Google Fotos. Aber ich lieb's, ne? Die sind halt schon lecker. So, ich bin mal weg, ein schönes Wochenende noch. Sabi, jetzt würden wir doch ins Gameplay gehen. Nein, sag ich, das dauert wahrscheinlich noch. Sabi, schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Mach's gut.
Schönen Sonntag noch. Bye bye, Sabi. Tschüss. Jetzt kommt meine Playlist. Meine Standard-Playlist ist jetzt Zelda Lo-Fi. Love it. Das hören wir jetzt ein bisschen. Ja? Das hören wir jetzt ein bisschen. Und ich begrüße aber noch schnell Sikaro. Was ist das für eine auf meinem Bildschirm? Also, wer meinst du jetzt? Das da unten, das ist Sabi. Das ist das Avatar von der Sabi. Ich weiß nicht, wer du meinst. Ist sonst jemand da? Hey, dieser eine mit D. Dieser eine mit D, Chat. Hallo aus Hamburg, Grüße und hallo zurück nach Hamburg aus der Schweiz, aus dem Aargau in der Schweiz. Wie geht's dir? Geiler Name, by the way. Ich sag dir jetzt einfach die. Die, wie geht's dir? Wie geht's dir? Was wollte ich machen? Ich wollte kurz Flashbang. Dark Mode. Merci vielmals. Schnell schauen, ob ich meine Pastéis de Nata finde. In meinem Fotoalbum. Aber ich lese noch schnell Chat. Hey Sikaro, wie geht's dir überhaupt? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Noch schnell schauen, was habe ich da? Ich rede mit meinen Teams über die Aufgaben der nächsten Monate. Oha. Oha. Danke, werde ich machen. Okay. Ich muss kurz Chat durchlesen. Die Story von Max Payne ist absolut schlimm. Meine Frau und ein Kollege wurden getötet. Jetzt gehe ich auf die Jagd nach allen, die nur im Kleinsten was zu tun haben und alle sagen, ich sei schuld. Ja, true. Das ist wirklich, das ist die Story. Zelda-Musik ist immer lieb. Ich finde es aber auch mega entspannend. Hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Gemütlicher Stream hier. Ich habe ein bisschen zu spät gemerkt, dass ich den YouTube-Stream ja gar nicht am Laufen habe. Aber jetzt läuft er und ihr seid hier und das freut mich natürlich riesig. Ja, kann mich nicht beklagen. Hallo, hast du schon einen Admin? Wenn nicht, kann ich bitte Admin werden? Also, hey, try hard. Erstens mal grüezi. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Bist du immer noch auf der PS4 unterwegs? Oder hast du inzwischen schon eine PS5 Pro? So mache ich das nicht. Ne? Also, ja, ich bin Admin, ne? Ich bin Admin, aber YouTube ist nur so testweise noch. Und ich hätte da aber schon die Personen, die dann verantwortlich wären und Admin wären, wenn es denn soweit ist. Also, sorry, aber nein. Sorry. Light Mode. Wo ist der Lichtbändiger? Hey Sikaro, das freut mich, dass dir gut geht. Freut mich zu lesen. Und Manti, grüezi Manti, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Wie heißt du auf Twitch? Das ist besser, glaube ich. Ja, ich schreibe es kurz in den Chat rein. Falsche Tastatur. Wait a second. Lieber YouTube-Chat, ich schreibe euch kurz hier die URL rein. twitch.tv/treuhammeren. Also ich heiße eigentlich genau gleich auf Twitch. Auf Twitch habt ihr natürlich dann das Vollformat, also nicht vertical, sondern volles Format. Ihr hört dann auch die Musik noch, die läuft hier bei mir. Und ihr könnt auch die ganzen Effekte nutzen, die es noch gibt, ne, Kanalpunkte und so weiter. Also kommt doch auch rüber, wenn ihr wollt. Das würde mich natürlich riesig freuen. Apropos YouTube-Stream, wieso ist der Stream eigentlich im Handyformat? Die Frage kommt immer wieder. Weil ich es mal testen und das Vertical-Format wird in den Shorts ausgespielt. Und ich habe das Gefühl, Shorts hat eine grössere Reichweite. Das ist da, wo viele gesagt haben. Während viele sagen, hey, wenn ich auf YouTube noch meinen normalen Stream einfach spiegle, dann schaut so gut wie niemand zu.
weil anscheinend, keine Ahnung, der Algorithmus auf YouTube ein bisschen spezieller ist. Das ist der Grund, wieso sie dann gedacht haben, probier das auch mal aus mit dem im Vertical-Format, wo nachher gleich Shorts-Feed ist. Und irgendwie manchmal zieht es mega, manchmal nicht, aber irgendwie letzte zieht es aber mega gut. Und ich begrüße noch schnell Poppy. Manti, dich habe ich begrüßt, oder? Manti, Poppy, wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Und Poppy, bist du fit? Alles gut? So, Mir fragt nicht nach Macht. Die Macht, die bekommt man oder man bekommt sie nicht. Ne? Und mit Ausrufezeichen Worthy auf Twitch auf jeden Fall. Mit Ausrufezeichen Worthy kann man schauen, ob man Macht hat. Chat. Und die sehr gerne, sehr gerne. Alles fit, hey. Ich kann mich nicht beklagen, Poppy. Es ist gemütlich. Chilliger Stream, wie immer. Gute Leute. Und jetzt bist noch du da. Hey, was will ich mehr? Chat. Was will ich mehr? Aber viel wichtiger ist, wie es dir geht, Poppy. Wie geht's dir? Dieser eine mit D auf Twitch. Merci vielmals für den Follow. Danke vielmals. Und willkommen hier bei mir. Nochmals. Sehr schön, sehr schön. Das stimmt, in den Shorts zeigt es etwa mal auch Livestreams, habe ich voll vergessen. Genau. Und das ist so der Grund, wieso ich das jetzt auch mal probiert habe. Und wenn es jetzt anzieht, ich meine, finde ich es mega cool. Schlussendlich versuche ich die Leute über zu locken auf Twitch, weil einfach das ganze Programm ist und alle Effekte und eben alle Commands funktionieren. Und es freut mich. Holy shit! Holy shit! Dieser eine mit die, ja, die. Soll ich dir die sagen? Ne? Also kannst du auch sagen, nee, das ist ein bisschen awkward, wenn der Troy mir die sagt. Aber die, danke dir für das Abo, danke für das, für das Abo auf Twitch. Merci vielmals und merci für den Support. Appreciated. So, jetzt muss ich schnell schauen, wo ich im Chat bin. Äpfelmosch, grüezi wohl. Sind Fesselspiele auch so fesselnd? Immer. Ja. Also, ich mache aber immer zuerst Rollenspiele. Ne? Rollenspiele. Und dann so ein bisschen einwärmen, Rollenspiele, so die typischen, die es gibt. So, ich bin der böse Einbrecher und so. Ja? Und dann gehen wir dann über zu den Fesselspielen. Ja, das ist natürlich auch, das geht Hand in Hand. Dann auch Fesselspiele, vielleicht noch ein bisschen Rollenspiele, Elemente. Und, also da kann ich empfehlen, Äpfelmosch, das kann ich empfehlen. So, wo bin ich? Ja, Pedro, Mann. In den Shorts, das habe ich vorhin nicht gelesen. Apropos Shorts, hat das im Fall im letzten Monat mal ein bisschen beobachtet und selber genutzt und genau 0 Livestreams angezeigt bekommen. Das ist aber, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es kann sein, ich blicke auch nicht durch, aber ich habe das Gefühl, YouTube hat irgendetwas geändert jetzt auch. Weil irgendwie ist die Reichweite, die ich plötzlich habe, ist viel höher. Auch Calls, by the way, ist vom Blitz getroffen worden, sorry. Aber ich glaube, Calls ist schon wieder rum inzwischen. Irgendwie funktioniert es jetzt viel besser seit dem letzten Stream. Es ist irgendwie mega etwas los und ich finde das mega schön. Wie lange bist du heute noch live? Circa 3 am Morgen, 3:30 am Morgen, irgendwie so, Sikaro. Ich und fit, der ist gut, ja, Papi. Hey, die. Holy shit. Oh, holy. Hey, die. Ich danke dir für die 5 verschenkten Subs. Mega lieb. Und geschenkt bekommen haben Laluli, Mahachu, Nyan, Zelda und Cree Art Moments. Oh, mega nice. Ihr habt einen Sub geschenkt bekommen von die. Und viel Spaß mit den Emotes und Perks als Abonnenten. Und diese eine mit D, danke dir für den großen Support hier.
Wow, einfach reingekommen, einfach reingefollowt und dann einfach Subs rauslassen. Ey. Ne, wäre nicht notwendig, aber ich weiß das natürlich zu schätzen. Aber hey, dieser eine mit dir, ich habe noch eine Frage. Ich rede jetzt mit dir immer Hochdeutsch, aber verstehst du auch das Schweizerdeutsch mehr oder weniger? Ne, einfach, dass ich es weiß. Weil da kann ich auch, oder vielleicht kommst du sogar aus der Schweiz, ich weiß es ja nicht, dass ich mich entsprechend kann anpassen kann. Jenny, merci vielmals für 100 Beris. Danke vielmals für deinen Support. Chat, was macht ihr, Chat? Oh, Chat, wir haben einen Hype-Train. Wir haben einen Hype-Train. Merci vielmals für den riesigen Support, lieber Chat. Merci vielmals für den Hype-Train. Hey, merci vielmals, holy shit. Merci Specku für 100 Bidis, danke vielmals. Steampunk Lady, danke vielmals für den Support, fürs Beitragen zum Hype-Train. Gugus geblieben. Chat, ich muss mal schnell nachlesen, sonst bin ich wieder hinten nach. Ich bin wieder im Chat hinten nach, Mann. Rina, merci vielmals für 100 Bits, danke dir. Merci für den Support. Rina, let's go. So, jetzt runterkommen. Wir lesen jetzt noch ein bisschen Chat. Blackjack, das habe ich, glaube ich, kommentiert. Wo bin ich gewesen? Okay, was für Genre respektive Livestreams, wo so in deinen YouTube-Algorithmus passt? Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Leute, Level 3. Level 3. Dieser eine mit dem. Merci vielmals für weitere 500 Biddies. Danke vielmals. Wie habe ich das verdient jetzt? Wie habe ich das verdient? Ich habe gar nichts gemacht, Chat. Gar nichts gemacht. Ich lese hier nur einen Chat vor. Und es läuft chillige Zelda-Musik. Das ist alles. Da muss ich jetzt kurz vorlesen. 81 Calls versuchte den Modhammer zu berühren, wurde dann jedoch vom Blitz getroffen und löste sich im Staub auf, als sich der Himmel verdunkelte. Hat dann wenigstens jemand den Calls noch zusammengewischt? Hat jemand ein Schäufeli und das Bäseli dabei gehabt? Hey Club, merci vielmals für den Lurk-Support, danke vielmals. Oh, ist das der Calls, der hier in der Luft rumfliegt? Oh nein, das sind, glaube ich, die Finnchen, ihre Fireflies. Chat, ich muss mal schnell ein bisschen vorwärts machen. Ich bin so weit hinten nach im Chat. Ne? Da haben wir endlich wieder mal VIP. Oha, GG's. Ist der schwer, ja. Der ist nicht nur schwer, he? Das ist speziell, wie der funktioniert. Der Mjölnir, der ist nicht nur schwer, der ist auch dick. Ja, einfach Ehrenmann, oder? Sicaro. True. Mehr Spinat futtern. True. Ich wünsche eine gute Nacht. Mein Küssi ruft, hey, Clou, du gehst geschlafen, dann wünsche ich dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag noch und schön bist du dabei gewesen, Clou. Ich bin mir jetzt gerade am Überlegen, ob ich dir noch eine Antwort schulde. Wenn ich dir mal zurückschreibe, ich glaube. I'm so sorry, ich habe so viele DMs, die ich noch nicht beantwortet habe. Clou, wenn ich noch nicht geantwortet habe, aber ich glaube, ich habe geantwortet. Nimm es mir nicht persönlich. Clou, mach's gut, bye.
Schäufeli. Oh, das wäre hure geil, so eine Animation, oder? So eine Animation wäre mega nice. Ist am Täubeln. Hier wird nicht getäubelt. Getäubelt, ein deutsches Wort. Ich, Chat, den muss ich schnell überspringen. Das ist zwar aus Zelda, ich erkenne es, aber der Song der macht mich nervös. Hey, Captain Gummiball. Captain Gummiball, merci vielmals für den Follow, danke dir für den Follow. Was ein geiler Name, ne? Captain Gummiball. Nice one. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Willkommen hier bei mir. So. Hey, heißt die TLC? Jetzt sind wir ja unter uns. Ja. Jetzt können wir uns die privaten, persönlichen Fragen stellen, als die TLC. Oh, jetzt ist Römer und Schmarz sind wieder da. Als die TLC anders mal. Was hat da der Römer? Troy's Hammer 2, Spielzeug Hammer 2, Trollina 3. Keine Troy-Karte. Keine. Was gibt's noch? Ich habe den Überblick nicht. Verdammt. Und nochmal eine Troy's Hammer-Karte. Oh no. Oh no. Geil, endlich geht mein Chat wieder. Oh, ist der Chat nicht mehr gegangen, Schmarz? Ja, hat ein Twitch-Problem gehabt. Gameplay-Karte für den Arti. Let's go. Wenn ihr endlich das Nintendo Music App schon mal angeschaut, jetzt kann man ja Nintendo Musik offiziell auf dem Handy hören. Oh, wir dürfen jetzt offiziell Nintendo Musik auf dem Handy hören. Einfach lang. Okay, nein, habe ich noch nie ausprobiert. Muss man das mal probieren? Ist das, Aber da kommt auch wirklich die Originalmusik. Weil ich finde eben so die Remixes, so Lo-Fi-Remixes, finde ich halt mega chillig. Hey, bin ich getriggert? Chat. Fake News. Sorry, wir waren eben noch am Avatar-Spielen. Ah, so. Okay, Avatar. Aber Avatar. Gutes Spiel, indeed. Wie weit sind ihr? Läuft's? Habt ihr euch einen Ekran schon bekommen? Komm jetzt endlich los! Was denn? Jenny, was denn? Dann ist Schreiben eben schwierig. Hey, alles gut. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht entschuldigen, wenn ihr etwas anderes macht nebenbei. Ihr müsst euch auch nicht entschuldigen, wenn ihr einfach die Nase voll habt von mir. Ja? Auch wenn das jetzt in eurem Fall nicht so ist, aber ja, ihr müsst euch nie entschuldigen. Kokainum. Einfach ein bisschen Kokain umnehmen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja? Das ist natürlich nur ein Joke, lieber Chat. Don't do drugs. Muss ich immer wieder sagen. Gott verdeck Uno mal Heili Chaibe. Scheiß dämischt. Jenny, ja. Willkommen bei Treuwallon. Nintendo Music ist eine eigene App in der Sache. Okay, Carnage. Mein Ikran heisst Floof, oder? Aber das ist mega süß. Floof! Ich weiss gar nicht, habe ich meinem Ikran einen Namen gegeben damals? Das weiss ich nicht. Das ist zu lang her. Habe ich meinem Ikran einen Namen gegeben? Florian, Kevin. Nein, er hat einen Namen bekommen. Ich habe den immer geschrauen. Wie hat Chat, er weiss das nicht, was ich für einen Namen ausgewählt habe für meinen Ikran. Ich habe den Namen immer gesagt, Kevin, oder es war nicht Kevin. Shit, ich weiss es nicht. Aber Fluff ist mega nice. Nintendo hat das offizielles Musik-App wie zum Beispiel Spotify gemacht. Es ist aber noch nicht so viel drauf und man braucht, glaube ich, eine Nintendo Online-Mitgliedschaft. Ja, Hauptsache, man muss nicht noch zusätzlich zahlen. Das wäre dann ein bisschen too much. Okay, habe ich echt nicht gewusst. Das ist an mir vorbeigegangen. Nach 15 Minuten Laufzeit bin ich voll parat für einen Schläglerten. Ist es so?
Ja, Chat. Ja, haben den Ikran, haben jetzt den zweiten Clan entdeckt und können jetzt auch Rössli. Oh, Rössli, das haben wir nie angebraucht. So weit sind wir nicht gekommen, Rössli reiten. Nope. Blösle doppelte Karten. Wer meint, es geht Gameplay, der muss am 2 kommen. Ja, warte nur, warte nur. Und ich weiss, mir ist gerade aufgefallen, wir haben heute noch keinen Raid gehabt. Ich meine, also ich werde jetzt da nicht irgendwie sagen, oh Scheiße, wir haben keinen Raid gehabt. Mega doof und so. Nein, es ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Der ist natürlich, wenn ein Raid reinkommt, dann machen wir immer noch den Bosskampf und dann zieht sich so ein bisschen in die Länge. Und dann kommt das Gameplay wegen dem vor allem ein bisschen spät. Also ich habe nur vorgefertigt. Ja, ich glaube aber, ohne Scheiß Schmarz, ich habe glaube einfach nochmal einen anderen Namen gegeben. Oder echt, nein, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben einen gewählt, aber der effektive Name ist dann einfach nochmal ein anderer gewesen. Aber da wäre aber schon schön, wenn wir den Ikrans auch wirklich einen Custom-Namen geben können. Aber ich weiß aber gar nicht, ob noch die Sprachausgabe auch genutzt wird. Also das heisst, dass der Name auch in der Sprachausgabe dann erwähnt wird. Dann macht es natürlich Sinn, dass es vorgefertigt ist. Also, dass du eine Wahl hast aus diversen Namen. Chat, ich muss mal schnell nachlesen. Ich muss hier noch kurz gucken, wo ich bin. Captain Gummiball. Hi, ich komme vom Michael von Ulrichstein und dachte, ich schaue mal rein. Oh, mega cool. Ey, vom Michael von Ulrichstein. Ne? Habe ich ja letztens die Karte unboxed. Habe ich die griffbereit? Nee, die hängt jetzt da weit oben. Ne? Die hängt da weit oben. Ich kann sie kurz zeigen, Chat. Das machen wir jetzt schnell. Wir nehmen uns die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Und, okay, haben kein Bild. Wir nehmen uns die Zeit und schalten noch das Bild ein. Ist das. Nee. Ist das hier? Oh, okay. Ja, ich bin so nicht vorbereitet. Okay, ich muss kurz Geduld haben. Ich muss hier die Fernbedienung noch einschalten. Oh, okay, let's go, let's go. Wir drehen uns einmal im Kreis. Und das war die falsche Richtung, Chat. Wir gehen einmal durch die Wohnung durch, ne? Einmal durch die Wohnung. Gehen hier rüber. Oh, okay. Oh, das ist alles im Weg hier. Ja, Chat, ihr könnt auch steuern. Ja, ist ja gut. Nee, Chat, wir können das jetzt angucken hier. Da, Chat. Michael von Ulrichstein, Chat will das nicht sehen. Ne? Chat klickt halt da jetzt im Zeug rum. Ne? Die wollen die Füße sehen, die wollen Berts Karte sehen. Aber Captain Gummiball, let's go. Nee, was ich sagen wollte, ne, mega cool, dass du bei mir vorbeischaust. Danke auch nochmals für den Follow. Mega lieb. Ja, ich lasse jetzt Chat hier kurz ein wenig rumklicken. Das darfst du aber nicht falsch verstehen wegen der Musik. Bei dir jetzt ist es voll chillig, aber allein könnte ich es nicht hören. Ich lasse es manchmal zum Arbeiten. Aber wenn ich wirklich Musik höre und der Fokus auf dem Musik hören ist, dann lasse ich auch nicht laufen, tatsächlich. Und übrigens, Ela auf YouTube, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Mascha, habt ihr das jetzt auch gesehen? Was habt ihr gesehen, Chat? Was habt ihr gesehen? Also ihr klickt ja da jetzt, ihr steuert ja jetzt die Kamera, ne? Habt ihr Berts Karte gesehen? Habt ihr Berts Karte gesehen? Das habe ich noch gesehen, ja. Aber Mascha, wie geht's dir denn? Und Ela, wie geht's dir? Und Mino, ich verstehe das überhaupt nicht falsch. Mino, alles gut. Weil du bist der Mino, du magst Linkin Park nicht, aber Inception findest du geil und das bist du. Ja. Und Lo-Fi ist nicht dein Ding.
Nein, alles gut. Ullen, merci. Welcome back, kann ich wollen sagen. Welcome back, Ullen. Ja, so Gameplay, so langsam, langsam. Und mir sagt, der Name Gang und er plaudert auch mit dem Ikran. Okay, okay, dann ist es so. Ja, das wär's doch. Blösle. Ist Blösle oder Blösle? Ah, Chat, zum jemanden herausfordern, wo dann beide um die Karten spielen, wo beide am meisten haben, mindestens 3 und der Sieger bekommt beide. Wow, das wäre irgendwie schon noch geil. Das wäre irgendwie schon noch geil. Schau, jetzt sind wir da hängen geblieben. Hä? Was ist jetzt hier, Chat? Rauf, okay. Gehen wir rauf, gucken. Ja, Michael von Ulrichstein. Die Lisa Chantal ist auch hier, Mr. Bletch. Und da haben wir im Bert seine Karte, Chat. Jetzt sagt, Füße gibt es hier nicht. Füße gibt es hier nicht. Okay, nur für euch. Haben aber Socken noch. Ja, hier. So. Hi. Rumtour. War das ein Penis? Warte, ich steuere nochmal schnell manuell. Wir gehen hier gucken. Ne? Das ist die schöne Karte vom Bert. Chat, jetzt klick nicht immer ab. Chat will nicht hoch, Chat will runter. Ne? Das ist die Karte vom Bert. Ja, ihr habt das richtig gesehen. Also, Chat, irgendjemand klickt einfach gegen oben, oder? Irgendjemand klickt einfach auf den Pfeil nach unten. Jetzt kommt er wieder mit dieser uralten Link in die Fahrgeschichte. Chat, ich muss noch schnell schauen, was habe ich verpasst? Und Mascha, hallo. Mir geht's gut und euch? Hey, freut mich, dass es dir gut geht. Ich kann mich nicht beklagen. Es ist ein chilliger Stream heute. Ja, Chat will die Dinge hier anschauen. Aber es gibt auch die wollen einfach die Füße sehen. Ja. Mit Blösle, ich weiß einfach immer noch nicht, Blösle ist halt dann schon, da könnte man schon etwas anderes verstehen. Würde ich jetzt anders verstehen, aber ja. Der Quertutz ist nur wegen den Füßen da. Oh, jetzt muss ich schnell überlegen, was habe ich da noch so? Nicht, dass ich da jemanden doxen oder so. Das ist, glaube ich, alles im grünen Bereich. Stickdrift? Ja, wahrscheinlich. Chat, wo gesehen, ob du die Hosen an hast. Die kleinen Schweinis. Ah, ich habe schon Hosen an. Also ich muss noch mal schnell schauen. Mal, ich habe sie an. Ausnahmsweise. Ich kann man steuern, indem man auf den Bildschirm klickt. Ja, aber es geht nur auf Desktop. Also wenn ihr auf dem Mobile jetzt den Stream schaut, das geht da nicht. Ne? Wenn ihr im Browser auf Desktop seid. Und dann könnt ihr auf dem Videobild habt ihr so einen roten Punkt, wenn alles funktioniert. Und dann könnt ihr auf die Pfeile drücken und mit ein bisschen Delay, es ist halt immer noch der Stream-Delay, wo dazwischen ist, könnt ihr aber dann... Hey Chat, seht ihr da? Das ist immer sehr... Hey, Chat, das ist immer sehr wichtig, dass man da so ein Päckchen von denen hat. Ja. Für die Allergien, hä? Für die Allergien, Chat. Ja, das glaubt mir jetzt sowieso niemand. Ich finde es geil. Irgendjemand klickt auf, irgendjemand klickt runter. Pornhub. Gut, wir haben es zuerst auf Troy's OnlyFans geschafft, bevor wir das Gameplay starten. True. Hey Lucifer, oh my god, I didn't see you, Lucifer. How are you, Lucifer? Hi. Und Mutti, grüezi, Mutti, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. So, haben wir alles entdeckt? Da nochmal schnell. Das kann ich nochmal schnell zeigen. He? Ja, ich esse dann später sicher nochmal eins. Aber die kleine Franziskuschen. So, Chat. Ja, ist ja gut, ist ja gut.
Ja, wir wollen Füße sehen. Immerhin ist das hier Live-Footage. Okay, der ist nice. I like. Der war nicht schlecht. Kennt ihr nicht Blöseln um so Karten? Sagt mir im Fall wirklich nichts. Gell? Immer die Nicht-Desktop-Nutzer diskriminieren. Oh, Schmarz, bist du auf dem Mobile. Oh, leck, so einen kleinen Marshall-Verstärker hatte ich auch gehabt. Wenn ich mit dem im Garten gespielt habe, sind immer die Kühe zulassen. Ohne Scheiß. Also du meinst, warte, ich tue euch schnell da reinfunken. Ah, der dort, okay, wir schnell den Zoom reinmachen da. Ja, der da, der da. Einen kleinen Marschallverstärker. Ich zoome wieder raus, ist ja gut, ist ja gut. Oh, wieso brennen Kerzen nicht, Chat? Ich muss die Kerzen schnell anzünden. So zünden wir heutzutage Kerzen an, schnell den Einschaltknopf betätigen. Für die Allergien und die Onanien. Aha, Troy trinkt das Vitamin Well. Ja, ich habe noch so einen Schluck. Ich habe tatsächlich noch einen Schluck. Äh, Allergie. Mhm. Ich hätte es eher für Verzweiflungsgrenner. Auch wenn man so einen traurigen Film schaut. Meinst du so? Aber ich liebe das. Chat, wer liebt das, so einen emotionalen Film schauen und einfach drauf losheulen. Das ist mir allein. Manchmal habe ich es sogar im Kino, dass ich einfach still für mich weine. Und niemand merkt es. Aber so die Heim alleine und dann so einen traurigen Film schauen und dann einfach so raus mit den Gefühlen. Ich lieb's. All good, thank you. Busy with clicking on the arrows. Hope you had a great week. I had a great week. Lucifer, can't complain. How about you? How are you? How was your week? Well, I already asked, but so you're the one who's clicking on the down arrow, right? You want to go down. Chat, wo bin ich gewesen? Und Flex, Mann, Flex, grüezi. Flex, wie geht's? Schön, dass du da bist. Hey, long time no read. Oder? Flex, das ist schon ein Weile her, seitdem wir... Also, nein, gelesen haben wir uns in einem anderen Chat. Aber da haben wir uns schon ewig nicht mehr gelesen, oder? Und 2 Mäuse hat er auch, der Troy. Ja, das ist halt... Ich kann noch mal schnell zeigen, wieso. Das ist halt seit heute so. Seit heute ist das... Wieso ist es so unscharf? Hier. Seit heute habe ich da... Chat interessiert es nicht. Lucifer, stop it! Stop it! Eine Maus habe ich halt für den da. Und die andere Maus ist der da. Darum muss ich das noch ein bisschen optimieren, aber ich finde es halt noch praktisch, wenn ich euch getrennt habe, tatsächlich. Es hat so ein paar Vorteile. Wo ist jetzt die Musik an? Mal schnell schauen. Mach schnell den Sautet. Ach ja, Troy hat schlimme Allergien von Tastaturstaub. Ja, ja. Was ist das für eine Tastatur? Das ist keine Gaming-Tastatur, das ist auch eine Logitech MX Keys S. Ja, die ist leise. Das ist eigentlich so eine Office-Tastatur, aber ich komme mega gut Schlag mit der. Und ich habe die mal testen für Troy's Tech Talk. Und das ist auch der Grund, wieso ich diese Maus habe. Und die Maus. Das ist eigentlich einfach alles. Ist alles gesponsert, ne? Alles gesponsert. Ja, das ist die falsche Maus. Ich suche schon so lange eine mit diesen Laptop-Tasten. Hey, aber dann gib der mal eine Chance. Ja? MX Keys. Ja, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ja, man kann es nicht lesen. MX Keys von Logitech. MX Keys S.
Ich bin mega zufrieden. Kannst auch verschiedene Geräte verbinden. Das ist eben da, wo ich jetzt so ein bisschen Challenge habe. Du kannst bis zu 3 Geräte verbinden. Du kannst auch Tasten drücken für den ersten PC, für den zweiten PC, für den dritten PC. Und darum kann ich jetzt auch switchen zwischen den beiden Geräten. Insert Feed here, das ist auch ein Klassiker, Jenny. Ich schaue fast immer auf dem iPad, wenn ich am PC hocke, ist fast ein Weltwunder. Ja, es ist halt auch gemütlich, oder? Es ist viel gemütlicher so. PTM, grüezi, guten Abend, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Falls du dich fragst, was ist das für Content, ist quasi Roomtour gestaltet von euch. Ihr könnt da selber ein bisschen rumfahren in meiner Wohnung. Es fehlt nur, dass ich die Kamera an einer Drohne befestige. Kein Gameplay. Hey, Freya. Frech. Freya, wie geht's dir? Und merci vielmals für den Resub im 15. Monat. Danke vielmals, Freya. Und wie geht's dir? Wie hast du es? Wie hast du es? Ui, romantisch. Ah, das Kerzchen, das ist Romantik-Chat. Das braucht man auch. Und dann macht man das Kerzchen an, macht die Nastücher parat und dann guckt man einen traurigen Film-Chat. So macht man das. Schöne Gitarrensammlung. Ja, hey, gehen wir nochmals zurück zu den Gitarren-Chat. Ich funke euch jetzt 3. Ich funke da rein. Hm? Schwierig, he? Der Kampf gegen Chat. Also da habe ich einen BC Rich Warbeast. Ist es ein Warbeast? Ich glaube, es ist ein Warbeast. Irish Bazooki. Dann hab ich da eine Gitarrele. Western-Gitarre. Ja. Chat will das nicht sehen. Ne? Und natürlich noch meine klassische Gitarre. Also Konzertgitarre. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, Nylon-Saiten und so. Und noch meine E-Gitarre. So, Chat. Weil ich nie eine Troy-Karte bekomme, habe ich keine Kaffeedrinks mehr ausgegeben. Oh no! Oh, Jenny. Oh, Jenny. Ich finde. Oh, Finchen, merci vielmals. Chat, ich interpretiere das jetzt mal so, dass ihr genug habt von der Kamera. Ja? Ihr habt es gesehen, ne? Ist okay. Hey, ich hole mir es nachher gerade. Ich hole mir nachher gerade einen Kaffeedrink. Ich versuche noch schnell ein bisschen weiterzukommen im Chat. Bodygitarren lieb. Arena. Spielst du auch Gitarre? Und Tiger, du spielst auch Gitarre. Ich glaube es. Ne? Bei Arena weiß ich es nicht. Das ist schon so lange nicht mehr so viel. Ich habe schon lange nicht mehr so viel. Mhm. Ich auch nicht. Gerade nie, wenn jemand rum ist, muss ich noch extra fest verklemmen. Ja, wenn jemand rum ist, also manchmal, ich kann euch sagen, Chat. Und ich bin ehrlich, es ist so, wie es ist. Ich war am Hochzeitsfest, ich musste 3-mal fast losheulen. Ich habe wirklich gedacht, hoffentlich bin ich nicht der Einzige, dem jetzt gerade Tränen runterlaufen. Und eigentlich kann ich mich schon gut beherrschen, also fest. Oder ja, wenn andere Leute um mich herum. Im Kino hat man noch den Vorteil, dass es abdunkelt ist und dich schaut niemand an grundsätzlich. Aber an diesem Fest habe ich ein paar Mal, ist es schon so, Und ich habe wirklich so, ich habe mich mega zusammenreißen, dass es nicht einfach runterläuft, ohne Scheiß. Aber nicht, weil es ist für mich ein bisschen emotional also im Moment. Ich fühle halt mega nachher und sind in dem Sinne ja schöne Tränen, sage ich mal. Ja. Schönes Gefühl, ich habe es mega schön gefunden, was so passiert ist und so. Und das hat mich schon mega mitgenommen. Gott verdeckel noch einmal. Dann merke ich auch wieder, wie nahe am Wasser als ich schlussendlich gebaut bin. Ich habe gerade auch wieder gekühlt, habe gerade Last Samurai geschaut. Ja, hast du gekühlt? Wieso hast du gekühlt? Ja gut, es hat auch emotionale Momente.
Es ist aber nicht so mein Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht viel mit dem Film anfangen. Ich weiß nicht wieso. Guardians of the Galaxy 3, dort habe ich wirklich Vollgas gekühlt im Kino in 3D. Hast du in 3D gekühlt? Das sind Chat, die Tränen sind also aus dem Bild rausgekommen. Nein, die Tränen von Schmerz sind so durchs Bild durch in den Film hineingegangen. Ja, das ist dann 3D. Geflennt wie letzte Woche bei der Hobbit-Trilogie. Okay, okay. Ja, ewiges her auf jeden Fall. Flex, das hast du noch geschrieben, sorry, ich habe das gar nicht gelesen. Was wird heute gezockt? Es wird noch gezockt Alan Wake DLC, das Haus am See. Chat ist einfach eine Reinterpretation von System of a Down bei Kamerasteuerung. Ja, true. Hey, Chat, ich muss mal vorwärts machen. Ich bin schon wieder 7 Minuten hinten nachher. Ist der Link durchgekommen? Jemand braucht der Link? Facebook? Aha. Oh, sorry, das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht ange... Ja, Nein, wer ist... Also, sorry. Was schickst du da Facebook-Links? Kennst du Bösle? Hey, Chat, ich kann dir das Video sonst mal schauen. Ja, ich kann dir das Video sonst mal schauen. Ganz allgemein, bitte fragen, bevor der Links schicken im Chat, immer fragen. Ich habe sie zwar für alle offen, weil ich euch grundsätzlich vertraue. Aber der Link ist durchgekommen, ja. Wahrscheinlich habe ich jetzt einfach, ich habe es überflogen. Wie gross ist deine Wunschliste für Black Friday? Ich habe keine, tatsächlich nicht. Chat, coole Idee, PTM, merci. Sorry, Freya, dass ich dich so spät noch lese. Gut, und dir und Chat, hey, ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir gut geht, Freya. Mir geht es so weit auch gut. Ich kann noch mal schnell erklären für alle, die neu dazugekommen sind und vielleicht die Story mitbekommen haben mit meinem Job. Vielleicht fragen sich auch, verliert Troy seinen Job? Troy verliert seinen Job, ja, aber kann intern wechseln. Einfach, dass das nochmal für alle aufgeklärt ist. Ich kann einen Webdesigner machen in der Firma. Die Funktion gibt es nicht mehr. Und ich kann aber Content Creator machen. Das heisst, im besten Fall kann ich mich auf Twitch fokussieren und dort Gas geben. Und das wäre natürlich mega nice. Aber es wird nicht nur das sein, logischerweise. Aber hey, von dem her, ich bin jetzt wieder ein bisschen runtergekommen, habe mich ein bisschen beruhigt und habe nicht mehr so viele Gedanken im Kopf rumschwirren, weil ich einfach auch jetzt die Sicherheit habe, dass ich nicht irgendwie den Job komplett verliere. Oder arbeitslos bin oder irgendwie so. So, geil, gut, merci, geile Gitarre, merci PTM. Hey, freut mich, dass es dir gut geht. Ganz viel Vivi Cola. Beste. Hey, das habt ihr gesehen. Ja, ich bestelle mir immer 3 Harassen Vivi Cola tatsächlich. Ist das ein Takamine? Ich weiß nicht, welche. Ich habe einen Irish Bouzouki. Also alles, was ein bisschen speziell ist Irish Bouzouki. Eine Mandoline habe ich noch. Die ist aber klein. Ja. Aber Takamine, nein, habe ich nicht. Western-Gitarre finde ich auch schön. Aber ich weiß nicht, wieso ich gehe. Also all die Gitarre spielen, oder Rina, Western-Gitarre, das braucht so viel, da muss man so dranbleiben, damit man die Hornhaut bekommt auf den Fingern. Und ich spiele zu wenig Gitarre. Ich spiele dann schlussendlich immer lieber auf meiner, auf der da, wo Nylon-Seite hat, weil es auch mega, mega easy zum Spielen ist. Aber Western-Gitarre ist halt schon auch geil. Spielst du auch Alben im On-Stream? Nein, tatsächlich nicht. Vielleicht mache ich so etwas mal, aber ich müsste auch wieder schwer reinkommen. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr wirklich Gitarre gespielt. Ab und zu nehme ich sie in die Hand, eben die mit der Nylon-Seite oder auch Gitarrele, weil sie halt klein ist. Und dann mache ich irgendetwas, aber ich spiele viel zu selten. Da spiele ich viel mehr auf meinem Keyboard tatsächlich. Aber auch dort bin ich nicht gut. Merci Finchen übrigens ja nochmal für einen Kaffeetrink im Namen von der Jenny. Schöne Gitarre, spielst du in dem Fall Saxophon. Genau, das hast du richtig erkannt.
super gemacht, Chat. Er hat schön signalisiert, dass ihr genug habt. Auf dem Link wird Blösle erklärt, by the way sogar von Panini selber. Okay. Hey, ich schaue sicher dann nachher. Ich muss jetzt da wirklich im Chat vorwärts kommen. Aber M&A, merci vielmals für den Link. Ich spiele auch Gitarre, habe aber nur mehr 2 Stück daheim. Eine klassische und eine Ibanez. Ibanez. Ibanez habe ich auch eine. Es kann sein, dass ich eine Ibanez habe. Aber Rena, ich finde das halt auch ist ein schönes Instrument und auch eines der Instrumente, die man am schnellsten sich beibringen kann. Jetzt war ich verwirrt wegen dem Listen. Und ich finde das halt so schön. Man kann auch so viele Sachen dann machen, viele Genres abdecken. Aber man muss auch dranbleiben. Ne? Das ist da, wo ich merke, wenn man nicht dranbleibt, Chat, dann man verliert es nicht, aber man ist ultra eingerostet. Listen! Jetzt sehe ich mein Pop-up wieder so geil. Okay, nice. Eine Hochzeit ist im Prinzip auch etwas Trauriges. Man sagt zwar zu einer Person ja, aber auf der anderen Seite zu 9 Milliarden nein. So habe ich mir das jetzt noch nie überlegt. Aber ich habe nicht wegen dem geweint, ne? Das sind halt so viele Emotionen und auch so eine. Ja, ist schwierig zu erklären, ne? Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ja, manchmal fühle ich mich halt auch wieder einsam, Chat. Gibt's halt und in solchen Momenten kommen da viele Gefühle hoch, ne? Schöne Gefühle und auch so die Einsamkeit ein wenig. Und ich weiß nicht, wieso, dass ich jetzt Hochdeutsch rede. Mir tränen die Augen von der 3D-Brille, ich kann es gar nicht schauen. Ja, aber es ist auch, sorry, aber ich bin der Meinung, Avatar ist der einzige Film, was Sinn macht, in 3D-Brille, den in 3D zu schauen mit 3D-Brille. Ich glaube, keinen anderen Film gesehen, wo ich sagen musste, okay, das war jetzt ein Mehrwert gewesen. Im Gegenteil. Meistens denke ich, für was habe ich da jetzt in 3D geschaut? Warte, ich habe 4D gekühlt. Der vor mir hat gemeint, es regnet im Kino. Okay, aber wenn du 4D heulst, dann geht dir das auch durch, geht das in den Film rein. Das heisst, auch der Hauptdarsteller im Film bei dem hat es plötzlich angefangen zu regnen und so. Interesting. Mich hat die Liebesstory aufgeregt bei Guardians of the Galaxy. Ich dachte, es gibt die wahre Liebe, aber nope, der hält einfach der Idiot wieder. Ich muss kurz überlegen. Also bei Guardians of the Galaxy 3. Ja, aber das war schon auch. Also, mich hat Guardians of the Galaxy 3 auch mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte. Guardians of the Galaxy ist ja immer so ein bisschen lustig. Lustig, ein bisschen Komödie, geile, lustige Sprüche, geile Charaktere. Ich liebe Guardians of the Galaxy. Aber das 3 hat mich doch schon auch ein paar Mal verwünscht auf der emotionalen Ebene. Ich habe auch kein Facebook und es können schauen. Ich müsste nachher nochmal schauen. Aber ich werde jetzt wirklich zuerst mal mit dem Chat vorankommen. Als Webdesigner gibt es nicht mehr, heisst, das gibt plain HTML-Seiten oder wie sieht das denn aus? Ja, ich weiß nicht, was die Idee ist. Also es ist schwieriger, vollumfänglich zu erklären, aber ich bin als Webdesigner halt im Marketing gewesen, was ein bisschen speziell ist. Aber meine Stelle war im Marketing gewesen, und jetzt hat das Marketing eigentlich alles umstrukturiert, aber auch die IT hat alles umstrukturiert, aber immer für sich. Also IT hat innerhalb alles umkrempelt, Marketing hat alles innerhalb umkrempelt und weil es halt wie nicht übergreifend ist, hat man auch gesagt, hey, die Funktion im Marketing gibt es nicht mehr. Aber ich nehme an, die Funktion wird in der IT jetzt geschaffen. Aber ich muss auch ich meine, klar, könnte ich dann sagen, ja, hey, hallo, vielleicht möchte ich das weiterhin machen. Das ist auch schon angesprochen worden, aber es ist noch nicht so weit. Aber ich wüsste dann auch nicht, ich muss mir dann auch sehr gut überlegen, ob ich das will. Ja, jetzt ist wie eine neue Chance aufgegangen, wo ich muss sagen, ja,
Wie gesagt, ein bisschen plötzlich, aber irgendwie cool. Und wenn ich jetzt dann irgendwie, ich sage jetzt mal, in einem halben Jahr plötzlich wieder ein Angebot bekomme und sagst, dann kannst du wieder Webdesigner machen. Dafür kannst du keine Videos mehr machen. Du kannst nichts mehr irgendwie, kannst Twitch nicht mehr irgendwie auf Vordermann anbringen oder wiederbeleben, dann muss ich mir halt schon sehr gut überlegen, was will ich jetzt. Aber nein, natürlich gibt es irgendwann die Funktion immer noch. Es gibt immer noch irgendjemand, der etwas designt für Web. Es gibt vielleicht dann aber auch Lalali. eher Lalala. Frontend-Entwickler gleichzeitig, wo das Kapiert. Kapiert? Hä? Chat? Kapiert? Webdesigner gibt es jetzt einfach nicht mehr so, wie es bis jetzt gegeben hat. Ach, Bounce, Mann. Bounce, Bounce, Bounce. Wird es dann ein Brack-TV, ganz nach dem Beispiel von schlechten Shopping-TV, mit der extra Portion Cringe geben? Face-Off muss ich auch wieder mal schauen, Chat. Face-Off. Im Körper des Feindes. Muss ich unbedingt wieder mal schauen. Nee, Carnage, nee. Nee. Also wenn es natürlich wenn's auf Humor basiert, und halt eine Verarschung in die Richtung ist, wieso nicht? Aber dann wäre das wahrscheinlich einmal so ein Insta-Content, was man machen könnte, ne? Aus Versehen Enter gedrückt. Zweimal, hä? Du bist nicht alleine. Fühle dich ganz fest gedrückt von mir, lieber Troy Hahub. Bin heute leider nur am Handy dabei, weil ich erst ab Montag meinen neuen Anbieter habe, was Internet angeht. Deswegen heute eher im Lurk-Modus. Keckweh. Hey Hamster, danke dir für die 19 Monate. Danke dir, Hamster, mein Lieber. Schön trotzdem, dass du hier bist, wenn auch auf dem Handy und eher passiv, aber das ist alles in Ordnung. Ne? Freut mich aber, dass du hier bist, Hamster, und danke für die netten Worte. Danke für die netten Worte. Ich nehme an, du hast jetzt auch ein bisschen mitbekommen, wie es ist, ne? Aber es ist ne, jetzt schon besser. Es ist so, es legt sich langsam und ja, alles gut in dem Sinn. Hamster, wie geht's dir denn? Ich spiele mittlerweile mehr Western-Akustik als E-Gitarre. Ja, es hat seinen Charme, Kaschira. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem wir die Band nicht mehr haben und den Bandraum, ich meine, seitdem spiele ich allgemein zu wenig Gitarre, aber seitdem spiele ich vor allem keine E-Gitarre mehr. Weil ich habe das geliebt, einfach zu jammen. Man kennt es, Schlagzeuger macht irgendetwas, der Bassist macht irgendetwas und der Troy macht noch irgendwie auf seiner Gitarre ein Never-Ending Solo. Ja, das Solo 5 Stunden lang und bis es allen verleidet ist. und wenn du das natürlich nicht mehr hast, also so habe ich es auch gehabt, dann ist es mega schwierig, einfach auf der E-Gitarre irgendwie mal ein bisschen einfach spontan etwas Gemütliches spielen. Vor allem spontan gemütlich ist dann auch immer eher ein bisschen ruhig. Also nicht verzerrt. Kann man schon ja auch. Habe ich schon auch ab und zu gemacht. Aber E-Gitarre ist dann auch immer noch... Ja, ich müsste jetzt den Verstärker holen. Entweder nehme ich da einen kleinen Marshall-Verstärker. Aber wenn schon, möchte ich, dass es anständig tönt, dann muss ich entweder den Verstärker im Kellerrund holen, muss mein Effektpedal wieder versuchen oder dann muss ich Guitar Rig auf dem PC starten, muss ich das Audio-Interface wieder entsprechend konfigurieren und dann gehe ich am Samstag live und niemand hört mich, weil ich alles verstellt habe. Und dann haben wir und irgendwann sagt mir Chat, hey, Troy, ist ja schön und so, die letzten 3 Stunden Stream mit dir, aber mich hört dich gar nicht. Okay, bin ein bisschen abgeschweift, sorry. Aber darum finde ich halt einfach Akustikinstrumente, wo du auch in die Hand kannst nehmen und ein bisschen für dich kannst spielen, finde ich auch halt mega nice. Ob Gitarre oder Saxophon, Hauptsache Perkussion. Danke Jenny, ja, merci für das. Sonst, wie geht's dir? Was wird heute gespielt? Was hast du geplant? Flex, Alan Wake DLC, Alan Wake, das Haus am See. Und mir geht's gut. Kann mich nicht beklagen. Ich habe auch Ibanez Made in Japan. 1A-Qualität, machen immer noch gute Gitarre. Auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt auch nie... Hey,
ich habe E-Gitarre gespielt, habe Gitarre gespielt, aber ich bin nie so der, wie soll ich sagen, der Nerd gewesen, was jetzt Marken und Modelle anbelangt. Ich habe einfach mal angefangen. Ich habe mir auch alles selber beigebracht und dann habe ich mir die erste Gitarre ähm, ein Washburn, ich muss immer wieder schauen, wie die Marke ist. Meine erste Gitarre habe ich mir geholt und das war auch meine Hauptgitarre gewesen. Das war auch meine Hauptgitarre gewesen. Genau. Und dann habe ich mir irgendwann eben BC Rich Warbees gekauft, weil sie auch so geil aussieht. Aber das ist auch nur eine Deko-Gitarre. Ich habe die nie richtig gespielt, Chat. Die kannst du nicht einmal richtig auf die Shows nehmen. Da tut dann nachher alles weh, weil die so viele Ecken und Kanten hat. Chat, Mann. Ich muss noch kurz ein bisschen im Chat nachscrollen. Ne? Nachscrollen. Und ich entschuldige mich natürlich bei allen, die jetzt schon lange auf eine Antwort warten. Bauntmann, hier lang zum Ende vom Chat. Merci vielmals. Simpel, du Geiler. Ruhe da. Mich hatte dem letzten Nicken emotional erwischt in der aktuellen Event-Story. Ja, aber es ist ja egal, was es ist. Aber ich finde das auch schön. Ich finde das schön in Filmen, in Games, wenn da auch mal so ein bisschen an den Emotionen geknabbert wird. Nee, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das finde ich schön, weil das ist nicht einfach. Als Storyerzähler im Game, im Film, in der Serie oder I don't know, das ist nicht einfach, das zu erreichen. Und wenn das eine Story schafft, dann Respekt. Meistens ein gutes Zeichen. Außer ich weine, weil es so schlecht war. Ist mir aber noch nie passiert. Hoi zusammen, Mann, hoi Bounce, Mann, du Siech. Hast du eigentlich die Flasche noch geleert gestern? Also ich habe meine noch geleert. Die Flasche habe ich aber schon verräumt tatsächlich. Aber ich habe gut geschlafen, Bounce. Holy shit, habe ich gut geschlafen. Aber ich habe weirde Sachen geträumt, Chat. Holy shit, habe ich Zeug geträumt. Ich bin so aufgewacht und dachte, what the fuck? Aber ich erzähle euch jetzt nicht, was ich geträumt habe. Das ist zu privat. Highlands war eine schöne Story wegen Liebe, aber naja. Highlands. Hey Sander, ich hoffe, du hörst es noch, ne? Sander, ich hoffe, du hörst es noch. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Sorry nochmals, dass ich dich so spät begrüßt habe und schlaf gut. Schönen Sonntag dir noch und bis zum nächsten Mal. Sander, bye bye, tschüss. Musik machen ist halt schon etwas Schönes. Hey, ja, auf jeden Fall. Also, es trifft vielleicht nicht auf alle Menschen zu, jedem das Seine. Aber für mich, ich habe mega viel, kann ich so ein bisschen emotional rauslassen. Und es befreit mich auch mega schnell, wenn ich auch ein bisschen Musik machen kann für mich. Und jetzt, ja, mir geht es gut. Ich habe heute meine letzte Schicht auf Arbeit gehabt, habe jetzt am Montag wieder 3 Wochen Urlaub. 3! Ich habe nach über 10 Jahren... Kokainum. Ich habe nach über 10 Jahren Kokainum bei Vodafone gekündigt und bin zur Telekom gewechselt. Leider wird erst am Montag das Internet freigeschaltet, obwohl es hieß am Freitag, okay, ist bei euch nicht anders wie bei uns, ne? So Wechsel, das klappt selten, ne? Deswegen habe ich entschieden, dass ich morgen in den Urlaub zu meiner Mama in den wunderschönen bayerischen Wald fahre, um einfach abzuschalten. Nee, das klingt gut. Hamster, das machst du gut. Würde ich auch so machen. Aber hey, ich hoffe, dass das noch klappt mit dem Internet am Montag, hast du gesagt. Ich hoffe, dass das klappt. Ne? Und sonst musst du so wie ich es bei Sunrise gemacht habe, musst du halt so ein paar Posts machen. Ne? Machst ein Rant-Video und schickst das dem Anbieter. Wobei Sunrise hat schon eine Weile gebraucht, bis sie dann reagiert haben. Und dann habe ich aber eine anständige Gutschrift bekommen und noch eine kleine süße Überraschung per Post. Und dann haben sie aber noch gefragt, ob ich das on-stream auspacken würde.
Und dann habe ich gesagt, ich denke nicht. Sorry. Aber ja, ist ja klar. Ist ja klar. So, wo sind wir gewesen? Chat. Aber hey, Hamster, freut mich für dich. Freut mich für dich und genieß die Zeit, ne? Genieß die Zeit. Das bayerischer Wald, das klingt einfach nur so. Ich weiß ja nicht, wie es da wirklich aussieht, aber ich stelle mir das so richtig, richtig schön vor mit viel Natur und Bäumen und ab und zu ein Reh, ne, das vorbeikommt. Ein paar Wölfe in der Nacht, die dich jagen. Nein, ich nehme es nicht an. Bei uns haben so sie auch das Webdesign abgeschafft und sich dann gefragt, warum das die Webseite immer weiter so abstürzt und immer wie mehr aussieht wie plain HTML und nicht mehr Trends gefolgt ist. Da haben wir müssen auch sagen, hey, ich glaube, da fehlt jemand. Oder hat es geheißen, jetzt könnt ihr sicher, jetzt haben ein paar vom Support eine extra Schulung müssen machen für Webdesign. Ja, what? Weil es billiger war als neue Mitarbeiter. Jetzt haben wir schon eine Shortage in Support. Das ist super hier im Moment. Ja, da finde ich halt, das ist einfach auch, das macht nicht viel Sinn. Also, ja. Weil ich meine, Webdesign, ja, man muss auch eigentlich definieren, was ist jetzt Webdesign genau, wie weit gehen die Aufgaben. Aber ich mache, seitdem ich 16 bin, mache ich, also ich habe mit 16 schon nebenberuflich Webseiten gemacht. Natürlich, damals war das noch komplett anders gewesen. Aber ich bin immer dran geblieben. Ich habe immer gewusst, wie sich Trends entwickeln und wie man heutzutage designt. Und es ist auch immer so, wenn ich jetzt ein Design anschaue, das ich vor 2 Jahren gemacht habe, denke ich, holy shit, Mann, habe ich das gemacht? Das sieht ja abartig scheiße aus. Aber das ist eigentlich, weil sich das Design immer entwickelt. Also man muss immer das Gespür haben, für wie designt man. Und da kannst du nicht einfach irgendjemandem eine Schulung aufdrücken und dann wissen die, wie man designt. Das ist halt dann schwierig. Also geht nicht auf. Sehr schön cool. Flex, was spielst denn du so aktuell? Was ist dein Game? Apropos Washburn, hast du ja genau gewusst, dass es kommt? Nein! Oh! Aber du weißt, okay, das ist bei der Serie noch nicht relevant, aber beim Film kommt es zum Zug. Ja, dann muss ich da wieder Tüchli vornehmen, dann muss ich die Tüchli wieder parat machen. Feinchen. Ja, ohne zu spoilern. Ich schaue nichts mehr mit Liebe Spule vor, reizt mich nur noch, fühle mich wie der Typ aus dem Film Split. Grüße meine Frau, die ihre IV genießt, dank mir. Ja, ich verstehe ich irgendwo durch, simpel. Ne? Ich verstehe es. Das geht dann, es verletzt einem dann auch zu fest. Das ist absolut nachvollziehbar. Würde ich auch vorspulen. Ich lasse es dann in dem Moment zu. Ne? Bei dir ist es natürlich auch, wie soll ich sagen, es ist vielleicht noch ein bisschen mehr als nur, hey, ich fühle jetzt da, ja, vielleicht ein bisschen die Einsamkeit, sage ich jetzt mal. Aber ich lasse es einfach zu und dann kommt es einfach raus bei mir. So mache ich das. Ne? Und dann geht es mir häufig auch besser. Etwa zu 90%, aber hat gelangt, ja, wir sind am Schluss auch ein bisschen abgeschweift, schon klar, träumst du weirdes Zeugs. Ja, ich habe so geträumt, was ist so, wenn ihr 5000 Jahre einfach wieder spawnen? Nein, aber ich will jetzt nicht das Lächerliche ziehen, bei uns, es ist mega deep, was auch so ein bisschen besprochen worden ist in deinem Stream. Ich habe es mega genossen. Aber ich habe nicht von dem Zeug geträumt. Ich habe sonst einfach wieder, sind so ein paar Sachen. Ich will nicht im Detail sagen, was es ist, aber stellt euch einfach vor, da kommen plötzlich auch Sachen von früher wieder für Träume. Einfach so Sachen von früher. Und dann wacht man auf und denkt, oh shit, das geistert immer noch in meinem Kopf rum. Mega Strub. Und dann macht man sich auch schnell ein bisschen Gedanken und so.
Ich mache dann YouTube-Ansagen. Let's go. Let's go, Hamster. Einfach ranten. Und dann immer sagen, liebe, ich weiß, was es ist, Telekom oder was, whatever. Liebe Telekom. Ne? Und immer schön taggen. Ganz wichtig. Und auf allen Plattformen, bis sie irgendwie reagieren müssen. Es hat ein paar Wochen gedauert bei mir, aber dann kam da plötzlich das Telefon. Dann haben die gesagt, ja, lieber Troy, wir haben da deine Videos gesehen. Aber die haben sich dann auch entschuldigt und gesagt, sie verbessern alles. Das wird alles geprüft. Und Mitarbeiter werden geschult und die Prozesse werden geprüft und optimiert. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ne? Aber ich hoffe mal, ich konnte da was bewirken. Es gibt kein Comment, aber das wäre irgendwie noch nice. Nick, Mann! Grüezi, Nick, wie geht's dir? So, lieber Troy und Chat, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich gehe mal langsam richtig bettli. Hey, Ullen, es hat mich mega gefreut, dich und natürlich auch die Lizzie zu sehen. In Person, er hat mich mega überrascht. Chat, ich war so am Essen gewesen, oder? Irgendwie, eben, ich glaube, 20 vor 7 irgendwie so. Bin ich noch schnell etwas am Futtern gewesen und er läutet so an der Tür. Und zuerst einmal so, hey, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben Kinder in der Nachbarschaft hier im Block. Die Leute nahmen einfach überall, bis auch jemand aufmacht. Und schon x-mal hatte ich das gehabt, dass es auch die Kinder waren, die rein wollten. Und dann reagiere ich eben amigs das erste Mal nicht. Und beim zweiten Mal Leute haben gedacht, okay, geh schnell schauen, was es ist. Und siehe da, Lisi und Ullen. Ja, hat mir etwas Süßes vorbeigebracht. Ja, die meisten haben es schon gesehen, sage ich es aber nochmal. Ja, kleine Franzisknüsse. Und merci nochmal für das, liebe Ullen. Und gute Nacht, Ullenbullen. Mögen deine Träume von epischen Dungeons and Dragons Abenteuern, wunderschönen Würfen, lustigen Memes und gemütlichen Kuscheldecken begleitet werden. Schlaf gut und träum süß. Hey, Ullen, mach's gut, merci und schönen Sonntag noch. Und irgendwann lade ich euch ein. Es ist versprochen. Irgendwann dürft ihr auch da aufs Sofa sitzen und so. Ja, machen wir. Ullen, let's fucking go. Bye, bye, tschüss. Ich bin noch kurz wieder da, aber auf YouTube. Hey, kein Problem. Wie du willst. Sunrise hat dir ein Päckchen als Entschuldigung geschickt und gefragt, ob du so einen Stream auspackst. Ja. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht. Aber sie haben dann auch nicht irgendwie diskutieren darüber. Sie haben glaube ich, gesagt, es wäre cool, wenn ich es einen Stream aufmachen könnte. Aber es wäre halt pure Werbung. Und wenn sie darauf beharrt hat oder das nochmal gefragt hätte, ja, aber wieso nicht, dann hätte ich gesagt, ich mache euch eine Offerte. Das kann ich machen. Aber einfach so mache ich nicht Werbung. Aber was ich dafür mache, ist, ich sage euch jetzt in dem Moment auch, was war. Und ich fände es ja schön, dass sie mir eine Gutschrift und eine Entschuldigung und ein kleines Päckchen geschickt haben. Ist ja wirklich auch schön. Und ich hoffe, dass sie sich verbessern oder etwas gemacht haben mit dem. Hey, aber dann, ich weiß nicht, ob du schon weg bist. Nee, sorry, ich bin nur so weit hinten nach. Ich lese da die Nachrichten von vor 6 Minuten. Ich hoffe, du hörst es noch. Aber wenn du weg musst, ne, dann wünsche ich dir jetzt schon eine gute Nacht und ich danke dir nochmals vielmals für den riesigen Support. Aber das, by the way, ist es bei mir einfach üblich, dass ich so weit im Chat hinten nach bin und ich lese halt sehr gerne alles vor, auch wenn ich es so nicht immer schaffe. Aber ich gebe mir halt Mühe. Es ist mir wichtig, dass ich euch auch lese. Ne? Webseite sieht halt bis heute nicht Bomben aus und ich muss zum Teil sagen, oh, Jesus Maria, was ist denn da passiert? Also von Farbkombinationen, wo du kotzen oder von Bildern, die nicht symmetrisch platziert sind. Ja, ich bin aktuell voll im Simracing drin mit einem Team zusammen, aber muss
bis Montag warten auf die Wheelbase, dass sie überhitzt hat und sie müssen einschicken, ich bekomme am Montag eine neue und dann wieder reingrinden. Okay, Flex. Kenne ich mich halt gar nicht aus, aber Wheelbase ist dort, wo man Steuerrad dran hat. Also mit Force Feedback und so. Ja, sorry for that. Ich hoffe, du hörst das noch. Nicht, dass du denkst, ne, der Troy ist so ein Arsch. Das ist nicht meine Absicht. Troy, geh mal in Lurk, ein bisschen die Augen entspannen. Hey Jenny, mach das. Vielleicht bis später und sonst merci vielmals, dass du da gewesen bist. Jenny, tu das. Träum, ja, träum. Ich habe geträumt. Ja, oh, sorry, wahrscheinlich hast du es nicht mehr gesehen. Ne? Bye, Di, danke nochmals. Danke dir für alles. Alle, die der Troy gute Nacht wünscht, haben schon lange abgeschaltet. Er hat keine 5 Minuten Chat nachher. Hey, ich gehe mal davon aus, dass Leute halt dann schon weg sind, bis ich zu der Nachricht komme. Aber ich hoffe, die Leute sind mir nicht böse. Wenn ihr meinen Content kennt, dann wisst ihr, wie es läuft. Aber ich bin auch niemandem böse, wenn sie schon vorher gehen. Ja. Aber im Gegenzug hoffe ich, dass mir niemand böse ist, wenn sie die Antwort von mir nicht bekommen. Du hast mein gestartet, aber mit aber die. What the fuck? Ohne Scheiß. Ja, mein Google reagiert auch sehr häufig auf komische Dinge. Sind das Datteln in Schokio-Manteln und Salzstängeli-Bomben drauf? Da hat es noch. Wie heisst es? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach, hallo? Chat, Moment schnell. Oh shit. Ich müsste es in den Kühlschrank tun, Chat. Ich müsste es in den Kühlschrank tun. Ne? Weil das Stängeli hat nicht mehr, Chat. Und da ist ein Toffifee. Jetzt habe ich es. Ein Toffifee ist da unten. Nennt man das Schaumküssen? Weil ich getraue mich nicht, den Namen zu sagen. Wie ich nicht kenne, Chat. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Chat, ich muss den Kühlschrank tun unbedingt und ich muss mir noch einen Kaffee trinken. Und ich mache jetzt so schnell. Be right back, Chat. Be right back. So, Chat, da bin ich wieder. Einmal schütteln. Ich finde es geil. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen technisch, aber
das mit dem Klicken, ja, das nennt sich das Heat-Plugin. Das habe ich alles umgebaut. Das funktioniert jetzt ein bisschen neu. Und ich habe das Gefühl, es funktioniert jetzt auch besser. What is happening? Kashira, Mann. Müs auch langsam weiter. Hand no an Schöne. Und Troy, ist schon alles so wie's müsst schon Troy Hahug. Hey, merci. Danke für die netten Worte, Kashira, aber danke vor allem auch für deinen Support. Hey, 36 fucking Monate. Hey, holy shit, Mann. Das ist, aber vor 36 Monaten sind wir noch zusammen im Zivilschutz gehockt, oder? Hey, Kashira, das schätze ich mega. Das schätze ich mega, dass du auch so häufig dabei bist. Und du hast dir auch die limitierte Franziskuskarte gegönnt. Und das sagt schon viel aus. Kashira, merci vielmals für deinen Support. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut, schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Und hey, geniesse es, dass du den Zivilschutz durch hast. Let's fucking go. Mach's gut, bye bye, tschüss. So, und Fienchen, merci nochmal für den Coffee Drink. Let's go. So, Chat, jetzt muss ich da mal schnell ein bisschen nachlesen. Das ist ja nichts Neues. Das ist voll geil. Die haben wirklich Angst gehabt, dass ein paar von deinen Viewern wegen dir bei ihnen kündet und schlecht reden über sie. That's a GG, I guess, würde jetzt der Sutter sagen. Hey, ja, aber es ist schon so. Also, ich meine, es ist ja auch nicht ohne. Ja, das unterschätzt man auch schnell. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier auf Twitch bin. Mit meinen, ja, sag jetzt mal, ja, es sind jetzt nicht wenig Viewers, aber ein paar Viewers in dem Sinn. Es geht nicht um das. Es ist auch nur schon, wenn einer privat ein bisschen erzählt, hey, ich habe nur Scheissereien gehabt jetzt da mit dem Anbieter oder mit dieser Firma oder whatever. Nur schon, wenn du das jemandem erzählst und die Person erzählt es nochmal 2 weiter, dann hast du hast schon Schaden als Firma, Image-Schaden abbekommen. Und ich habe halt auch bei diesen Instagram, ich habe auf Instagram, TikTok und YouTube, überall habe ich es geshared, habe ich so Kommentare, ich habe einen Kommentar drin gehabt, wo es geheißen hat, hey, ich habe mir überlegt, zu Sunrise zu wechseln, aber nachdem ich das jetzt gelesen habe, mache ich es nicht. Also dort ist effektiv ein Kunde, sofern das stimmt, was die Person geschrieben hat, ist einfach flöten gegangen, einfach verloren. Und das ist nur einer, wo du siehst, wo du kannst sagen, diese Person ist jetzt nicht zu uns gekommen wegen diesem Video. Und bei vielen anderen siehst du es ja nicht, kannst du es ja nicht berechnen, kannst nicht Statistiken rauslassen für das. Und da ist mir schon bewusst, dass zu so einer Firma, dass sie halt jetzt schon so viel wollen retten wie möglich. Ja. Und da hat wahrscheinlich auch echt den Auftrag bekommen. Dem ist schon gesagt worden, hey, sag dem, er soll so einen Stream unboxen, damit wir noch ein bisschen positive Werbung bekommen. Genau, und die hat überhitzt und nur noch Disconnects gehabt und im Rennen und so. Also ja, nicht so geil, vor allem Multiplayer, wenn es um sehr viel geht. Wenn du weit vorne bist und so, ist das sehr uncool leider. Hey, absolut, das kann ich mir vorstellen. Halbes Raffaello. Oh, Raffaello finde ich auch nice. Chat, Raffaello das ist ein Traum, oder? Eisenchat, wenn der Raffaello liebt. Also Kokosnuss und so. Wow, das ist richtig nice. Niemand kann böse auf so barmherzige Streamer sein wie dich. 3. Ich bin nicht barmherzig. Muss ich ab jetzt so reden? Ja, ich muss wie ein Bösewicht klingen. Nein, merci für die lieben Worte, danke. merci, Sikara, danke. Okay, so ein bisschen Glassenkugel mit ein bisschen Rum drüber. Oh, ey, aber also, was auch geil ist, natürlich Zitronensorbet. Ja, Zitronensorbet mit Alkoholgehalt. Ja, das ist auch sehr geil.
Das fühle ich aber, Troy. Wo sind wir gewesen? Vor 6 Minuten, ich weiß es nicht. Ich wollte einen ausgeben, Kaffee trinken, aber einen... Ja, Fienchen hat es schon gemacht. Fienchen hat das schon gemacht. Merci nochmal. Ich habe noch... Oh. Ich habe auch Zivilschutz an. Hast du ihn eingeschaltet? Was? Also eben, Nick, du hast es ja wahrscheinlich vorher mitbekommen, der Kassierer, mit dem bin ich im Zivilschutz gewesen. Zum Glück arbeite ich bei der Bahn. Dort haben wir ja Subventisonen. Hä? Subventisonen. Die Subventisonen. Wer kennt sie nicht? Ja, du bist halt einer von denen. Du bist so... Du und der Lackenloller. Ich weiss nicht, gibt es noch mehr auf Twitch? Also ja, gibt es sicher sehr viel mehr international, aber gibt es in der Schweizer Bubble noch mehr Leute, die so Lokführer sind? Ich finde das verdammt geil, ich finde das wirklich geil. Und das darf man aber auch nicht unterschätzen. Also ich glaube, also Avalon, da muss ich ja dir nicht sagen. Also da gibt es dann auch unschöne Sachen, wo man dann als Lokführer vielleicht einmal auf der Gleis stehen hat. If you know what I mean. Raffaello im Sommer aus dem Tiefkühler. Okay, auf Tiefkühler habe ich jetzt noch nie gehabt, aber einfach aus dem Kühlschrank ist einfach nur schon göttlich. Was, Kokosnuss? Mino. Hey, Mino. Jetzt hast du so viel gerettet mit Inception. Nein, ja, Spaß. Ja, Kokosnuss. Ich finde es geil. Aber nicht alle können etwas damit anfangen. Das ist mir bewusst. Avalon auch nicht, Kokosnuss habe ich gar nicht gern. Aber Fienchen hat ein Eis geschrieben. Eben aus dem Tiefkühler. Carnage Rage 3. Okay. Habt ihr das nicht gern, Chat? Treu ist nicht barmherzig, der ist eher bartherzig. Bartherzig. Der Venom Troy. Auch wenn ich so rede, tue ich dann wieder Venom. We are Venom. Oh, das war also ein geiler Moment im Spider-Man-Spiel, wo der Venom revealed worden ist mit dem Spruch. Sehr geil. Aber ich bin ja Zugbegleiter und nicht... du bist nicht Lokführer, du bist Zugbegleiter. Ja, du siehst auch genug. Ja, es ist doof, ich meine, es ist mega doof, dass das überhaupt so weit kommt. Wir wissen, was ich meine. Dass so etwas passiert, aber... Ich wüsste ja auch nicht, wie... also ich rede jetzt vor allem Lokführer. Wie ich damit würde umgehen, wenn da einer auf der Gleis steht und du kannst nichts machen. Du kannst echt nichts machen. Aber ja, du siehst sicher angeschaut. Das ist der Grund, wieso ich fahre so ungern mit den ÖVs. Da sehe ich aber schon genug, wenn ich nur schon den ÖV hocke. Wir würden uns super verstehen, kannst du alle Raffaello für dich haben. Hey, das ist true. Nur wenn wir gemeinsam Musik hören, dann könnte es ein bisschen tricky werden. Dann würden wir anfangen zu schlägeln. So, Chat, ich blende mich schnell aus. Lahi, grüezi, hi, Lahi, wie geht's dir? So, da bin ich wieder. So, nochmal Grüße nach Lahi, ja. Grüße nach YouTube, ne? Grüße nach YouTube. So, Chat, jetzt sind wir da angekommen. Jetzt ist es soweit. Was machen wir jetzt? Gameplay? Was meint ihr? Nein, jetzt habe ich gemeint, es ist noch vor Mitternacht. Das ist ja gar nicht wahr. Es ist ja schon nach Mitternacht. Oh mein Gott. Schnell da. Das glaube ich nicht, dass wir schlägeln würden. So ein liebevolle Flattern vielleicht. Jeder reagiert anders in dieser Situation. Gewisse haben überhaupt kein Problem und arbeiten dann weiter auf.
Aber ich habe das Gefühl, wenn, dann ist es aber unbewusst, unterbewusst, wo es irgendwann vielleicht aber gleich noch ein bisschen hängen bleibt. Aber ja, ist es so. Andere, well, hey. Andere haben, wo bin ich gewesen? Andere haben so Nervenzusammenbrüche, dass sie nie mehr auf den Zug können. Das kann passieren, wenn du schon ein paar Mal gehabt hast. In jedem Fall ist es etwas anderes. Hey, es ist halt immer auch, das ist halt auch da. Es ist ein fucking Menschenleben in dem Moment. Wo, klar, das ist nicht deine Schuld. Aber es ist so, darum, also ich fänd's mega geil. Irgendwie würde es mich mega reizen, aber das ist da, wo ich muss sagen, das ist der eine Grund, wieso ich das trotzdem dann nicht machen würde. Auch wenn alles andere könnte interessant sein. So, Chat, ich muss da ein bisschen Werbung machen für meine Effekte, die ich da habe. Darum wird jetzt Troilina schnell aktiv. Troilina. Oder ist es auf cool da? Ich weiß es gar nicht. Schnell da meinen neuen Effekt schnell einlösen. Da. Dann müsst ihr es nicht machen. Wieso bin ich so lang gezogen, Shaya? Was ist das für ein riesen Monitor da? Eine riesen Leinwand. So, jetzt ist das auch gemacht. Hey, jetzt bin ich schon wieder nachher. Mache ich eigentlich irgendetwas und dann bin ich schon wieder nachher. Was machen Sachen? Ja, also ich kann kurz erklären. Ne? Wir haben jetzt hier Just Chatting gemacht für die letzten 5 Stunden. Sind es 5 Stunden Chat? Für die letzten 5 Stunden. Und so langsam gehen wir ins Gameplay rein und dann machen wir noch ein bisschen Alan Wake, das Haus am See DLC. Genau, das ist der Plan. Aber sonst gute Gespräche hier im Chat. Ne? 7 Stunden 38 Minuten sind geboten, Troy. 7 Stunden 38 Minuten. Ja, jetzt aber, hey. Jetzt aber. Ich komme gar nicht raus, um was es geht. Ich komme nicht raus. Was muss ich 7 Stunden, Mann? Oh, der Bounce. Was fehlt dir, Bounce? Du bist ja so, immer noch so weit, dass du Franziskus-Karten kannst herstellen, aber dann verlierst du die eine Troy-Karte und die eine Troy-Lina-Karte. Die fehlen dir dann beide. Aber der Bounce macht das so, der sammelt zuerst all, dann tut er es herstellen und dann tut er es bestellen. So macht das der Bounce. Gottverdammt, jetzt hat der eine Troy-Karte, der cheatet. Aber dann hast du okay, Bounce. Das ist natürlich nice. Jenny, was fehlt denn dir noch? Der Troy ist breit und die Leinwand. Ich habe mir diesen Effekt einfach lang gezogen, tatsächlich. Wieder im Lurk, dem habe ich es gesagt. Jenny, ja, ich bin stolz auf dich. Wir sollen es auch sagen, wenn es raus muss, dann muss es raus. Just Chatting ohne Gameplay. Durchschnittlich hat es, glaube ich, ca. 2 Personen Umfeld pro Karriere, wenn ich mich nicht täusche. Kannst aber auch Glück haben. Ja, das ist eben da, wo ich auch schon gehört habe. Das ist wie, es gehört dazu schlussendlich. Und darum, ich würde es nicht einmal machen, wenn es heisst, hey, die Chance ist, keine Ahnung, bei 20%, dass du das miterlebst. Auch dann würde ich es nicht machen, weil das würde mich komplett kaputt machen. Also Respekt an all die das machen und die das schon erlebt haben. Ja. Und ich glaube, ich meinte sogar, der Lock'n'Roller hat das auch schon erlebt, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Das ist auch ein heikles Thema.
Also vielleicht jetzt nicht fragen bei ihm und so, vor allem nicht on Stream, aber Respekt an alle, die das schon erlebt haben. Mir fehlt auch Troy. Aber ich bin ja da. Specku. Jenny, ich bin ja da. Was wollt ihr noch mehr? Braucht ihr mich in 4D? Muss ich für euch den 4D-Modus? Ja, okay, das ist nicht der 4D-Modus. Okay, komisch. Muss ich für euch den 4D-Modus einschalten? Mal schnell schauen, ob ich da den 4D-Modus finde. Schnell das da. Nein, ich habe das leider nicht. Ich habe das leider nicht, Chat. Moment, ich wollte schnell etwas probieren, Chat. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte das schnell holen. Nein, geht nicht. Jetzt dachte ich, ich könnte auch schnell den rot-grün 3D-Modus aktivieren für euch. Ja, wisst ihr noch, früher hat man die 3D-Brillen kaufen aus Pappe. Und dann ist 3D, sind so Sendungen gekommen mit Dinos in 3D. Und der kleine Troy, der ist völlig. Das war das Geilste gewesen. Das Geilste, was es gegeben hat. 3 Dinosaurier-Doku im Fernsehen und dann die 3D-Brille. Das war auch das Geilste gewesen, Chat. Ich vermisse das. Ich vermisse die Kindheit. So. Welcome back, Jenny, übrigens. Wo sind wir gewesen? Oh, da bin ich noch gesagt. Ja, ich habe jetzt erst endlich mal alle Karten. Nein, jetzt hast du. Ja, die Franziskus-Karte hast du nicht. Aber Bounce, ich kann dir schnell erklären, was du jetzt für Möglichkeiten hast. Du kannst jetzt, wenn du willst, machen, Ausrufezeichen herstellen, Abstand S1. Dann stellst du die Hauptkarte her von der Season 1, vom Season 1 Deck, was der Franziskus ist. Du zahlst aber von jeder Karte, die du hast, eine. Das würde also heissen, dass du die eine Troy-Karte verlierst, die eine Troy-Lina-Karte, aber du gönnst dann die Franziskus-Karte dazu. Früher oder später musst du es machen, damit das ganze Deck mit 6 Karten komplett hast. Du kannst aber jetzt selber entscheiden, willst du es jetzt machen oder willst du noch warten. Aber du kannst Franziskus-Karten herstellen, das kannst du. Wir haben mir die schenken, verdammt. Wenn du nicht weißt, was machen, hast du die gar nicht verdient. Hashtag Güss. Schau jetzt Jenny. Jenny geht voll ab. Jenny ist geladen. Das glaube ich sofort am schlimmsten ist, das hat es auch schon gegeben, wenn es der eigene. Oh! Der eigene Arbeitskollege ist. Ich kenne 2 Fälle, wo das passiert ist. Ich meine, es ist jetzt, wie soll ich da jetzt sagen? Aber ihr wisst sicher, ihr versteht mich sicher, wie ich das meine. Aber es ist halt einfach so. Das ist absolut, also ich meine, es ist so oder so schon so fucking egoistisch. Ja? Absoluter Egoismus, wenn man es macht. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen Triggerwarnung, Chat. Ja? Ich werde aber auch nicht zu tief jetzt in das Thema rein. Absoluter Egoismus. Und wenn es dann noch, wenn das dann noch machst, wenn du genau weißt, jetzt muss noch einer das durchmachen, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt so egoistisch. Das ist auch unter aller Sau. Das ist einfach nur noch, das geht mir nicht in den Grind rein, so etwas. So, Chat, wo sind wir? Werde aber dann auch mal in den Schlafi-Lurk wechseln. Danke, Troy, für den Stream. Der Stream hat mir echt den Abend gerettet. Aha. Vielen Dank dafür. Hab noch einen schönen Stream. Viel Spaß bei weiteren Footage-Content oder vielleicht sogar Gameplay. Bis zum nächsten Mal. Rina, ich danke dir für die netten Worte. Danke, dass du dabei warst. Ne? Und schlaf gut. Schönen Sonntag noch.
und gute Nacht. Rina, möge der mächtige Mjölnir über dich wachen und Obi-Wan Kenobi dir im Traum erscheinen. Träum süß und lass dich von den Sternen sanft in den Schlaf geleiten. Hashtag Sweet Dreams. Und jetzt brauchen wir den Obi-Wan noch. Und ihr dürft jetzt entscheiden, Chat, welchen Obi-Wan wollt ihr? Wir haben jetzt 2 zur Auswahl. Jetzt im Moment können es noch alle Abonnenten... Nein, ich habe es noch nicht zugeteilt. Ich habe es den Fienchen noch nicht zugeteilt. I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror. Aber sie muss auch mal Silence. schlafen gehen, Something Obi-Wan. terrible has happened. Rina muss aber auch gerade ein bisschen schlafen. Ich muss mich noch daran gewöhnen, ich muss mir noch überlegen, wie ich mich da in die Szene integrieren kann. Aber let's go. Rina, mach's gut, schlaf gut, bye bye, tschüss. Wieso freut sich niemand für mich? Hey, ich freue mich mega. Aber jetzt stell mal die Karte her. Wir warten alle drauf. Das Gameplay ist jetzt schon sicher um 5 Minuten verschoben worden, weil wir alle warten bei uns, bis du die Karte herstellst. Muss ich jetzt den Troy und Trollina noch mal haben? Ja, nachher dann schon, nachdem du sie hergestellt hast. Oder alle, damit du schlussendlich alle 6 Karten hast, musst du Trollina und Troy-Karten noch mal haben. True. Gratuliere, freue mich mega fest für dich. Besser. Nur gut. Oh, Jenny. Freude herrscht. Oh nein, das ist das noch nicht jetzt gemeint. Jetzt passiert's. Oh, Ende des Chats. Ja, das suche ich immer noch. Das Ende das suche ich immer noch, Tiger. Aber GG's. Ja, aber dann spielt es ja keine Rolle. Ja, es spielt keine Rolle, wenn du es machst. Aber kann ich jetzt das Gameplay oder warten wir noch auf etwas? Ich sammle jetzt, bis ich von jeder mindestens 10. Ja, okay. So kann man es auch machen. Bist du sicher, dass der Troy noch am Streamen ist, wenn du das Ziel erreicht hast? Ich glaube nicht. Also, es ist eher die Frage, ohne Scheiß, manchmal habe ich die Sorge, dass Twitch nicht mehr existiert. Irgendein. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammer, and he does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Hans-Uli, grüezi wohl. Wie hast du es? Schön, dass du da bist. Aber Troy, stell dir die unendliche Verzweiflung vor, die so eine Person hat, wenn sie sich dazu entscheidet, den finalen Schritt zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist bei uns, jetzt schneide ich mir einen Scheiben ab von deinem Thema, das du angeschnitten hast. Also bei uns hat etwas angeschnitten und ich schneide mir jetzt nochmal ein Scheibchen von dem Anschnitt ab. Aber das kann man sich... Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin der Meinung, man kann sich das nur vorstellen, wenn man mal so in diesem Bereich war. Von dieser Verzweiflung. Und... schwierig, ja. Also ist natürlich auch ja. Ist jetzt einfach gesagt, wenn ich sage, hey, es ist super egoistisch, aber es ändert irgendwie gleichzeitig dann gleich neutral. Es ist egoistisch. Oder? Ich habe nicht mal mehr 1000 Kanäle. Ja, aber Hamster, mir geht's gleich bei dir, ne? Ich bin da auch wieder am Struggle und dafür habe ich endlich meinen venusphoben Blitz. Ja? Eigener Sound bei Hamster. Den habe ich jetzt. Bin ich halt schon verdammt stolz drauf. Ich glaube, ich kann es herstellen, habe vergessen, was ich eingeben muss. Ausrufezeichen herstellen, Abstand S1 für Season 1 oder S2 für Season 2. Die ganzen Infos unter Ausrufezeichen Sammelkarten. Mehrzahl. Eine Person, die an diesem Punkt steht, überlegt sich in dem Moment keine Sekunde mehr, wie es im Umfeld oder der Familie, der Freunde geht. Simple, let's go. Franziskus Karte für den Sir Simple. Let's go. Let's fucking go. Nochmal schnell.
Eine Person, die an diesem Punkt steht, überlegt sich in dem Moment keine Sekunde, wie es im Umfeld oder der Familie oder den Freunden geht. Die haben nur noch ihre Aussichtslosigkeit vor Augen. Ja. Ja. Es ist ein schwieriges Thema, mein Gott. Es ist ein schwieriges Thema. Also die Überlegung, was du anderen antust, die ist schon gar nicht mehr, die findet nicht mehr statt. Also kann auch wiederum die Überlegung nicht stattfinden, auch wenn ich es jetzt mache. Und im Chat, das ist wirklich, ja, es ist nicht ein Ausweg, also nicht, wie soll ich sagen, schwierig. Es gibt immer eine Lösung, ja. Man muss es nicht so beenden, bin ich der Meinung. Aber in dem Moment kommt natürlich auch dann weitergehend die Überlegung, hey, wie kann ich es für die anderen am einfachsten machen? Ja, man denkt dann, aber das ist ja genau da, man denkt nur an sich. Ich meine, klar, es ist scheiße, es ist absolut scheiße. Es gibt genug Leute, die in so einer Situation sind. Aber hey, schwierig. Es ist wirklich auch, ja, ist, glaube ich, ein Thema für sich selber. Da könnte man auch wahrscheinlich stundenlang über das reden. Ich finde es auch, ja, ich finde es interessant, aber es ist natürlich schon auch nicht leichte Kost, Chat. Am Ende des Chats ist das Gameplay. 7 Stunden 8. Was ist Bounce? Ich weiß nicht, um was es geht. Was ist mit diesen 7 Stunden und 38 Minuten? Ist das die Dauer des Just Chattings bei Bounce? Ist das der Rekord von dir in Sachen Just Chatting und kein Gameplay? Ich glaube, das ist es, oder? Ja, Bounce, muss ich jetzt durchbeissen? Muss ich noch ein bisschen durchbeissen, meinst du? Also wir alle. Fienchen ist an der Season 2 dran. Natürlich. Ich bin schnell ein bisschen am Überfliegen. Seht mir nicht böse, wenn ich vielleicht irgendetwas jetzt nicht gelesen habe. Wenn es wichtig ist, auch nochmal schreiben. Mach da irgendwann weiter. Gleich noch schnell das da, finde ich noch interessant. Genau das passiert, das muss so eine Verzweiflung sein. Und wie der Troy kann ich mir das zum Glück nicht vorstellen, weil es muss brutal sein. Ja, eben, das ist da, was ich meine. Um sich das vorstellen, muss man so weit eigentlich auch gewesen sein, oder in diesem Bereich. Ja. Aber das wünsche ich natürlich niemandem. Also kann man eigentlich froh sein, wenn man sich es nicht vorstellen kann. Also blöd, wie es tönt. Aber natürlich ist es brutal. Toller Sound. Zelda Lo-Fi. Meinst du das, Hamster? Ich habe gedacht, ich höre das jetzt häufig auch beim Arbeiten zum Teil, aber meistens auch in Meetings, wo ich einfach mithören muss. Und dann läuft einfach so gemütlich Lo-Fi ein bisschen. No, I mean your personal sound on my Chanel, lol. Oh, I'm sorry, okay. Venus von Bömplitz. Jetzt machen wir da schnell einen Chat. Fienchen, bist du da? Wärst du echt so lieb und würdest schnell ein Venus von Bömplitz reinmachen, bevor wir ins Gameplay reingehen? Das wäre mega nice. Und wenn du jetzt gerade nicht kannst, lass dich nicht stressen. Ich würde es dann schon auch selber machen. Aber ich lese noch schnell ein bisschen Chat. Ist jetzt... Wo ist jetzt die Musik an? Ich glaube, der Song hat auch so abrupt aufgehört. Aber merci vielmals. Nein. Ich höre den Sound nicht mehr. Wait a second. Hören ihr den Soundchat? Schnell pausieren. What the actual fuck? Nope. Nope. Okay, wait a second.
Oh, da habe ich irgendetwas Komisches drin, aber wieso denn? Hä? Der Grüezi-Bär. Grüezi-Bär. Das ist so ein geiler Name. Grüezi-Bär. Grüezi. Und Grüße nach YouTube. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich bin gerade schnell am Troubleshooten. Irgendwie kommt der Song nicht. Aber auf YouTube hört man den, by the way, sowieso nicht. Wenn du noch ein bisschen Musik mithören willst, dann müsstest du auf Twitch kommen. Aber ich muss schnell Spotify am richtigen Ort rauslassen. Es ist etwas, was ich wahrscheinlich nicht bedenkt habe beim Umstellen. Chat, give me a second. So, theoretisch. Okay, gut. So, dann fangen wir nochmal von vorne an. Chat, ihr hört es jetzt. Das ist mein Personal Sound beim Hamster Sound. Das ist der Song, den ich mir gewünscht habe. Grüezi Bär, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. So, dann schnell den Chat nachlesen. Herstellen, das haben wir gesehen. Bounce, Mann. Hello, Bounce. Der Bounce auf YouTube. Schau jetzt. Ich mache da schnell weiter. Ich glaube, man muss nicht einmal verzweifelt sein. Lebensmüde beschreibt den Zustand recht gut. Ein paar haben einfach keinen Bock, obwohl es nicht so gut geht. Oh, das ist auch eben, das ist halt mega, ich kann das wie nicht nachvollziehen. Also, ja, ich kann mich nicht drin hineinversetzen. Ich kenne es halt nicht. Ja, ich habe jeder hat sein Päckchen, das er rumträgt. Jeder. Und die Päckchen habe ich auch. Ja, die Laster habe ich auch. Aber ich weiss auch immer, dass ich irgendwie daraus rauskomme. Das denkt man nicht mehr. Man will einfach nicht mehr. Der Rest ist in dem Moment egal. Krass. Krasse Gedanken. Ich habe mal 25 müssen ziehen für alle Karten und der Simple etwa dreimal, oder was? Es ist halt so true. Es ist so true. Um den letzten Schritt, ich bin als Teenie bei diesem Schritt gewesen, in dem Moment denkt man, okay. Aber hey, also erstens bin ich natürlich froh, dass du da bist, Specko. Ja, das ist so, wie es ist. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber hey, okay, shit, uff. Blödes Thema redet über so Unkraut im Garten. Das ist auch scheiße. Hey, es ist, ich finde es ein interessantes Thema. Aber hey, ich weiss auch, es kann triggern, es kann unangenehm sein. Darum, vielleicht im Stream ist es ist wie der Bounce. Er hat so gesagt, komm, reden wir wieder über etwas Schönes. So, das ist eigentlich da, wo ich auch der Meinung bin. Aber hey, ich lese jetzt noch schnell ein bisschen weiter. Vielleicht kommt noch einiges, aber ich lese es schon. Da noch der Hinweis, es gibt gute Hilfswerke für das Thema. Wir sollen sich Hilfe holen, sei es bei Freunden, Vertrauten oder eben bei anonymen Personen. Hey, unbedingt. Unbedingt. Ja, also, wenn jetzt jemand da ist, wo es vielleicht auch betrifft, ich hoffe es nicht, aber es kann ja sein, unbedingt holt euch die Hilfe. Es ist wirklich einfach, für da gibt es auch professionelle Hilfe. Aber irgendwann einfach mal vielleicht auch einfach mal sagen, wie man sich fühlt. Auch, damit auch jemand etwas helfen kann. You know. Solange hast du noch gemacht, Bounce Holy. Voya the Legendary Token. So bin ich von YouTube übergekommen. Ohne Scheiß. Hey. Ja, grüezi wohl. Grüezi wohl in dem Fall. Und merci in dem Fall auch erstens fürs Schauen auf YouTube und zweitens, dass du da noch reinjoinst. Und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja. Es ist schön, dass du da bist. Kann ich dir Voya sagen? Voya, the Legendary Token. Ich nehme an, Voya. Oder Vocha. Bin mir gerade nicht sicher.
Grüezi-Bär. Sehr gut. Grüezi-Bär ist so ein schöner Name. Ich liebe es. Ja, ich liebe es. Und da hast du auch so the legendary name. Auf Twitch so der legendäre Name und auf YouTube so der cutie Name. Grüezi-Bär. Nice. Aber hey, willkommen hier auf meinem Channel nochmal. Mega schön. Chat, wo bin ich gewesen? Eben Hilfe holen, unbedingt. Gute Hinweis, Avalon, merci auch für das. Hat mir damals auch gesagt, ich habe eine Anfängerin bekommen und von außen kann man nicht helfen, das ist schwieriger. Ja. Aber irgendwie... Aber es hat ja gleich etwas gebracht, oder Schluss? Also ja, ich nehme es an. Also, ich nehme ja an, du bist aus dem Loch draussen. Bist rausgekommen, das ist das Wichtige. Aber was hat es denn, das würde mich jetzt gleich auch noch wundern, was hat dir denn geholfen schlussendlich? Also du musst jetzt auch nicht im Detail erzählen, einfach so was war es gewesen, wo für dich das Richtige war? Es ist nicht der All-Time-Rekord, aber von dieser Woche hat ich gedacht, so geht's, von dieser Woche hat ich gedacht, willst du es vielleicht schlagen? Ja, ich mache es einmal so, wie es gerade kommt. Wenn mir einer sagt, hol die Hilfe, rast dich aus. Von überall hört man, kannst mit mir reden, wenn es zu viel wird, kommt dieser fucking Satz, sorry. Dann sollen die es lassen, scheinheilig zuhören. Ja, ist natürlich jetzt schwierig. Simpel, das ist schwierig. Ne? Also, ich sage das auch. Ich sage das auch ab und zu. Hey, wenn du reden willst, dann bin ich da. Ich dränge das niemandem auf. Ausser die würde merken, es ist kritisch. Dann vielleicht, aber den Fall habe ich noch nie gehabt. Aber ich bin eben auch der Meinung, nur schon, wenn eine Person einfach mal rauslassen kann, wenn ich einfach mal Zuhörer bin und die Person redet einfach mal, das ist ja schon viel wert. Und ich muss auch ehrlich sein, ich meine, wie kann man denn helfen in dem Moment, je nach Situation, was kann ich überhaupt machen? Vielleicht kann ich auch nicht viel machen, ausser halt zulassen. Oder vielleicht einen Tipp geben, aber schlussendlich muss man immer selber aus dem Loch rauskommen, if you know what I mean. Darum finde ich es jetzt, ja, natürlich, irgendwann kann man es nicht mehr hören, aber ich finde gleich nicht, dass man dann allgemein aufhören mit dem Hilfe anbieten im Sinne von, hey, du kannst mir einfach einmal, du kannst alles mal rauslassen bei mir, wenn du willst. Das ist jetzt, kannst mit mir reden, das ist jetzt auf das bezogen. Hol die Hilfe, ja, finde ich, es ist schon ein guter Ratschlag. In gewissen Fällen. Aber auch da muss man dann selber tätig werden. Ja, es ist ein schwieriges Thema, simpel, ich verstehe es ein bisschen, aber es ist vielleicht jetzt auch fast ein bisschen zu krass, finde ich, die Aussage. Ich lese mal schnell ein bisschen weiter, Chat. Ich bin 8,5 Minuten hin nachher. Auch da, wo Jenny noch geschrieben hat, das ist an dich gegangen, simpel. Ich habe es jetzt schnell für mich überflogen, aber ja. Honig ums Maul schmieren, das finde ich eben auch, das ist... Das ist sicher nicht die Lösung. Wir sollen nicht etwas auch schön malen, wo jemand als Laster mit sich herumträgt. Weil dann ziehst du es nur ins Lächeln, dann sagst du dieser Person eigentlich, das sind ja gar kein Problem, das du hast. Und das ist beim Bauen so schnell aufgekommen, das Thema. Man weiss halt auch nicht. Eben, wenn man es nicht selber erlebt hat, kann man halt nur... Man kann Verständnis haben oder eben halt sagen, hey, du kannst mit mir reden, ja.
Aber es ist halt immer schwierig, wenn man nie in dieser Situation ist, man kann sich nicht komplett trainieren versetzen. Also man kann sich das auch nicht vorstellen, dann, wie das ist, so in so einer Situation zu sein. Wo bin ich? Ich bin mal nahe vor, ja, wenn man an diesem Punkt mal angekommen ist alles andere egal. Ich kann jedem nur empfehlen, sucht Hilfe an Professionelle. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Nein, ist es auf jeden Fall nicht. Es ist kein einfacher Schritt, das kann ich nachvollziehen. Das ist kein einfacher Schritt, aber es ist sehr mutig, wenn man es auch... Man beweist Mut, wenn man es eben macht. Es ist nicht so, dass man quasi, dass es das Gegenteil ist. Dass man Schwäche zeigt in dem Moment. Nein, man zeigt Mut und Stärke. Ich kann sagen, dass es sich lohnt, wieder zu machen. Hey, Sicaro, merci für die Worte. Danke. Ist es so, ja. Danke, ich bin gerade von einem Ballenvolk runtergekommen und gesehen, dass es anders ist. Jetzt muss ich schnell überlegen. Von einem was? Von einem Ballvolk? Tell me more. Jetzt komme ich nicht raus. Sorry übrigens, dass ich so weit hinten nachher bin. Oh, I'm so sorry. Hey. Nehmen wir die Zeit, du darfst mir wirklich schreiben. Wenn ich dazu komme, melde ich mich bei dir. Hey, merci Jenny, danke auch für das. Hey, Jenny ist eine gute Seele. Kann mir einer erklären, was man als Sound Alert nehmen kann? Hab bei Bert noch 1 frei. Keine Ahnung von sowas. Ja, kommt halt darauf an, wie die Richtlinien sind. Ein geiler Song. Ich habe mir halt beim Hamster Sound einen von meinen Lieblingssongs ausgewählt, wo dann halt, vor allem, weil der Hamster ja nicht aus der Schweiz ist, habe ich gedacht, es muss noch ein bisschen Swissness drin sein. Also habe ich mir einen schweizerdeutschen Song ausgewählt. Aber schlussendlich kommt darauf an, was denn überhaupt möglich ist. Und Grüezi Bär, ich sage jetzt echt ohne Scheiß. Ich sage dir jetzt echt Grüezi Bär. Merci vielmals für den Follow. Danke vielmals. Und nochmal willkommen hier bei mir. Ich gehe noch schnell durch, was du auf YouTube geschrieben hast. Aber es ist wichtig, einfach alte Muster ablecken, die einem nicht gut tun. Ja, gebe ich dir recht, aber ich habe auch das Gefühl, dass es nicht so einfach ist, wenn man in der Situation ist. Oder? Es ist so etwas, was man im Nachhinein wahrscheinlich sehr, sehr gut erkennt und kann sagen, hey, das hat es gebraucht oder das ist nützlich. Aber wenn du in diesem Tunnel drin bist, habe ich das Gefühl, ist es schwierig überhaupt zu erkennen, was für Muster. Also da erkennst du einfach schon gar nichts mehr, oder? Und so wie kann ich es jetzt sagen, weil ja, ich bin auch schon in meinem Loch bin auch schon im Loch unten gewesen. Und dann ist es echt schwierig, überhaupt irgendwie etwas wie ein Muster zu erkennen. 4 Tage Häse, grüezi. 4 Tage Häse, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Ein Sackmesser in der Hand, das ist wirklich... Specko, ich finde das schön. Also schön, ja, nicht, dass es passiert ist, aber ich finde es... if you know what I mean, schön, dass du es mit uns teilst. Und ja, man sieht auch, dass andere Menschen eben auch ihre Sachen erlebt haben oder ihr Päckchen umtragen, auch aktuell oder mal umgetragen haben. Da finde ich schön. Natürlich, die Situation an sich ist alles andere als schön. Aber hey, Specku, ich sage es nochmal, so wie es ist, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da sind, lieber Chat. Juti, hey, ich wünsche dir schon mal eine gute Nacht, Juti. Ich lese es nachher noch vor, ich bin ein bisschen hinten nach im Chat, aber Juti, ich will dich auch nicht aufhalten. Schön warst du hier, gute Nacht, schlaf gut, einen schönen Sonntag. Ich lese nachher noch vor. Telefonnummer 143. Die Dargebotene Hand 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Hier wird Hilfe geboten. Also die das nicht wissen, Chat. Die das nicht wissen, jetzt da, Telefonnummer 143. Ja. Schämt euch nicht. Wenn ihr die Hilfe braucht, dann nehmt die Hilfe wahr. Ja. Give it a try. Wenigstens. Das ist meine Lieblingskarte aus dem Magic the Gathering. Oh, ich kenne mich aber nicht aus.
Das ist eine Karte. Voya the Legendary Token. Okay, krass, krass. Habe ich etwas dazu gelernt? Wenn es Sie Wunder nimmt, kann ich gerne mal erzählen, wie es so ist. Hey, also wie gesagt, wir können gerne noch mal so einen Deep Talk machen. Ja? Also privat, off-stream und so. Aber zu deiner Frage, mir geht es super. Ich bin gerade von einer Tanzveranstaltung auf dem Highway. Oha. Oha. Und also du hast selber getanzt. Also ich nehme an, wenn es eine Tanzveranstaltung ist, dann hast du selber getanzt. Ja, ich kenne halt nur Standardtanz, wo ich ein paar Jahre lang gemacht habe. Aber ich kann es nicht mehr. Chat, ich kann es nicht mehr. Wirklich ohne Scheiß. Ich habe mir letztens überlegt, wie geht schon wieder der Disco-Fox? Das ist einfach der einfachste Tanz. Ich habe es nicht mehr gewusst. Ja, irgendwie mal einen Schritt hindern. Und I don't know. Aber ich kann nur so weit mitreden. Standardtanz. Es gibt auch Spitäler, die Krisenzentren haben für so einen Moment. Spital Alten hat es zum Beispiel. Okay, auch wichtig zu wissen, Chat, Spitäler, die Krisenzentren haben. Auch dort kann man sich melden. Ich habe mir selber geholfen. Keine Ahnung, ich glaube, das Brüllen hat meinen Druck weggenommen. Ich habe dann Umgebung nochmal genau zugelassen und gemerkt, dass mein Eindruck falsch war. Aber ich habe von die Hause keine Hilfe gehabt und Kollegen habe ich das mal auch nicht gehabt. Das ist halt, das ist auch heftig. Das ist schon auch heftig. Aber eben, das ist ja da, was ich sage, da musst du schlussendlich man muss es selber lösen. Jemand kann das Problem nicht für einen lösen. Also, dass du sagst, ich habe mir selber geholfen, das ist schlussendlich immer der Schritt, den du machst. Auch wenn du dir Hilfe holst. Schlussendlich musst du irgendwie rauskommen und dich selber auch, dir selber helfen, sage ich jetzt einmal. Aber jetzt auch nicht falsch verstehen. Also wirklich die Hilfe nutzen, die professionelle Hilfe, wo jetzt auch schon ein paar Beispiele gekommen sind, nutzen die, wenn ihr in so Situationen sind. Okay, aber merci auch fürs Teilen von dem Specko. Was hilft, ist zulassen und nicht welchen Tipp geben. Tipp geben ist die grösste Frage. Das ist aber so, darum da, habe ich das gesagt beim Sir Simple. Ich finde, das ist verdammt wichtig, dass wenn jemand anbietet, hey, du kannst mit mir reden. Und wenn auch dann nicht, eben, wenn dir nicht geholfen wird nachher, weil was will man auch machen? Aber auch mal, dass jemand zulässt, das muss man schon, das muss man nutzen. Also das hat mir auch schon x-mal gut getan, wenn ich einfach mal rauslassen kann, was mich belastet, statt es einfach in mich hineinfressen. Das ist viel wert, wenn man es auch mal rauslassen kann. Aber ja, einen Tipp geben, das empfehle ich nur denen, die eine Ausbildung haben, die spezialisiert sind auf das. Weil sonst gibt man sehr schnell die falschen Tipps. Das ist absolut true. Es triggert mich nicht das Thema, aber trotzdem bitte Themawechsel, etwas Positives. Bitte machen wir uns lieber darüber lustig, dass der Troy kein Aim hat und nicht mit einer Gaming-Tastatur spielt. Hey, ich bin zufrieden mit dieser Tastatur. Aber hey, finde ja. Also lieber Chat, ich will jetzt auch nicht irgendwie... ich will das Thema schon ein bisschen jetzt beenden. Aber es war auch schön, mal schnell über das zu reden. Aber ich glaube, wir müssen vor allem ein Gameplay reinkommen. Aber ich sage euch jetzt da, ich lese aber jetzt gleich noch schnell vor, weil es einfach so abmögen will ich es nicht. Aber ich glaube, ab jetzt, die neuen Nachrichten, versuchen wir so ein bisschen in eine fröhliche Dinge hineinzukommen. Wenn man keinen Psychologen findet, sagen die, man soll sich einweisen lassen. Dazu sage ich Nope, wenn ich ausraste und wieder mal mich schade, werde ich dort festgehalten wegen selbstverletzender Verhalten aus Schutzmaßnahmen. Sobald ich das sage, sind die Zuhörer mute. Ja, schwierig.
Ist halt auch eben, ich habe den Moment noch nie selber erlebt, darum ist es wie schwierig, etwas dazu zu sagen oder zu beurteilen oder I don't know. Aber das ist natürlich, shit, man. Lieber dieser Person sagen, du, für mich ist das zu viel, ich glaube, es ist besser, du suchst dir Hilfe, wenn wir die Situation nicht mag durchhaben. Ja, fände ich auch der richtige Weg. Hey, ich bin jetzt daheim bis ein anderes Mal. Hey, grüezi Bär. Hey, merci nochmal für deinen Follow und ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Schlaf gut und einen schönen Sonntag. Mach's gut, bye bye, tschüss. Und ich bin so weit hinten nachher, Chat. Ich lese schnell für mich noch, überflüge schnell für mich ein bisschen. Ja, darum muss Hilfe von einem professionelles herkommen. Ja, als Normalo will man gerne helfen, aber man kann es nicht. Das muss man sich auch immer bewusst sein. Weil ich bin auch jemand, ich würde so gerne überall helfen. Aber ich kann es auch nicht. Ich kann zulassen. Das kann ich. Das ist mir auch bewusst. Und ich kann aus meiner Erfahrung erzählen, aber ich kann nie sagen, hey, das ist da, wenn du das machst, ist das der Ausweg. Das kann niemand. Ausser man ist professionell ausgebildet für das. Du siehst mich als Verrückten. Also simpel, ich sehe dich nicht als Verrückten. Ich bin verhaltensgestört, sage ich immer vorher, nicht dieses depressive Mimimi. Also simpel, ich habe das Gefühl, du bist eine gute Seele. So nehme ich dich wahr und das ist mein Input zu dem. Wie gesagt, ich lese es schnell ein bisschen für mich. Es ist auch mega schön, was ihr noch untereinander schreibt. Da, ich lese Jutti, ich lese noch kurz vor. Gute Nacht, liebe Jutti, möge dein Herz voller Glitzerträume sein und dich sanft in den Schlaf wiegen. Träume von Gipfeli und dem glorreichen John Cena, schlaf gut. Ich habe noch Gipfeli, Mann. Ich muss es noch sagen, sonst glaubt mir das niemand. Ich habe Gipfeli, Chat. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, Gipfeli zu... Jutti, jetzt noch gesehen, let's go. Ich bin ausgerüstet, Chat. Ich bin ausgerüstet. Jenny auch, danke. Jenny und So Simple. Ich lese es jetzt nicht vor, aber ich habe es gelesen. Und Jenny, ich finde es so schön, was du noch schreibst. Gerade an einem Konzert in Schleissingen, bis draussen im Gackel. Also von wem? Was für ein Konzert? Hey, Juttis Gipfeli, Chat. Juttis Gipfeli, frisch gebacken aus dem Gebüsch, direkt nach Hause geliefert. Es gibt keine besseren Gipfelis als Juttis Gipfelis. Ich brauche immer noch den Gipfeli-Back-Simulator. Das wäre geil. Was für ein Konzert wird da gewesen? Das würde mich jetzt noch wundern. Okay, simpel, krass. Tipps wie Sport, frische Luft, positiv denken. Highway Racer. Thanks for the raid, Highway Racer. Sehr gutes Timing. So, Chat. Dear Raiders, do I have to speak English? I'm not sure. Highway Racer, English, German, Swiss German. But let's of course make a photo first with Highway Racer. Yes, some English. Okay, let's. Dong.
Dong. Let's stay on English for the moment. Please join our photo with exclamation mark photo highway racer. You can choose a command on the left side. You know how it works. And how was your stream, Highway Racer? Wie ist dein Stream gewesen? And thanks so much for the raid. And hello, dear raiders. I'm Troy from Switzerland. On my channel, you'll find a lot of Swiss German content, a lot of just chatting, and a lot of interactivity and effects, and hashtag eventualism gameplay. Mostly after midnight. Well, in our time zone in Switzerland, it's after midnight, it's gameplay time. And I say hello to Pro Basher, natürlich Highway Racer. Und der Stroh Dave, der ist auch hier. Bist du auch mitgeradet? So, kommt alle aufs Foto. Kurz gucken. Oh, was haben wir denn hier für ein schönes Foto? Wo ist hier mein Blur? Wo sind hier meine Einstellungen? Moment kurz, Chat. Moment kurz. Ich find hier meine Knöpfe nicht, ne? Wo sind hier meine Knöpfe, Mann? Ich habe irgendwie 5 Stream Decks, ne? Ich finde halt die Knöpfe nicht. Ist alles anders. Wieso geht das nicht? Holy shit. So, jetzt Blur. Mach ein bisschen Blur rein. So, Chat. Ich muss noch kurz. I have to read what Highway Racer told, but also German. Some English people's here. Okay, let's stay on English, but also German. Chocobo. Okay, you chose Chocobo. Sehr geil. Final Fantasy, love it. And hello, Julia Simsus, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. So. And everybody who's not on the photo yet, please join with exclamation mark photo, Ausrufezeichen photo, and you will join with your profile picture on the photo with Highway Racer and me, and this photo will be on the Discord afterwards, and I'll make an Instagram story and a Twitch story where I will tag you, Highway Racer. Let's go. Ich bin da immer noch meine Knöpfchen am Suchen. What the hell? Ich bin gerade unfähig. Ich bin unfähig. Portugues. Und I'll do it in Swiss German for the moment. Für alle die jetzt noch viel geschrieben haben zu unserem letzten Thema. Ich glaube, merci vielmals für euren Input, aber ich glaube, wir machen jetzt hier weiter mit dem Raid-Viertel und nachher gehen wir dann schon gleich mal ins Gameplay rein. And let's have a look at the boss fight meter. Oh, we're at 11 of 15, so Highway Racer, it's not quite ready yet. Maybe with the next raid we will queue in the boss fight. But for now we're heading into the gameplay slowly. Gameplay. That's a thing. It's not fake news. So. Okay, sehr interessant, sehr interessant. Meine Knöpfe gehen nicht alle, Chat. Ich muss da schnell mein Stream Deck neu starten. Let's restart Stream Deck. Some buttons aren't working. I'm not sure why. So. Okay, let's rechat. Mir geht's super, ich hoffe dir auch. Ich kann mich nicht beklagen. Und übrigens habe ich nicht alle begrüßt. Gabri, grüezi auch Gabri. Ich weiß nicht, ob ich dich schon begrüßt habe. Gabri ist auch da.
So in dem Atemzug verabschiede ich mich in die Waagerechte. Danke für den Stream und bis ein anderes Mal schauen wir das Gameplay morgen an, schauen, ob es noch geschafft hast, das Lakehouse zu beenden. Hey Avalon, mach das und merci vielmals. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag noch. Bye bye, tschüss. Übrigens Alan Wake American Nightmare fertig gespielt. Geiles Game, falls du es kennst, ist schon geil, ca. 6 Stunden Spielzeit. Das ist das Einzige, wo ich nicht gespielt habe, tatsächlich. Flex, das Einzige, wo ich nicht gespielt habe. Don't let him fool you. He always promises gameplay, but then does boss fights and talking instead. Well, that's... Oh, here we go. Oh, here we go. Oh my God. Willi. Willikopter raidet mit Willikopter! Oh, Willi, Mann! Du geiles Siech. Holy shit, Mann. Willikopter, merci vielmals für den Raid. Let me ask you, we're on English right now. What language do your users, do your viewers speak? Is it English? Is it Swiss German? Is it just German? And I will stay on English for this photo, last chance. And also, Raiders from Willy, please join in with exclamation mark photo. Type it in chat and you will appear on the photo with your profile picture. We have 21 people on the photo right now. Please join in. And then we will take the photo with Highway Racer. And afterwards, we're making a photo with Willikopter. And let me look what Willikopter wrote. I think we're staying on English for the moment. Is that all right? Oder versteht mich irgendjemand nicht, wenn ich Englisch rede? Let's go. John Ace, let's go. And the Rainmaker, hello, how are you? John Ace, how are you? And Cozy Plantania, grüezi. Schön, dass du hier bist. All Germans here. Okay, dann bleiben wir für einen Moment für das Foto noch in Englisch, auf Englisch, what the fuck? Und dann wechseln wir auf Hochdeutsch. Last chance, exclamation mark photo, and we will make the photo. In between 7 and... Oh, wait a second, I'm not ready. Let's do that. Thanks for the raid. Not happy birthday, thanks for the raid. In between 7 and 15 seconds, chat. No, God! No, God, please, no! 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 Holy fuck! Oh, That shit. was diabolical! Oh, what is happening? A dear highway racer, here is our photo. I will make an Insta story where I will tag you. The photo is now on Discord. Exclamation mark DC in chat. And I will, wait a second. I will make the next photo with Willy. And I will switch to German, dear Chat. Lieber Chat, ich mache jetzt noch ein bisschen Hochdeutsch für die lieben Raiders vom Willi. Und by the way, ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Interaktivität, Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir gehen dann nachher irgendwann mal ins Alan Wake 2 DLC rein, Lakehouse. Und genau, aber vorher kommt doch alle aufs Foto drauf mit Ausrufezeichen Foto. Willy, du kannst ja was auf der linken Seite auswählen, was neben dir aufs Foto soll. Aktuell ist da der Chocobo. Du kannst dir aber auch was anderes auswählen. Und jetzt nimmt's mich kurz Wunder, der Butcher, ich glaube, der ist auch auf dem Foto. Also nee, jetzt war er nicht drauf, aber der könnte auch drauf sein. Ich teste es kurz. Ja, da ist er. Holy fuck! Der könnte auch That drauf was sein. diabolical! Chat. So, und Jamon, grüezi, jojojo, alles stabil mit dem Hammerstil. Hoffen euch geht's gut. Hey, Jamon, alles gut, merci vielmals. Und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, Ausrufezeichen Foto. Und jetzt muss ich noch kurz gucken. Ich bin komplett überfordert, Chat. Wir haben den
Bossfight Meta voll. Das heißt, wir queuen den Bossfight rein. Highway Racer, Willi, seid ihr ready? Jetzt muss ich aber noch kurz sagen, wann. Wärt ihr beide noch da in 20 Minuten? Willi, wärst du noch, also Highway Racer ist noch da in 20 Minuten. Ist denn der liebe Willi Copter in 20 Minuten noch da? Weil dann würde ich in 20 Minuten den Bossfight starten, wo ihr gegen mich kämpft. Okay, machen wir das. Let's go. Let's do this. So, hier noch kurz gucken. So. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Ich habe da noch gefragt, was gab es eigentlich bei euch? Bei Highway Racer gab es, by the way, Hogwarts Legacy. Let's go. Bist du gut vorangekommen, Highway Racer, bei Hogwarts Legacy? Hast du das neu gestartet oder bist du da schon eine Weile dran? Und dann bei Willy Copter gab es natürlich Sea of Thieves. Willy, wie war es in Sea of Thieves? Habt ihr viele Schätze gefunden? Ich habe halt nicht viel Sea of Thieves selber gezockt, aber für mich ist das halt Schätze finden und absaufen. Das ist für mich Sea of Thieves in a nutshell. So, Chat, ich muss noch mal kurz sagen, ich habe jetzt vieles nicht gelesen. Wenn ihr was Wichtiges geschrieben habt, bitte einfach noch mal schreiben. Ich steige hier bei den neuesten Nachrichten ein. Heute ein bisschen später am Reinschauen, bin den ganzen Tag am Möbel aufbauen gewesen und gerade vor 10 Minuten fertig wurde für Ältere. Sonst geht es mir einigermaßen gut. Hey, das freut mich doch, Jamon. Aber sicher jetzt erschöpft, oder? Nach dem Möbel aufbauen. Aber okay. Aber hey, kein Problem. Man hat damals auch noch andere Sachen zu tun. Alles gut. Freut mich, dass du da bist. Es gab Dead by Daylight und Hogwarts Legacy einen 12-Stunden-Stream, weil ich das 1-Jahres-Affiliate-Jubiläum habe. Ja, kam gut voran, denke ich. Und dann bin ich schon länger dran. Okay, dann nochmal also auch von mir geht es jetzt um Jubiläum, Highway Racer, let's go. Ein Jahr Affiliate, let's fucking go. Nice one. So, Chat, wer ist noch nicht auf dem Foto? Wir haben 17 Leute drauf. 17 Leute, kommt doch alle aufs Foto drauf. Und ich muss noch kurz was umstellen hier bei mir. Kleinen Moment. Oh, Wolvi. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb. So. Chat, ich bin gerade für euch da. Nochmal noch schnell etwas umstellen hier. So. Let's go. Wir machen das Foto. Kurz alles einstellen hier. Danke für den Raid. Danke für den Raid als Titel. Und den Blur ein bisschen einstellen. Hier gehen wir auf 1. Muss ich kurz überlegen. Hab ich irgendwas so Piratenmäßiges hier? Irgendwas habe ich doch. Hier, das habe ich, was Piratenmäßiges. Für Willy. Let's go. Wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Let's go. Oh, fast habt ihr es geschafft, Chat. Aber nice Foto. Willy, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann auch bei dir noch eine Insta-Story, wo ich dich markiere, eine Twitch-Story. Und by the way, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, man kann sich das Foto auch in physischer Form bestellen. Link im Chat.
zum Merch Store, wo man sich das bestellen könnte. Let's go, Chat. 15,5 Minuten und dann machen wir den Bossfight für alle die das noch nie miterlebt haben. Ihr kämpft dann gegen mich in einem rundenbasierten Bossfight, wo ihr gegen mich Aktionen ausführen könnt, mich angreifen könnt, euch healen könnt und am Schluss trotz aller Mühen verlieren werdet. Ne? So funktioniert mein Bossfight. So, Chat, noch kurz gucken, irgendjemand geht schlafen. Paui, du gehst schlafen. Power Skills. Möge deine Nacht so inspirierend sein wie Elon Musk. Träume von einem Power-Move als Putzmann, der Kaffeedrinks serviert. Gute Nacht, hey Paui. Schlaf gut, schöne Sonntag auch dir. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Und gute Nacht, Specku. Mögen deine Träume voller fantastischer Maschinen, magischer Gitarrenklängen und atemberaubenden Cosplays sein. Lass dich von deiner Kreativität in ferne Welten entführen, bis dich das Blitzdingsbums sanft in den Schlaf wiegt. Let's go. Let's go. Hey Ronaldo, hi. Hi, wie geht's dir? Und nochmals Grüße nach YouTube. Schön, dass du hier bist. So, Chat, was machen wir denn jetzt? 14 Minuten können wir noch füllen. Wir sind immer noch im Just Chatting. Wir haben es noch nicht ins Gameplay geschafft. Und Jenny, merci für den Lurk-Support. Danke vielmals. Ich würde sagen, ich brauche kurz eine Pipi-Pause. Ich brauche eine Pipi-Pause, Chat. Wer Pipi machen gehen muss vor dem Bossfight, now is the chance. Machen wir kurz so 5 Minuten. Ne? 5 Minuten Pause. Und dann gucken wir mal, ob wir direkt ins Gameplay reingehen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nachher noch da seid, Chat. Ich muss meine Knöpfe suchen. Wo sind meine Knöpfe, Chat? Ich habe zu viele Knöpfe. Hyper Racer auf YouTube, grüezi, grüezi. Und bis in 5 Minuten. Bye, bye.
Hier bin ich doch, Chat. Hier bin ich doch. Oh, Chat. So. Seid ihr alle wieder hier, Chat? Seid ihr alle wieder hier? Wir hatten noch 7 Minuten. Ich wechsle noch ein bisschen auf Schweizerdeutsch zurück, ne? Aber für den Bosskampf wechsle ich dann auch wieder auf Hochdeutsch, damit ihr mich alle verstehen. Wo? Ich sehe nichts, Stroh, Dave. Ja, aber jetzt muss ich aber gucken. Siehst du mich nicht? Hallo? Ach, Dave. Ach, Dave. So. Ich muss kurz was testen. Muss kurz was testen, Chat. Aber wie mache ich das denn jetzt? Ich muss kurz die Hype-Train-Animation starten. Wir haben keinen Hype-Train, aber ich muss da kurz was testen. Okay, das geht. What the hell? Hat man keinen Hype-Train. Keine Panik, keine Panik. Sehr kurz was troubleshooten, Chat. Kurz was troubleshooten. So. Jetzt. Hier geht halt was nicht, ne, Chat? Hier geht was nicht auf meinem Stream Deck. Das ist mühsam. Und ich weiß nicht, wieso, dass es nicht geht. Aber egal. Das mache ich dann off Stream. So. Wo sind wir? Ja, Hype-Song. Maverick. Wie heißt der Song? Wie heißt der Song schon wieder? Für mich ist das einfach der Cowboy, der Schreit-Song, ne? Machst die Sachen alle auf Alerts und Co. Also selber hergestellt, ist mega geil visuell. Also ich mache das mit Streamerbot grundsätzlich. Und ja, es ist alles selber gebaut. Natürlich bediene ich mich manchmal an Memes. Also den Cowboy-Song da, den habe ich natürlich nicht selber gemacht. Aber ich würde jetzt mal sagen, Streamerbot. Streamerbot ist der grösste Anteil und das Wichtigste, was du musst haben, wenn du so Zeug machen willst. Und ich baue auch immer wieder neue Sachen ein. Also ich jetzt auch für diesen Stream habe ich wieder 3 neue Effekte eingebaut. Das sind nicht mehr so Easter Eggs, die ich halt einbaue für euch, die ihr zuerst empfinden. Und wie viel habt ihr heute gefunden, Chat? Wie viel habt ihr gefunden? 2? Ja, 2. Der Butcher und Disturbance. Nice. Big Enough heisst er, ja genau. Big Enough heisst der Song. True. Das ist der Cowboy-Song, wo er schreit. Da haben wir auch schon in der Playlist gehabt, tatsächlich. So, Chat, 3 Minuten und 35 Sekunden. Sind ihr ready für den Bosskampf? Are you ready for the boss fight, Chat? Seid ihr ready für den Bossfight? Liebe Raiders von Highway Racer und liebe Raiders nicht? Okay. Soll ich noch in 10 Minuten machen? Und liebe Raiders von Willy, seid ihr ready? Der Lance ist auch ready. Und hi Lance, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Ich bin nur ein wenig ready. Let me do it for you. Let's go. So. Jetzt hoffe ich, dass die Knöpfe funktionieren bei mir im Bossfight. Wenn die nicht funktionieren, habe ich ein Problem. Ne? Darum wollte ich vorher ein kurz Troubleshooting machen, aber ich denke mal, das müsste gehen. Chat. Mal schauen, Rainmaker. Bist du das erste Mal dabei bei einem Bossfight? Ich erkläre dann auch noch mal kurz, wie es geht. Am besten nutze ich jetzt einen Moment, wir haben noch 2,5 Minuten.
Ich nutze die Zeit zum Erklären, wie das funktioniert. Lieber Chat, jetzt gut zuhören, vor allem die das erste Mal dabei sind. Ne? Wenn der Bossfight startet nachher, habt ihr diese Chatbefehle zur Verfügung. Ihr habt 3 Aktionen pro Zug, dann bin ich an der Reihe. Und für jede Aktion, die ihr ausführt, votet ihr für die Aktion. Und das macht ihr mit diesen Chatbefehlen. Ihr könnt auch den ersten Buchstaben nehmen, zum Beispiel Ausrufezeichen A für Ausrufezeichen Angriff geht auch. Wenn Twitch-Chat euch sagt, ihr dürft nicht mehrmals dasselbe schreiben wegen Spam Protection und so weiter, dann macht ihr einfach Abstand irgendwas hinter den Befehl, das funktioniert dann auch. Und die Dungeon Leaders, das heißt Highway Racer und Willicopter, haben Dreifach-Votes. Das heißt, eure Stimmen zählen immer dreifach. Ihr könnt also am meisten Einfluss nehmen auf das Kampfgeschehen. Und ja, ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Schaden, haben aber auch unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch, hat eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide. Sie kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier der kleinen Eichel Liebe, denn die kämpft für mich und kann eine Attacke ausführen gegen euch, die 400 Damage macht. Und indem ihr ihm Liebe schenkt, verringert sich die Chance, dass er die Attacke ausführt. Also es bringt auch was, wenn ihr dem lieben Franziskus mal eure Fake-Liebe schenkt, ne Chat? Und ich fahre noch kurz den Greenscreen hoch. Let's go, let's go. Denkt daran, hier der Dave schreibt noch was, denkt daran, Heal kann zu 10% schief gehen. Genau, und Troy hat maximal Damage 500 in Baseform, ne? Schaltet hier das Ding noch einmal um. Moment kurz. Hallo, Greenscreen, Greenscreen. Ist das auch kaputt? Heute ist alles kaputt, Chat. Heute ist alles kaputt. Muss ich halt selbst drücken hier. So. Genau, Baseform, das heißt, ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Denkt daran, ihr habt so einen gewissen Zeitdruck auch, wenn ihr euch zu lange Zeit lässt. Das heißt, wenn ihr jetzt immer healt, einfach nur healen, ich werde immer stärker. Runde 6, erster Damage-Buff für mich, dann alle 3 Runden, 9, 12 und so weiter, bekomme ich mehr Damage. Und irgendwann mache ich One-Hits. Ne? Einfach, dass es gesagt ist. Und Dave schreibt noch, wenn wir Heal brauchen, dann als zweite Aktion nehmen, damit wir im Notfall die dritte Aktion noch haben für einen Backup-Heal. Genau. Ihr werdet das dann schon noch merken, was gut funktioniert und was vielleicht ein bisschen risky sein könnte. Auch die Mystery Chest, ne? Als dritte Aktion immer schwierig, ne? Weil die kann euch auch selbst Damage zufügen. Greenscreen, für was denn? Auch nicht Gameplay, für den Franziskus. Freya, das ist für den Franziskus, weil sonst sieht man den nicht. Der wird dann so rausgekiet vom Nvidia-Dings, ne? So, Chat. Ihr habt hier schon die erste Möglichkeit zu voten. Und zwar votet ihr für eine Karte. Ihr könnt entweder Lichtschwerter aktivieren, wenn ihr Star Wars-Fans seid, macht die Ausrufezeichen Karte 1. Wenn ihr mehr Heal wollt, also das hier ist rein kosmetisch, hier ein Buff, ein Heal-Buff. Wenn ihr das wollt, macht die Ausrufezeichen Karte 2. Wenn ihr keine Karte einlösen wollt, macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Die Karten können droppen am Ende des Bossfights, sofern ihr gewinnt. Besteht die Möglichkeit, dass so eine Karte droppt. Das sind 2 von insgesamt 4 möglichen Drops. Und die könnt ihr dann immer vor dem Bossfight einlösen. So, was haben wir? 3 Votes auf keine Karte, 4 Votes auf Karte 1. Also ich sehe da Star Wars-Fans. Oh, hier die Hardcore-Spieler, ne? Die brauchen keine Karte. Die mögen Star Wars nicht, ne? Brauchen aber auch keinen Buff. Rainmaker mit der Karte 2. Flex mit Karte 2. Kurz gucken hier.
Willi kommt damit keine Karte. Let's go, ne? Let's go. Ich mache noch kurz 15 Sekunden, aber ich denke mal, es gibt keine Karte. Außer ihr dreht es noch irgendwie. Oh, KK, das ist eigentlich noch ein guter Input, Nick, ne? Ich könnte eigentlich für keine Karte KK nehmen, aber geht aktuell noch nicht. Man muss es ausschreiben. Ich will es hart. Das blenden wir direkt kurz ein hier. Ich will es hart. Ich weiß aber nicht, ob es Willi hart will und ob es Highway Racer hart will. Aber ich glaube, so wird es sein, Chat. Ihr löst keine Karte ein. Ich mache die Musik leise oder weg und ich würde sagen, wir gehen in den Bosskampf rein. Wieso bin ich schon... Alles kaputt. Ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure erste Aktion. Votet für eure erste Aktion. Wir haben 5 Votes auf Franziskus. Oha, 6, 7 Votes auf Franziskus. So. Okay, was ist es, Franziskus? Ausgeführt von M&A. M&A schenkt dem lieben Franziskus seine Fake-Liebe. That's a bingo, Cassie, for you. That's a bingo. Hey Cassie, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Der Kasse ist halt auch hier. Kommt pünktlich zum Bossfight, ne? Dazu. Wir haben ein Vote auf Pistole. Hey Cassie, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, alles gut. Freut mich, dass es dir gut geht. So, was haben wir? 11 Votes. Holy shit, okay. M&A. Aber lässt du die anderen auch mal was machen, M&A? Oder ist das so, du übernimmst die Liebe für Franziskus und habt ihr so eine Rollenverteilung jetzt? Chat, eure dritte Aktion in eurer ersten Runde. Und ich sehe schon wieder 5 Votes auf Franziskus. Oha, ihr zieht das durch, ne? Ihr zieht das durch. Holy shit, ey. Ich werde jetzt Bestie mit F. Also, M&A, wenn du jetzt nochmals kommst, dann ist was kaputt. Carnage, let's go. Carnage mit der Liebe für den Franziskus. Aber Franziskus, come on, ich kann dir auch Liebe schenken hier. Okay. Carnage gibt Liebe, Fragezeichen? Ich sag's doch immer wieder, der Carnage, der hat ein gutes Herz. Ne? Der hat ein gutes Herz. Dachte nur Tod und Hass. Nee, Highway Racer, sicher nicht. Ja? Also, Chat. Ich mach jetzt nicht Franziskus, verdammt. Erst die Liebe, dann das Messer. Na, so bist du, ne? Okay, alles klar. Ich würde sagen, erst gibt es von mir Liebe, das hier ist Liebe. Zuerst gibt's mal das, dann gucke ich nachher, was wir sonst noch so machen. Und ich wähle den Highway Racer hier. So. Let's go. Chat. Shift. Ihr seid an der Reihe, Chat. Votet für eure Aktion. Wir haben 4 Votes auf der Mystery Chest, 5 Votes auf der Mystery Chest. 6 Votes auf der Mystery Chest, 7. Okay, und ein paar verteilte. Da kam noch ein 3. Dreckiges Schiff. Cyber AC 03, du dreckige Schiff. Dreckiges Schiff. Willi. Nee, Willi. Nee, nein. Wer von euch? Ist der Willi? Wer ist der Willi? Wieso ist jetzt... ich habe jetzt so eine Mini-Pistole, dann schieß jetzt mal. Piu. Oh mein Gott, 314 Damage. 314 Damage, aber es geht weiter. 4 Votes auf der Mystery Chest.
10 Votes auf der Mystery Chest. 11. Highway Racer mit der Mystery Chest. Öffnet sie und sie ist halt leer. Sie ist nicht leer, okay. Aber, Schaden für uns beide, Chat. Schaden für uns beide. 200 Damage für beide. Und jetzt müsst ihr langsam ein bisschen Acht geben. Jetzt müsst ihr healen, aber wenn ihr verschüttet, ne, Chat, dann ist schwierig, ne? Dann ist schwierig. 15 Votes auf Kaffeedrink. 15 Votes. Fienchen. 200 HP. Hielt auf 434 HP hoch. Ich nutze diese Chance natürlich und nehme meine Chest of Hammers. Meine Mystery Chest, da können auch verschiedene Dinge drin sein. Und das ist nicht das, was ich wollte, Chat. Das ist... Oh, come on. Oh, no. Okay. Chat, ihr seid bereits wieder an der Reihe. Votet für eure Wunschaktion. Der Spielzeughammer, das war natürlich jetzt gar nichts. Ne? Das war gar nichts. Highway Racer mit einem weiteren Heal. Willi, ich noch kurz als Input, ne, wenn da steht, warte bis die Abstimmung läuft, denke daran, es kann sein, dass mein Stream ein bisschen Verzögerung hat. Und am besten achtest du dich auf Chat. Also wenn der Chatbot schreibt, ihr seid an der Reihe, dann kannst du deine Befehle reinmachen. Dann klappt das auch immer. Genau. Und, Juna, grüezi wohl. Was ist das? Grüezi wohl. Lisali, grüezi wohl. Princess Luna, ey, Lannister, hey, ja, komm. Swiss Coconut, grüezi, grüezi. Jetzt, woher kommt ihr denn jetzt alle? Holy moly. Gattorino, JK LMNOP, grüezi, grüezi. Habe ich jemand nicht vorgelesen? Anteil dort, der PSD, grüezi. Hier alle am reinjoinen, hey. Holy moly. Wir haben... Oh, 6 Votes auf den Franziskus. 6 Votes. Äpfelmost ist auch dabei. Merrick ist auch dabei. Was gibt's? Carnage Rage mit Franziskus. Und ihr habt die Chance auf 10% gesenkt, dass Franziskus seine 400 Damage-Attacke, seine 400 Eicheln ausführt. Ich sag mir, downgrade der Franziskus. Downgrades? Das kann ich auch, Chat. Das kann ich auch mit der Chest of Hammers, wo jetzt aber ganz bestimmt nicht der Spielzeughammer drin ist. Ja, das ist gar nicht möglich, dass jetzt der kommt. What the fuck? Das ist kaputt, Chat. Schiebung, das ist kaputt. Das ist kaputt. Bossfight ist kaputt, Chat. What the fuck? What the fuck? Oh, 8 Votes auf Angriff, Chat. Und Karandar, grüezi. Karandar, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Lannister mit dem Angriff. Und ich sage jetzt noch was zum Angriff. Ne? Wenn ihr 3 erfolgreiche Angriffe gemacht habt, ihr seht unten, füllen sich die 3 kleinen Balken. Wenn die voll sind, dann schaltet ihr den Spezialangriff frei. Der kann bis zu 650 Damage machen. Aber mindestens 60. Ne? Ihr würfelt dann und dann ist es irgendwas da zwischen 60 und 650. Und ihr macht auch direkt den zweiten Angriff. Let's go. Oh. Ihr habt halt genug HP zum das machen, Chat. 8 Votes auf 9. Holy shit. Okay. 11, 12, 13, 14. 16. Oh.
Lance mit dem dritten Angriff macht den Balken voll. Er trifft auch. Ja, das ist die Voraussetzung, dass sich der Balken füllt. Ihr müsst auch einen erfolgreichen Angriff machen. Der muss Schaden machen. Chat. Ja, denkt an den Delay. Achtet euch eher auf den Chatbot. Wenn er sagt, ihr seid an der Reihe, dann macht eure Befehle rein. Vorher mache ich aber jetzt die dritter Versuch. Chest of Hammers. Dritter Versuch. Wenn jetzt nochmals dieses Scheiß... Das ist auch doof. Oh, Cassie. Oh. Oh no, es passiert, Chat, es passiert. 12 Votes, 13, 14. Oh no, ich will nicht, ich will nicht. Oh, Chat. Ich will nicht. Ihr könnt mich nicht besiegen, Chat. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Same as the blade usual. cuts deep into the flesh, it's dealing a considerable amount of damage to the beast. Okay, Chat. Ah, ihr seid noch dran, ne? Ihr habt noch 2 Aktionen, verdammt! Chat, was macht ihr? Was macht ihr? 3 Votes auf Angriff, 2 Votes auf Pistole, es ist überall verteilt, 5 Votes auf Angriff. 10 Votes auf Angriff. Oh, ihr macht weiter, ne? Ihr macht halt weiter. Willi. Nein, Willi! 90. Oh, holy moly. Und eure dritte Aktion, Chat, dritte Aktion. Was wollt ihr? Braucht's noch ein Heal? 3 Votes auf Kaffeetrink, 4 Votes auf Kaffeetrink. Es verteilt sich, aber wir haben 4 Votes auch auf Angriff. 4 Votes auch auf Pistole. Aber ich glaube, ihr macht den Heal. Ihr macht den Heal. Cassie mit dem Heal. Okay, schade, dass ihr jetzt geheilt habt, Chat. Aber denkt daran, ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Oh, come on. Let's do this. Kratzer. Nur für euch, Chat. Tja. Let's fucking go. 10% mehr Damage ab jetzt, Chat. Was, 5 Subs, wenn wir das holen? Ja, also ihr seid gut unterwegs, ne, Kasse? Ach, Chat. Was? Oh, 14 Votes auf Angriff. Ihr wollt mit einem Spezialangriff wollt ihr es beenden, Rainmaker. Oh, Jesus, 72 Schaden, okay. Ach, Chat. 5 Votes auf Angriff, 2 Votes auf Pistole, 1 Vote auf Mystery Chest, 1 Vote auf Franziskus, 9, 10 Votes auf Angriff. Ihr füllt da wieder auf, 15 Votes, 16 Votes auf Angriff. Jona? No! Oh mein Gott, Chat. Oh, what is happening? Nee, Chat, nee, macht es nicht, tut es nicht. Oh, nee, oh, nein, Chat. Habt Erbarmen mit mir. Das überlebe ich nicht, ne? 16. Verdammt. Franziskus, ich will nicht. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. But the blade merely scratches its skin, dealing almost no damage.
Kassi, es ist noch nicht so weit. Kassi, das war zu früh. Ihr habt's noch nicht geschafft. Da war ich zu siegessicher. Der war jetzt aber schon, der war fies. Ihr habt halt schlecht gewürfelt, sehr schlecht gewürfelt. Oh, Kassi. Aber hey, Kassi, ich danke dir trotzdem, ne? Ich hoffe natürlich, dass ihr doch noch gewinnt, ne? Aber ich danke dir für die 5 verschenkten Subs an Wally Power, an Magical Maso, El Poco Loco, an Shane und The Fishbone. Allen, die einen Sub geschenkt bekommen haben, viel Spaß mit den Emotes und Perks als Subscriber. Kassi, Ehre. Danke für den Support. Danke. So, und jetzt fertig jetzt hier mit Danke sagen. Ne? Jetzt gibt's wieder auf die Fresse, Chat. Oh, come on. Merci für dein Bit. Highway Racer. Oh. Ich heale mich um 214, aber ich mache auch noch ein bisschen Schaden. Let's go. Let's go. Es ist noch nicht vorbei, Chat. Ihr seid wieder an der Reihe. Votet für eure Aktion. Oh, Heal. 11 Votes auf Kaffeedrink. Okay. Ihr wollt healen. 16 Votes auf Kaffeedrink. 17. Ihr healt zuerst mal. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ihr hielt euch rauf auf 515 HP, Chat. Let's go. Zweite Aktion. In der Runde 7, Chat. Was soll's sein? Oh, die Votes verteilt. Oh, jetzt aber 10 Votes auf der Mystery Chest. 10 Votes auf der Mystery Chest. Helikopter führt aus. Und hat ein Shield of Reflection gezogen. Das heißt, ihr habt ein Schild, das reflektiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% Schaden auf mich, aber auch Heilung. Ne? Ganz vorsichtig sein beim Healen. Es kann auch Heilung auf mich reflektieren, Chat. Das könnte verheerend sein. Oh, kommt da ein Angriff? 7 Votes auf Angriff. Chat ist verwirrt. Chat getraut sich nicht mehr, ne? Highway Racer. Mist! Den normalen Angriff. 90% Wahrscheinlichkeit geht daneben. Chat, what is happening? What is happening? Oh nee, jetzt das doofe Schild, ne? Chat, das ist das. Ich scheiße auf das Schild, ne? Ich nehme einen Kaffeedrink. Ich nutze den Moment, Chat. Das gefällt euch nicht. Denn wir sind in Runde 8. Ab Runde 9 mache ich mehr Damage. Votet für eure Wunschaktion, Chat. Votet für eure Wunschaktion. Langsam seid ihr unter Druck. Denkt daran. Oh, die Votes gehen auseinander. Wir haben aber am meisten Votes auf der Mystery Chest. Helikopter mit der Mystery Chest. Again. Oh, come on. Oh, das ist eine nice Combo, Chat. Oh, shit. Oh, weil ich nehme Schaden und den Schaden, den ihr bekommen würdet, reflektiert ihr auf mich zurück. Aber es sind nur 13. Oh, nice one, nice one. Okay, 13 sind wenig, aber die Combo hat grundsätzlich funktioniert. Chat, votet für eure zweite Aktion in Runde 8. Denkt daran, Runde 9 mache ich mehr Damage.
7 Votes auf der Mystery Chest. Überlebe ich das? Überlebe ich das? Willi, wieder mit der Mystery Chest. Oha. Bis jetzt war es gut, Willi. Ob es auch gut bleibt? Oh, what? Oh, jetzt hielt ihr euch noch komplett hoch. Ihr habt noch eine Aktion, Chat. Noch eine Aktion. Es bleibt spannend, Chat. Es bleibt spannend. Holy shit. Holy shit. 7 Votes auf der Mystery Chest. Okay. 8 Votes auf der Mystery Chest. Oh, ich glaube, es wird eine Mystery Chest. Princess Luna. Ob das gut kommt, wenn Willy da nicht die... Oh, come on, please. Oh, come on, I'll clip please. those wings of yours and ground your arrogance. Ich will nicht. Auszeit. Oh. Nee. Oh, come on. Ja, ich bin doch schon tot. Oh. Nein! Okay, nice one, chat. Holy shit. Jetzt... Oh, passiert hier? You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Es kam zweimal der Spielzeughammer, Obi-Wan. Ich kann doch nichts dafür. Ich hab's versucht. Obi-Wan. Oh. Chat. Geil. Nice one. GG. Sie habt das gut gemacht, Chat. Sehr, sehr geil. Na, hier noch was gedroppt. Einmal der Koffeinschub für die kommenden Bossfights, wo ihr dann die einlösen könnt, wenn ihr wollt. Und ich sage noch kurz Hallo zu Don Vomit, grüezi, und Barracksmann. Heu leider noch kurz Hallo sagen und Karten einlösen bin in Deutschland und nicht immer WLAN. Viel Spaß wünsche ich. Barracks, hey, schön hast du schnell reingeschaut und viel Spaß mit der Karte. Let's go, Barracks. Und Don, wie geht's dir? Wie geht's dir? Oh, holy shit. Das war echt ein spannender Bosskampf. Love it. Und die Leute ziehen natürlich noch die Karten. Ein Spielzeug haben wir, ja? Das hure Drecksding. Ich hab das auch immer bekommen. Oh, nice one, chat. So, und in diesem Sinne sage ich auch nochmals Danke. Ne? Danke, Willy, für den Raid. Thank you, Highway Racer, for the Raid. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, der Bosskampf. Ne? Das gehört dazu bei den Raids, dass wir das machen. Und Willy, ne? Sowieso eine Legende. Und jetzt machen wir da mal kurz was. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wir machen kurz einen Showclip. Mal gucken, ob das funktioniert. Highway Racer, merci vielmals für 69 BDs. Danke vielmals. Und Pascal, merci vielmals für 69 BDs. Danke vielmals. So, schnell gucken. Wir gucken kurz einen Clip von Highway Racer an. Chat. Wenn es denn funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Showclip. Highway Racer. Come on, please. Die verzögerte Reaktion. Oh, jetzt aber.
am Ausrasten. Okay, Highway Racer. Und wir schauen natürlich noch schnell einen Clip vom Helicopter. Helicopter, let's go. Clip für dich. Von dir. Oh. Auch immer geil, ne? Mit Microsoft Flight Simulator. Ah. Okay, nice. One. Landung in Zürich. Let's go, let's go. So, guckt also auch unbedingt mal bei den beiden vorbei, ne? Helicopter, Highway Racer. Unbedingt vorbeigucken und wenn es euch gefällt, ne? Follow da lassen, ganz wichtig. Und Jotruska auf YouTube. Hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. So, Chat. Schnell ein bisschen Chat lesen. Alter Clip. Das war aber einer von deinen Featured Clips gewesen, oder? Das war Christine, das Auto. Aus dem Film. Aus dem Film. Also, ja. Bin mir jetzt mal. Das ist doch aus einem Film. Das war bei Halloween in GTA fuhr da ein Geisterwagen rum, der brannte. Ja, dann ist es der aus dem Film. Dann ist der aus dem Film. Christine, let's go, nice. Das brennende Auto, nice. Hey, Rainmaker, ja, ich danke dir, dass du mir auf die Fresse gegeben hast. Nee, danke, dass du mitgeradet bist. Und danke dir noch für den Follow, oha. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, einen schönen Sonntag dir noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye, Rainmaker. So, Chat. Wechseln wir wieder ein bisschen zurück ins Schweizerdeutsche. Passt das für euch? Danke dir, Rainmaker, danke. Gehen wir ein bisschen zurück ins Schweizerdeutsche und ich habe das Gefühl, wir müssen mal langsam ins Gameplay rein. Was meinen ihr, Chat? Ein bisschen Gameplay? Dann schnell alles abhökeln. Habe ich alles gemacht. Kaffee trinken, check, check, check. So, da noch schnell. Let's go. Chat, ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay und zwar Alan Wake 2 DLC. Das Haus am See. Geil. Es ist recht geil. Es ist ein bisschen rätsellastig, aber irgendwie hat es noch Spass gemacht. Flex ist dabei. So, hole ich mir da mal den Controller raus. Den Leuten noch zeigen, was Blösle ist. Nein, also, wait a second. Jetzt muss ich schnell schauen, wie ich das mache, weil ich halt jetzt Chat-PC getrennt habe von meinem Stream-PC. Muss ich kurz gucken, wie ich das bewerkstellige. Oh shit, ich weiß ohne Scheiß jetzt gerade nicht, wie ich das mache. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich das mache. Chat. Wait a second. Ja, nein, ich bringe das nicht an. Können wir das ein anderes Mal machen, please? Ja, oder machen wir es auch offstream? Ich glaube, der Link ist noch irgendwann. Aber ich bin wirklich, ich muss mich da zuerst noch ein bisschen einrichten. Weil ich jetzt alles getrennt habe. Kann ich den Link nicht abrufen. Oder nicht so easy. Und ich weiss, ich habe gerade keine gute Idee, wie ich das schnell machen kann, ohne dass ich jetzt wieder Zeit verliere. So, Chat. Ich starte mal PS5. Ich muss nachher überlegen, wo wir waren im Alan Wake. Finden wir dann schon raus.
So. Someone bought epic merch from the Troy Hammer and Merch Store. You are awesome. Kassi, warst du das? Kassi? Es wurde wieder rausgesternelt. Aber wenn da steht K, Sternchen, Sternchen, dann bist du das, ne? Hey Kassi, ich danke dir für den Einkauf im Merch Store. Du hast dir die Tasse gegönnt, ne? Die Franziskus-Tasse. Let's fucking go. Danke dir für den Support, hey. Und dann viel Spaß natürlich mit der Tasse. Und bitte, ne, wenn da irgendwie ein Schaden sein soll, dass ich sage jetzt nicht, dass das in der Regel so ist. Nee, in der Regel ist es nicht so. Aber wir hatten jetzt auch schon einen Fall, wo die Tasse kaputt ankam. Dann sag mir das. Oder melde dich bei... Am besten sagst du mir das, ne? Also nicht einfach dann denken, ja, ist jetzt halt so, ne? Bitte sag mir Bescheid, wenn da was kaputt ankommt oder einen Druckfehler hat oder irgendwas, einfach Bescheid sagen. Weil wir hatten da einen Fall, wo das tatsächlich jetzt schon zum zweiten Mal kaputt ankam. Aber handkehrum hatte ich auch schon viele Bestellungen, wo alles gut war. Ich habe auch selbst schon viel da bestellt und das war immer gut. So, der Bosskampf war geil gewesen, noch nie sowas in die Richtung gesehen. Respekt an dich und die Arbeit, die du machst, einfach geil. Hey Flex, danke vielmals für die netten Worte. Ja, es ist viel Aufwand auch, den ich amigs betreibe, um euch etwas zu bieten, wo einfach auch so ein bisschen einzigartig ist. Und wo auch viele Easter Eggs drin hat, oder ich sage jetzt mal Anspielungen auf sonstige Sachen, die ich im Stream habe. Ja, der Franziskus ist dabei und das ist alles so ein bisschen mit euch zusammen entstanden und das ist ja das Schöne. Weil ihr habt dem Franziskus den Namen gegeben, jetzt ist der Franziskus überall schon komplett implementiert und so Zeug macht einfach mega Freude. Die kommt in mein Regal, oh let's go! Oh, ich freue mich drauf, Kassi. Kassi, ich muss auch unbedingt wieder mal bei dir vorbeischauen. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon gesagt und habe es nie geschafft. Ne? Muss unbedingt auch wieder mal bei dir vorbeischauen. Kassi, jetzt noch kurz, bevor wir ins Gameplay gehen, machen wir das jetzt noch. Oh, holy shit, die Lautstärke. Ja, Kassi, es ist schon ein bisschen laut, ne? Also, holy fuck. Und dann einfach noch einen Clip davon machen. Wie geil. Oh, nice one. Ja, also wenn euch das jetzt gefallen hat, dann beim Kassi for You reingucken. Und wenn es euch gefällt, dann lasst ein Follow da, lieber Chat. So sind meine Mods. Oh, sehr geil. Troy und Chat, ich fliege mal weiter. Coole Sache, mach weiter so. Merci nochmal für einen Sub. Hey, Willy, ich danke dir für den Raid und merci, dass du noch geblieben bist für den Bossfight lang. Und Willy, mach auch du weiter so, wie du es machst. Ich bin auch ein riesen Fan von dir. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye, tschüss. Alles gut, ich freue mich immer, wenn du live bist. Oh, Kassi, danke für die netten Worte. Danke. Mal schnell alles lesen. Ausnahmen bestätigen die Regel. True. True, Maverick. Sie hat eine weite Reise vor sich. Ich weiß gar nicht, woher sie kommt. Also es kommt ja nicht aus der Schweiz. Es ist ja international Fourth Wall. Aber ich bin mir gar nicht sicher, woher sie kommt. Aber in der Regel geht's ziemlich schnell. Geht ziemlich schnell. Gerne Ding. Yes, never give up. Respect and appreciate the bra. Was? Appreciate bra. Okay, hey Willy, let's go. Merci vielmals. Bei Troy sind die meisten nicht anwesend, außer Techie ist wieder im Ninja-Modus.
ich würde es nicht provozieren, ne? Also nicht nur Techie ist im Ninja-Modus, auch mein zweiter Mod ist im Ninja-Modus. Da mussten schon viele feststellen. Was hätten der Quertutsu geschrieben? Was hätten der Kassi geschrieben? Aha, wegen so sind meine Mods. Ja, meine Mods sind eher so im, ja, wie gesagt, im Ninja-Modus. Die kommen, wenn sie was machen, wenn sie jemanden bannen oder verwarnen müssen, ne, Chat? Aber das ist auch gut so. Haben die kein Licht im Modkeller? Also im Keller habe ich keinen Platz mehr, da ist die Troilina schon. Oh nee, das da darf ich ja gar nicht sagen, ne? Upsi. So, Chat. Wieso ist die Musik so laut? Wir gehen langsam ins Gameplay rein. Ich muss da schnell mein Zeug umstellen. Alan Wake 2. So, let's do this. 79%. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Game! Nice one, Chat, nice one. So, gut gucken hier. So, wo ist mein Fenster hier? Wo ist mein Fenster? Da, let's go. Alan Wake. Haben wir Ton? Nein, letztes Mal haben wir keinen Ton gehabt, Chat. Oh, wir haben Ton, let's go. So. Wird gespeichert. Ja, ist ja gut. Chat, Warnung bei Fotosensibilität. Warnung an euch auch. So Licht, blinkende Bilder und so gibt's viel. Und wir fahren fort im DLC. Ich muss mal schnell überlegen, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich versuche schnell so ein bisschen zusammenfassen, was passiert ist. Erst 4-mal gestorben. Oh, true. Chat, will jemand von euch Death Count Master sein, dann einfach melden. Eins im Chat, wenn jemand Death Count Master will sein, dann müsst ihr aber Befehle geben, wenn ich sterbe. Dann müsst ihr so ein bisschen dabei sein. Eins, Quertutsu. Okay, let's go. Ich mache das schnell. Set Death Count Master Quertutsu. So, das müsste geklappt haben, Quertutsu, aber jetzt kannst du deine Befehle brauchen. Du hast es ja auch schon gemacht. Also muss ich es nicht erklären. Wir gucken noch kurz einen Clip von Carnage. Let's go. Ah ja, okay, nice one. Nice, Mann. Sehr schön. Sehr schön. Merci vielmals für den Clip, Carnage. Sehr geil. Wie immer Ausrufezeichen Death Plus. Einfach ohne Abstand. Death Plus ohne Abstand dazwischen. Hat sich nichts geändert. So wie es der Bock geschrieben hat. Ausrufezeichen Death Plus und Ausrufezeichen Death Minus. Dann kannst du aufzählen. Alright. Chat, habe ich noch etwas überlesen? Die Cassie von You setzt die Sonnenbrille auf. Let's go. Sikaro hat noch gesagt, Gameplay kommt am 2. Das ist true. Es ist mega spät. I'm so sorry. Ist das Gameplay? What the fuck? Ich glaube es ja nicht. Auch direkt am Ausrasten, der Flöro. Beruhigen Sie sich wieder, ne, Flöro?
Der Troy hat wirklich Spiel. Die hat ja das Gewehr. Ist das nicht gefährlich? Jetzt müssen wir da zuerst mal schauen. Also, lieber Chat, wir sind mit der, ich weiss ihren Namen nicht mehr, Esteves. Weiss das nicht, Chat, wie sie heisst, mit Vornamen. Esteves ist, glaube ich, ihr Nachname. Ein FBC, Federal Bureau of Control Agentin. Und wir haben hier das Haus am See gefunden, wo irgendwie so aussieht wie tatsächlich das Federal Bureau of Control aus dem Game Control, wo auch von Remedy ist. Also es ist da überschneiden sich ein bisschen die verschiedenen Spiele tatsächlich. Was ich aber noch geil finde. Chantal Esteves. Ohne Scheiß, Fleur. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt glaube. Ich weiss. Gertrude, ja, ganz sicher nicht. So, Chat. Und letztes Mal haben wir uns auch langsam durch das Gebäude gerätselt und gekämpft. Wir haben ab und zu mal einen Code suchen für Computer entsperren. Und wir haben schon rechte Fights gehabt. Also da haben wir ja die komischen Dudes, die wir ab und zu abknallen müssen. Das heisst, wir müssen auch Munitionsmanagement machen. Zuerst mal durchladen da. Wir müssen immer Munition finden, ganz wichtig. Flashbangs haben wir gebraucht. Wir können uns noch einmal healen. Muss ich mich healen? Nein, aktuell nicht. Dann würde ich sagen, sind wir da mal ready mit der Pistole. Das ist der Stefan, der vorhin gesucht worden ist. Genau. Der Stefan Esteves heisst sie. Achtung Geist, Achtung Licht. Ja, Arti. Ja, jetzt sind alle ready. Sind alle ready, zum Zuschauen, wie ich sterbe. Ich muss mich schnell zurechtfinden. Ich glaube, da sind wir letztes Mal gewesen. Da müssen wir reden. Und da ist noch ein relevanter Ort. Das gehen wir schnell anschauen. Das habe ich letztes Mal aber schon nicht gecheckt. Da ist irgendwas ist hier. Wo ist es? Da. Was ist denn da so relevant? Wenn wir das nochmal abspielen? When we think of art successfully affecting reality, we always think of Alan Wake and his writing. This could be due to recency bias or simply the amount of recorded evidence skewing our opinion. But also, I wonder if writing's very nature is an advantage. The text can describe events in such explicit detail. The story gives the shadow a blueprint, a map of what to make real. But not all art is like this. Music, sculpture, dance, cuisine. In our case, a painting. When the source material is open to interpretation, how will the shadow choose to interpret it? I think Diana will find the question very interesting. Most likely, she already has an answer. That's why I love her. Ich liebe dich. Chat, es ist mega schwierig, hier die Story ein bisschen zusammenzufassen, aber was mir letztes Mal aufgefallen ist während dem Spielen, es ist wie so ein bisschen das AI-Thema, das sie integriert haben ins Spiel. Nur ist es da nicht AI, sondern so etwas Übernatürliches, das sich nennt der Schatten. Wo irgendwie versucht, Kunst zu imitieren. So wie es eigentlich AI anmacht, also mit Midjourney, was ein Bild generiert. Und da geht es auch immer um, was gibt man dem Schatten als Input und was spuckt der Schatten also als Output aus. Und irgendwie versuchen sie quasi im Alan Wake seine Werke zu kopieren, so gut wie möglich. Und das ist so ein bisschen das Thema von dem Ganzen. Aber es ist mega wirr. Aber ich lese noch schnell den Chat.
Arty, der Blödsinn labert. Alles gut, alles gut. Sterbsle, let's go. Alan Wake 2 hast du in dem Fall durchgespielt, da jetzt den DLC spielst. Yes, habe ich. Ich habe das erste DLC schon gestreamt. Und das Hauptgame Alan Wake 2 habe ich auch gestreamt. Und den ersten Teil habe ich auch gestreamt vor ein paar Jahren. Also ja. Gut. Ich finde es auch immer noch interessant, dass das ein relevanter Ort ist. Das ist auch, wahrscheinlich sind das auch Infos, die wichtig sind. Oder kann ich da noch irgendetwas machen? Lass mal so sein. Lies noch schnell das. Also was? Ist da noch etwas zum Lesen? Ist da noch was? Also ich sehe nichts mehr. Oder was muss ich lesen? M&A? Lies noch schnell das. Ja. Hä? Wenn du mich trollen, Chat. Ich habe auch beide DLC durch und beim zweiten bin ich immer noch verwirrt vor der Story. Also von dem jetzt. Ja, es ist halt schon... Es ist typisch Alan Wake. Völlig wirr. Gut, müssen wir schnell schauen. Wir gehen hier runter. Das war schon geil. Das ist das Letzte, was wir im letzten Stream noch gemacht haben, habe ich gesagt. Wir suchen nach den Code. Wir finden noch den Code raus für den Computer. Und dann bin ich irgendwie etwa 10 Minuten im Zeug rumgesäckelt und habe den Code gesucht. Ja. Der Code, der hier hängt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An das mag ich mich noch sehr gut erinnern. Dann haben wir, glaube ich, die Mails so ein bisschen überflogen. Und dann geht es darum, dass ich hier mit so einem Dude rede, der da innen hockt. Ich weiss aber nicht, was das für einen ist. Nein, wo war das? Ist das da nicht? Ist das da gewesen? Chat, ich muss immer schnell schauen. Ist es irgendwie zu leislich? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist zu leislich. Schnell Lautstärke kontrollieren. Weiter kann ich es nicht machen. Ja, nein, ist glaube ich schon gut. Da der Dude. Der Dude. Wo ist er? Da. Hey, hello. Wer sind Sie? Who are you? Sorry, got a flow going. Can we do this later? Hey, was geht? Was ist mit dem? Ich will reden hier. No, we cannot. Ja, I'm Agent sag's Kieran ihm. Estevez. I'm with the government and I need Kieran. your name. Kieran Estevez, Chat. I'm Ed Booker, the playwright. And I'm hitting my stride here, so can you guys stop with all that banging and screaming? It's throwing me off. Ja, die Probleme, die er hat. Ja, ey, Arty, ohne Scheiß, das ist doch immer so. Die Games, die sind so leislich, die Sprachausgabe immer so leislich und dann musst du laut machen und nachher hauen die Jumpscares dann auch mit 200% rein, oder? Das ist so der typische Horror-Game-Lautstärke-Mix. Love it. Fippo, Mann. Fippo, Mann. Ja, sag so etwas schon ja. Ja, schon ein Jahr. Hey, Fippo, merci vielmals für den Tier 2. Resub im 12. Monat. Merci vielmals für deinen Support. Fippo, wie hast du es? Und danke vielmals. Fippo, wie war deine Woche? Schön bist du da. Ja, wir sind jetzt gerade vorhin gestartet mit dem Gameplay. Ich werde Troy bei Demonologist gesehen. Bei Jumpscares. Hey, ich habe im Fall, also ich habe ja schon, was war es gewesen? Visage, Madison, Mortuary Assistant, das war richtig geil gewesen. Mortuary Assistant, das war richtig gut gewesen. Das würde ich so gerne, ich würde so gerne auch einen zweiten Teil haben von Mortuary Assistant Chat. Aber ich finde so Jumpscare-Games schon noch geil, aber ich verschrecke schon. Vor allem, ihr merkt es bei Song of Horror jetzt da weniger, aber sobald ich in einem Horror-Game bin, wo ich weiss, dass Jumpscares kommen,
bin ich schreckhaft bei allem Scheiß. Da könnt ihr irgendwie, keine Ahnung, dann macht ihr ein Abo rein oder ein Follow oder einfach einen Soundeffekt, den ich habe. Ich verschrecke einfach jedes Mal. Weil ich dann einfach so mega angespannt bin. Ich bin schon lange dabei, nur im Lurk. Hey, Fippo, merci vielmals in dem Fall für den Lurk-Support bis dahin. Outlast, ohne Scheiß, dann was mit Outlast finde ich im Fall stinklangweilig. Ich weiss nicht wieso. Aber da gibt es Games, die sind heftiger, was Horror-Level anbelangt. Was glauben Sie, wo Sie sind? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? What are you writing? Well, after you all abducted me in the woods, I've been working on this manuscript you gave me because you need it for some experiment or something. I kind of forget the premise. But, you know, I've had this block lately, and filling in the gaps of this story has really loosened me up. Copying the style is a nice constraint, but I still have lots of room to play. It's a solid creative exercise. Okay. Was glauben Sie, wo Sie Where sind? do you think you are right now? In an immersive writing workshop. Well, bad news, it's not a writing workshop. Good news, it's not a writing workshop. Right. It's a government facility studying the power of creativity. That makes way more sense. Ist das Ihr Ernst? Look around you. How is this a workshop? You have to stay in character. I get that. I'm in the theater business too. And look, the sets, the costumes, all great in that, you know, campy, 70s sci-fi kind of way. But you could dial down the role-playing like 15-20%. Just some professional advice. Ich finde es speziell, dass er das so sieht. Ich finde es lustig und creepy zugleich, aber das Neueste kannst du jetzt das 4. zocken. Ist recht amüsant. Okay, da finde ich wiederum eine geile Idee, dass man das Coop spielen kann. Der Fippo hat noch geschrieben, meine Woche war recht gut, nur nervenraubend. Oh, was ist passiert? Was ist passiert, Fippo? Willst du darüber berichten? Darfst du natürlich gerne, musst aber nicht, gell? Sir, Bleiben whether Sie you hier. are aware of it or not, there is a situation here. I need We you have a to stay situation. in your cell until I can resolve the matter. Okay? Uh-huh, got it. Hey, Yeah. no one's been around with food for a while. I could go for some dinner when you have a second. Ja, ich kann sonst etwas Oh, bestellen. and can I get my phone back? I want to call my wife. I don't know how Tammy found you guys, but she killed it. 5 stars all around. Yeah, I'll get right on that. Brauchst du sonst noch etwas? Brauchst du noch irgendwie einen Gaming-PC oder so? Ich organisiere dir alles. Ja. Was willst du denn essen? Dauerhafter Stress in der Bude noch. Chef schätzt meine Arbeit nicht. Oh, das ist doof. Das ist doof. Es ist doof, aber es ist irgendwie heutzutage blöderweise so ein bisschen normal. Ja, es ist doof, dass ich das auch so muss sagen. Aber ich finde das mega schade, ganz im Allgemeinen, wenn man endlich einen guten kann der andere mal den Schlitten haben. Kannst du nicht auch für dich da das Zeug schreiben? Ich finde das mega doof, wenn man endlich guter Mitarbeiter wäre und viel leistet und sich den Arsch aufreißt. Und jetzt pausiere ich das Spiel. Und nachher wird man aber wie nicht wertgeschätzt. Und dummerweise führt das dann auch dazu, wenn die Mitarbeiter das realisieren, dass sie nicht wertgeschätzt werden in einer Firma, dass sie dann einfach irgendwie eigentlich auch einfach nur das Minimum leisten von der Arbeit. Und das kann ja, das ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Man kann sich nicht entfalten und die Firma hat nicht viel davon. Und dabei bräuchte es auch einfach nur ein bisschen Wertschätzung, ein bisschen mehr Wertschätzung von der Firma oder von der Vorgesetzten, je nachdem auch. Also hey, Fippo, fühl dich gedrückt. Hey, ich weiss, es hilft nicht, aber es ist doof. Das habe ich auch schon erlebt. Und meine Ferien müssen abbrechen, um zu arbeiten.
Ja, aber ich bin früher auch so gewesen, Chat. Ich bin früher auch so gewesen und ich musste irgendwann lernen, dass es nichts bringt. Und vielleicht, ich meine, es ist jetzt auch meine Erfahrung. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber ich würde das nicht machen. Chat, auch der jetzt der Don geschrieben hat, Ferien abbrechen, um zu arbeiten, weil sonst, keine Ahnung, weil es nicht läuft. Weil die Leute fehlen, weil es zu viel Arbeit ist. Es ist so, bringt nichts. Da würde ich sagen, hey, ich habe meine Ferien. Oder nein, das Ding ist, ich würde nicht einmal Mails anschauen, ich würde keine WhatsApp-Nachrichten lesen, wo irgendwie aus der Firma kommen. Einfach alles ignorieren. Ferien geniessen, fertig. Weil das macht... Schon auf Dauer ist das nicht gut. Ja, das ist aber einfach meine Meinung. Ja, und der andere hört nicht auf, oder? Ich sollte schnell pausieren zum Chat lesen. Ist schon normal, aber ein Chef, der nicht Mech gelernt hat an einem Mech vorschreibt, wie er es machen muss. Aber das ist doch immer so. Das ist doch so häufig der Fall. Ich habe mal so, ich weiß nicht, ein Meme oder irgendwie so ein Ding gesehen, irgendein Bild. Je weiter oben das bist, desto weniger musst du können. Und ich glaube, so, der zweite Oberste muss auch nur noch PowerPoint können und wenn du ganz oben bist, musst du gar nicht mehr können. Aber trotzdem sagen die nachher den Leuten, was sie mitmachen und dummerweise eben häufig auch, wie sie es mitmachen. Ich habe auch sehr viel gehabt, so Arbeitgeber leider. Ja, Zeit für einen Jobwechsel. Der Chef merkt, was es kostet, eine neue Arbeitskraft zu suchen. Das kostet abartig viel. Das ist vor allem eben, das ist dann nur schon. Dann hast du mal die neue Arbeitskraft, dann musst du die aber zuerst noch einschaffen und wenn sich die Skills auch zuerst noch entfalten. Und das kostet insgesamt abartig viel, der Firma. Die Ligaf. Einfach immer erzählen, dass man weit weg ist in der Ferien. Ja, aber musst du dich gar nicht rechtfertigen. Also, ich bin der Meinung, da musst du dich gar nicht rechtfertigen. Ferien abbrechen, das können sie sich gerade dorthin schieben, wo die Sonne nie scheint. Finde ich aber auch die richtige Einstellung. Der Blick hat ein gutes Lied gemacht, nicht meine Musik, aber er drückt genau das aus. Okay. Das ist auch nicht so meine Musik, tatsächlich. Aber Texte sind häufig noch gut. Jetzt muss ich so schnell schauen. Freigabestufe 3 haben wir noch nicht. Wir haben Karte Freigabestufe 2. Aber irgendwann haben wir mal gesehen, die Freigabestufe 3 Karten rumliegen. Relevanter Ort. Ist das da noch einmal gewesen? Nein, ich glaube, das haben wir sogar auf der Map noch einmal drauf. Ich glaube, da war sie. Da oder da? Ah, da, Chat, da ist sie. Freigabestufe 3. Und da müssen wir rein mit der Freigabestufe 2. Aber jetzt gehen wir da noch schnell schauen, was wir haben. Ich muss mir wieder einen Überblick verschaffen. Da. Dilligaf, do I look like I give a fuck jetzt? Gut. Okay, I like. Oh, merci, Fippo, danke vielmals. Wie viele Stück hat das Gebäude im Game? Sehen wir das da? Also im Lift haben wir es gesehen, ich glaube 5. Wir kommen sicher einen Lift rein, da sehen wir es. Da, der Lift. Ich glaube, wir müssen sowieso richtig Lift. Haben wir da alles gemacht? Da noch schnell den relevanten Ort abchecken. Das war da. Das ist, glaube ich, da. Aber wir haben das, glaube ich, auch schon angeschaut. Ja, das habe ich letztes Mal schon gelesen. Ich lese jetzt nicht nochmal vor. Loot haben wir sonst kennen. My team was on sublevel 1. I knew they were in danger.
haben wir die Freigabestufe 2 an. Das heisst, wir können jetzt wahrscheinlich ins 4 und das 5. Also 5 Stockwerke. Ground Level minus 1, 2, 3. Also, ja, 5. Ich glaube, jetzt da kommen wir jetzt auch nicht. Aber ich werde eben zuerst ins minus 1. Okay, jetzt komme ich raus. Minus 3, da haben wir all die Sachen. Ins minus 1, um das hier zu haben. Aber der Lift fährt an, wo er will. Das ist eben ein bisschen das Ding. The Marmonts turned innocent people into tools using the FBC's authority. Es gibt sogar ein Lied, das so heisst. Das ist meine Hymne. No. Actions have consequences. And I'm the consequences. I'm the consequences. Sublevel 1. Whoa! Ah, you fucking bastard! Jules Marmont killed my team. Jules Marmont. Shadow. I'm sorry. I should get that gun while I'm up here. Ja. Habe ich etwas verpasst? Schnell schauen. Nochmal einen Loot-Check machen. Also, ich will jetzt endlich. Okay, Handwaffenmunition. Ich will hier über. Gehen wir zuerst hier über. Das Problem ist, gegen die Viecher, die hier oben sind, können wir nichts machen. Woher kommst denn du, hey? Ich will da nur schnell, Mach schneller, please! Hat sie es jetzt aufgemacht? Nein, wieso geht's nicht auf? Ich will hier weg, Chat. Ich will hier weg. I mean, that name is not very scientific. I mean, who came up with that? Oh, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, was ich jetzt hier gemacht habe. Das ist... My lab and treats me like some kind of assistant. Un putain d'assistant? Moi? Double-Click, Mann. This is my facility! Mine! Es ist mit dir nicht gut, Mann. You cannot just walk in here for 1 week, make some speeches and then fly back to New York? Espèce de crétin! Prétentieux! The jackass thinks he's a fucking rock star! And he made fun of the name. Oh, the Shadow. The Shadow is good. It's evocative. Okay, chill mal, dude. Ich muss schnell pausieren. Hey, Dave, Double-Click, wie geht's dir? Ich habe spät gecheckt, dass es Samstag ist. Aber wenigstens noch ein Heu und gute Nacht kann ich liegen lassen. Hey, Double-Click, schön, bist du noch schnell reingekommen. Wäre ich früher da gewesen, hätte ich mir noch eine Karte holen können. Damn it. Oh nein, längt's nicht. I'm so sorry. Hey, aber schön, bist du noch schnell reingekommen. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Double-Click. Und noch einen schönen Sonntag. Und vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye. Schnell lesen. Nice, hast du auch so zu tun, wenn alles anschauen willst. Das finde ich immer so geil an Games, wo man viel sieht. Hey, True. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Es kommt dich holen. Ich will nicht. Ja, also ich habe jetzt mega Damage genommen, das ist natürlich doof. Und ich habe jetzt mein letztes Heal, mein letztes Medikit gebraucht. Jetzt muss ich zuerst wieder mal ein bisschen finden. Mal gucken, ne? Mal gucken.
Aber ich habe das Gefühl... Spoil little child. And I will make it so everyone can Erzähl da mal. I will Fertig make it erzählen. so no one even remembers his name! Tous ces imbéciles là, hein? They all think I am a pencil pusher. They think I do not have the mind for such work. Eh bien, ils verront. Ils verront! Mhm. I will take what they think is possible. And I will break it. Okay, interesting. Meine Idee ist, wenn ich den Hebel umlege, dann verschieben sich ja da die Türen da. Und ich habe das Gefühl, dort hinten ist es jetzt doch aufgegangen, oder nicht? Wieso haben wir jetzt hier Action? Da kommt jetzt nicht einer rein, oder? Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt dort durch. Aber ich muss es probieren. Ja, es ist echt gerade ein bisschen doof. Ich hätte da schnell meine Ruhe haben, Mann. Du bist verrückt. Das ist alles. Das ist alles, mein Freund. Ich bin verrückt? Chat. Ist das hier real? Seid ihr real, Chat? Also wir gehen eigentlich komplett über, aber es hat sich jetzt alles verschoben. Ich habe das Gefühl, ich sterbe. Oh, da ist der Dude, oder? Hey, ich will auch die Viecher endlich killen, Mann. Ja, da kommt... Er kommt echt genau da. Das schießt mich gerade ein bisschen an. Jetzt gehen wir noch schnell speichern. Schnell speichern. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Aha, der auf der Leinwand. Okay. Kannst du die Viecher killen? Eben, ich glaube es nicht. Ich habe es schon mal versucht. Die sind immun gegen alles. Ich kann nicht mit den Taschenlampen auf sie zünden, auf sie schiessen, bringt alles nichts. Da bringt, glaube ich, auch nichts. Aber soll ich es noch? Nein, das bringt nichts. Ich glaube, ich muss wirklich einfach säckeln bei denen. Aber ich säckle jetzt echt durch. Auch durchsäckeln schon. Das ist nicht gut. Wow! Vielleicht habe ich aber auch etwas nicht erkannt, Chat. Also wenn ich irgendwie nicht gecheckt habe, wie ich sie killen kann, dann müsst ihr mir es sagen. Let's go, das war der Plan. Plan erfolgreich. So, jetzt kann die Musik von mir aus schnell weg. Brauche ich jetzt gerade nicht. So, Chat. Okay, this should get me down to sublevel 5. And this should get me past any other problems. Das ist ein Big Fucking Gun. Was ist das? Was ist das? Schwarzsteinwerfer? What the fuck? Ja, komm da hin, Mann. Jetzt stehen wir laut und nachher killen wir die huren Viecher da draussen, Mann. Also das ist es, oder, Chat? Mit denen können wir sie killen. Mit dem Schwarzsteinwerfer. Direkt, ich lese noch schnell, während wir hier im Raum sind, lese ich noch schnell vor, was ich hier finde. Oh, okay. Fortschrittsverlauf Nummer 5. Der Schussmechanismus funktioniert. Das Pulver wird über eine gute Distanz geschleudert, klappt ziemlich gut. Die Verbindung zwischen dem Granatwerfer und den angepassten Elementen sind etwas locker. Aber es gibt hier keine richtige Drehbank, aber das Ding funktioniert. Jetzt brauche ich etwas echten Schwarzstein zum Testen. Ich weiß, dass es auf Untergeschoss 5 welchen gibt, aber der stellvertretende Inventaraufseher hat keinen Zugang zu dieser Etage. Nächster Schritt, der Schwarzstein besorgen. Okay, oh.
Was haben wir da? Was haben wir da? Okay, Blackrock powder. Blackrock Powder. For more of these. Okay, nice. Oh, nicht schon wieder Chat. Wie war das? Die ersten 4 Stellen bleiben immer gleich. Ja, ich muss auch irgendwie Anhaltspunkte finden. Okay, dann haben wir da auch wieder ein bisschen etwas. Schnell schauen. Jetzt gehen wir das Ding da testen, Chat. Gehen wir das Ding testen, There da was a noch schnell. crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. The contrived overlap rebounded on itself, compressing, compounding, reflecting and refracting. An urban legend and a murder in constant imbalance, cause and effect hopelessly entangled. Arranged wrong, the dream logic flawed. The feedback loop doubled and redoubled, out of control. The pressure kept building, looking for a release. Okay, das ist da, wo da steht. Wenn wir da noch schnell gucken gehen, muss da schnell Shotgun parat machen. Ah, da sind wir glaube ich schon drin gewesen, Chat. Ah, da sind wir schon drin gewesen. Okay, jetzt habe ich den Durchgang noch aufgemacht. Ja, sind wir ready, Chat? Gehen wir da die Viecher killen, oder? Da der mit Kunst auch... Ah, was? Da der mit Kunst auch ein Problem vorbei. Ich sag's dir. In Germany we have BlackRock Kanzlerkandidat. Wie viel Ammo hast du? 6 insgesamt. Ja, jetzt gehen wir da rein, Mann. Jetzt gehen wir da rein. Oh, wie funktioniert das? Muss ich da noch aufladen? Vorher ist aber etwas gestanden und ich konnte es nicht richtig lesen. Wie geht das schon wieder, Chat? Da. Einfach schiessen, oder? Man muss ich nicht aufziehen. Wir testen das Ding. Wo sind wir? Kommt hier hin. Ja, das hat ich fast geschossen, aber nicht. Hey! Wow! Finally! Something works on these bastards. Okay, let's fucking go. Aber jetzt, ich war ein bisschen zu fest im Stress, dass ich nicht gecheckt habe, wie lange ich effektiv aufziehen muss. Hat es irgendwie eine Anzeige? Und wie viel hat jetzt das verbraucht? 1 Schuss, okay. Also probieren wir das nochmal. Ich versuche mich zu achten. Es wäre schon geil, wenn wir da auch mal aufräumen könnten. Ich habe vorhin einfach losgelassen und ich das Gefühl habe, jetzt muss ich loslassen. Okay, er verschwindet. Wo kommt er raus? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden, Chat. Wie viel haben wir von diesen Viechern? 2. Da ist noch einer. Ich glaube, wir haben aufgeräumt, oder? Es ist ruhig geworden. Ja, da höre ich etwas. Ich hoffe, die respawnen nicht die ganze Zeit. Raum. Jetzt müssen wir noch das Passwort herausfinden, Chat. Jetzt machen wir da noch schnell und dann gehen wir weiter. Aber I
I like. Big fucking gun. So, also Chat. Kaboom macht das Teil. Das ist der Aufräumer 3000. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. So habe ich ihn in Gang genannt. Aufräumer 3000. Wenn die guten Namen. Ja, jetzt ist gut. Haben wir da irgendwie etwas? Wir brauchen ein Passwort-Chat. Ein Passwort. Mal schnell alles durchgehen. Haben wir irgendwelche Daten? Irgendwie Zahlen, irgendwas. Haben wir einen Zettel am Monitor? Da ist irgendwas, aber das ist... Hä? Dort steht ja eine Zahl. Aber es ist mega dunkel. 021219. Ja, also das kann es jetzt nicht sein, oder? 021219. Ja, also jetzt, aber jetzt haben sich die Entwickler auch keine Mühe mitgegeben, oder? Am Anfang haben wir noch das Zeug suchen. Jetzt steht das Passwort auch auf dem Bildschirm aufgeklappt. Wir haben hier ein paar E-Mails. Fangen wir hier an. Das ist eigentlich egal. Neue Zuteilung. Hallo Carla. Ich habe beschlossen, dich vom Projekt Ramnus in die Inventarverwaltung zu versetzen. Dein Titel wird mit sofortiger Wirkung von leitende Forscherin in stellvertretende Inventarverwalterin umgeändert. Diese Änderung kommt vielleicht etwas plötzlich, aber ich habe keine Zweifel daran, dass jemand mit einer Nussallergie lieber allein in der Inventarkabine arbeitet, als draußen im Freien, wo gefährliche Kuchen darauf warten, dir zu schaden. Vielleicht hält dich harte Arbeit davon ab, weitere unbegründete Beschwerden bei der Personalabteilung einzureichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Jules Marmont, Co-Leiter der Forschung. Bitter. Ja, da würde ich sagen, direkt künden. Das ist nicht der richtige Arbeitsort. Ja. Das ist schon ein bisschen hart. Schon ein bisschen billig. Wie im Real Life, ich sage dir, du erlebst viel zu viel in der IT leider. Ja. Das haben wir schon mal gelesen. Im Untergeschoss 5 fehlt eine beträchtliche Menge Schwarzstein. Das habe ich schon gelesen. Das habe ich auch gelesen. Das habe ich, glaube ich, auch schon gelesen. Gut. Ja, da haben wir da nicht wirklich Wertvolles dazu bekommen. Sonst haben wir da nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen in den Lift rein. Schnell den Check machen. Munition holen wir noch. Dann gehen wir Richtung Aufzug. Und Waffenmunition. Aber da ist irgendetwas, oder? Wo ist hier die Munition? Da. Gut, dann gehen wir schnell den Schalter umlegen. Oh, wir gehen noch schnell speichern. Zack. Es tönt alles so bedrohlich in diesem Spiel. Ja, wenn du mit Dau zu tun hast. Ich glaube, der will die eine umbringen, die hat eine Nussallergie und er hat eine Pekanusstorte gebacken. Wenn man das als versucht, den Mord anzuzeigen, hey, es ist schon so. Oder als gefährliche Körperverletzung. Ich sehe schon, was du meinst. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr toxische Arbeitsumgebung da.
Was ist los? Oh! Boom, weg! Wieso kommen wir da nicht rein? Ah, mal. Okay, das ist schon gemeint. Also, Chat, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Jetzt haben wir Zugriff auf alles, so wie es aussieht. Das würde heissen, hier Level 3 können wir aufmachen. Level 2 könnten wir hier im Minus 3 noch aufmachen. Ich würde sagen, wir gehen hier zuerst Minus 2, Minus 3, die Level 2 aufmachen. Eins nach dem anderen. Was habe ich jetzt gesagt? Was ist jetzt das gesehen? Ich verwirre mich selber. Minus 3 haben wir gesagt. The Shadow had changed Jules Marmont into a hostile, paranatural entity. That made everything simple. Ja, wer tut so das schauen? Wir haben schon noch... Paperwork. I could put him down like the monster he was. Minus 5 gehen wir schon noch abchecken. Aber ich werde zuerst alles andere noch gemacht haben. Sonst haben wir nur zu viel auf einmal, was wir machen müssen. Ja, jetzt kommen natürlich die huren Scheissviecher die ganze Zeit. Egal wo wir sind, kommen jetzt die, oder? Und langsam geht uns aber ganz sicher die Munition aus. Ja. Kommen noch mehr, oder was? Nein, ich will nicht, hey. Hey, ich bin völlig verwirrt. What the fuck? Woher kommst du? Nein, was ist das für ein Scheiß? Nein, aber das kann nicht sein, oder? Oh, ich kann mich nicht heilen, das ist ein Kack. Nein, aber woher ist jetzt der gekommen? Ich habe den nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? What the hell? Jetzt bräuchte ich dann halt wirklich sehr dringend Loot, wo auch da ist. Okay. Und ja, merci vielmals. Ich brauche ein Medikit. Das nehme ich. Danke vielmals. Ist das so voice-activated? Ich brauche noch Munition für die große Gun. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Oh. Ist echt Schwarzstein drin? Okay, Batterie. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the Das water... haben wir aber auch schon gesehen. Da werden wir jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir werden schnell speichern. Ein Schuss für die Grosse. Oh. Einen Check machen. Also, dann würde ich sagen... haben wir da jedes Mal wieder Gegner, wenn wir reingehen? Das würde mich jetzt ein bisschen angurken, ehrlich gesagt. Das würde mich ein bisschen angurken, aber wir gehen schnurstracks zu dem Level 2 Dings da. Ich glaube, es ist gut so weit. Nicht zu, ich will da keine Besucher. Water dripped from the ceiling as Diana stared at the folders stacked on her workstation. Each one was a branch of research. Drip. Some were thin, some thick. They represented years of her life,
Her work, dissecting the act of creation and examining the bloody pieces, bringing in live subjects had been her idea. Trip. Bureau leadership denied their request. But after HQ went into lockdown, she took advantage of the chaos and got her artists. Jules had whined about the optics. Diana ignored him. Now in her office below the waterline of Cauldron Lake, she considered how to proceed. Jules was convinced the page they had found would come true. It promised disaster. A situation out of control. Impossible. Diana was always in control. Drip. Drip. She needed answers. Hä? She needed to quantify, to define, to control. Ich komme nicht raus, was er da amigs noch vorlässt. Das verwirrt mich mega. Okay. Ich will nur den Loot haben. Wo ist der Loot? Da hat es ja gar nicht. Da hat es ja gar nichts. Also gehen wir über. Da ist ganz vor und dann auf die andere Seite. Wobei, was wir natürlich noch schauen können, jedes Mal, wenn wir da hinkommen, verändert sich der Loot wieder. Das heisst, es kann sein, dass wir wieder Loot haben. Darum mache ich schnell den Loot-Check. Das ist nichts. Okay, dort drüber. Ja, hab doch auch die Karten an, Karen. Okay. Jules' team has found new pages written by Wake. He must have gotten Rudolph Lane painting again. His bullshit pedestrian methodology cannot produce results before mine. I have to go faster, no matter the cost. We're still behind our projections. The more the machines can produce, the closer we can calibrate them to Wake's style. But proper calibration takes a lot of raw material and production is slow. No. We're changing directions. The hypothesis remains unchanged. Imitating Wake's writing style will allow us to generate art capable of linking with the threshold. Also es geht das. Should match Wake's style much faster. Alan Wake Can be calibrated just seinen Stil so wie kapieren, dass man den Übergang kann öffnen kann. Also, was haben wir da? Um Kunst mit der Macht des Schattens zu nutzen, definieren wir zuerst Kunst. Definiere einen Künstler, ein drogenabhängiger Nichtsnutz, trägt oft einen Rollkragenpullover und trinkt Rotwein. Linke politische Ansichten, Gefahr, wenn linke Politik durch den Schatten Wirklichkeit würde. Gibt es auch rechte Künstler? Nicht für abstrakte Kunst oder Gedichte, what the fuck. These, es ist der Kritiker, der festlegt, was Kunst ist. Wo finden wir Kritiker? Entführen Kritiker, anlocken? Oder das Publikum? Sind wir das Publikum? Müssen wir die Kunst gut finden? Was ist die Rolle eines Künstlers? Wer ist ein Künstler, wenn du glaubst, ein Künstler zu sein? 3 Uhr? 3. Bist du dann einer? Muss man gut sein? Ist Qualität von Bedeutung? 3. Fienchen immer ready. Immer ready. Ja, Fragen über Fragen, aber das Wichtigste habe ich nicht gefunden. Wir haben keinen Loot, Chat.
kein Loot. Das enttäuscht natürlich gewaltig. Das heisst, wir gehen weiter. Ja, da habe ich noch etwas nicht. Ja, das ist glaube alles gut. Ja, wir gehen weiter, aber wir können nicht weiter. Wieso können wir nicht weiter? Wir müssen zurück. Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Da dort müssen wir wieder einen Aufzug. Ne? Ich gehe noch schnell hier den Loot-Check machen. Vielleicht hat es ja Loot. Das ist nicht. Erik! Erik, grüezi. Wie geht's? So schön, dass du da bist. Hey Troy, long time no see. Hey Troy. Wie hast du es? Wie hast du es? Ich muss schnell schauen, wo ich überhaupt hin will. Wir sind hier gerade im Alan Wake DLC. Lake House DLC. Das ist so ein bisschen herausfinden, wo ich hin muss im Moment. Da sind wir. Wir sind in -3. Das heisst, wir gehen ins -2. Dann gehen wir hier noch schnell aufmachen, Interviewzimmer. Und dann gehen wir mal ins -4. Und dort sind wir noch nicht gewesen. Und dann gehen wir ins -5, wo wir nicht wissen, was uns dort erwartet. Aber zuerst -2. Gut, danke, wieder zurück von Japan. Oh, ihr seid... Oh. Also, jetzt muss ich aber schnell fragen. Ist Silvia jetzt auch dabei gewesen? Ist Silvia auch dabei gewesen, oder bist du allein gegangen? Silvia ist auch da. Oh mein Gott! Silvi, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hallo. Die beiden. Erik und Silvi. Ein Dream Team. Oh, Silvi. Silvi, Erik. Treueli, Superboyeli, kleiner als 3. Was? Schau, wer da ist, der Treueli, der Superboyeli. Oh. Hey, Silvi, merci vielmals für den Resub im 29. Monat. Holy shit, hey. Holy shit. Silvi, wie hast es denn du? Wie hast es denn du? Ich weiss, du hast mir mal geschrieben. Und ja. Aber sonst alles gut. Der Botthammer mischt sich auch noch ein. Nein, ich bin nicht auf Japan gegangen. Okay, du bist eben nicht gegangen. Also Erik, du bist in dem Fall allein gegangen. Oder hast du sonst noch irgendwie jemanden dabei gehabt? Also wären du das zweite gegangen oder wären vielleicht noch ein paar andere dabei gewesen und so ist der Erik vielleicht nicht ganz allein gewesen? Aber es war gut gewesen, Erik, es war gut gewesen. Natürlich habe ich einen Modhammer. Es ist Mjölnir, der mächtige Modhammer. Aber meinem Vater geht es gut, seine Heilungschancen sind 100%. Okay. Hey, let's go. Das ist wichtig und das freut mich, das zu lesen. Ja, das ist nice. So, Chat. Schnell ein bisschen weitermachen. Da, schnell zurechtfinden. Zelle. Also nicht Zelle, der Raum. Ein Lümmel da, wo wieder... Was ist das für Zeug da? Siehst du Dinge? Ich bin jetzt echt da... Ich bin echt rein. Geht da rein. Ich habe Stufe 3. 3. Und rein. Und so. Jetzt läuft wieder ein Video. Und die erste Chemo und Bestrahlung guter Bestand. Okay. Hey. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, sagst deinem Vater einen Gruß, aber er kennt mich ja wahrscheinlich nicht. Von dem her einfach einmal drücken von mir. Muss ja nichts sagen. Einfach einmal drücken.
Und dann schnell an mich denken und dann ist es schon gut. Wir waren das dritte, ja, war super, Reizüberflutung und Überforderung pur. Hey, ich glaube, mir ging es auch so, aber ich möchte Japan tatsächlich auch einmal sehen. Möchte ich auch einmal sehen. Die Wahrheit, also, ich glaube, der Bot wird nicht mehr reden mit dem Calls. Was schreiben ihr da? Wer ist neben Treulina noch im Keller eingesperrt bei Treu? Du meinst neben Franziskus, dem tapferen Kämpfer aus dem Dunkeln? Hey, mein Bot liegt jetzt alles, oder? Nur er und Treulina sind... Hey, was sagen sie, schleift das eigentlich? Der Bot alles am Liegen, oder? Ich sehe gerne Silvi. Ja, wo sind wir überall gesehen? Hat spezielle Erinnerungen an japanische Vending Machines. Ist das nicht dort, wo die getragenen Unterwäsche verkaufen? Ist das das? Das habe ich mal nicht gesehen. Oh, schau jetzt Tokio, Kyoto und Osaka. Okay, nice. Und was hat dir am besten gefallen? Oder hast du überhaupt einen Favorit jetzt von diesen 3 Orten? Laut. Ja. Lane was fun. Chat, Planänderung. Nach dem Raum gehen wir zuerst ein -5, weil wir holen uns den Schwarzstein. Dead in his cell this morning. It's an unfortunate setback. But when a door is closed, a window is opened. Mhm. I believe that's the saying. Lane may be gone, but he left us with a goodbye present. A final piece of art. Mhm. This piece is different. It's raw emotion, pure truth. He put everything he had into this one. Literally. Every reading we take is off the charts. This is what we have been waiting for. It is the key. Okay. I will achieve what no one has before me. Not darling, that arrogant shit. Not my selfish harpy or the wife. So, we have a painter and a painting that can talk. Clearly connected. But Lane was dead before any of this even happened. I never needed any of them. Ich pausiere schnell Chat, ich muss Chat lesen. Shibuya und Akihabara in Tokio. Okay, das hat dir am besten gefallen. Das sind schöne Städte und ein bisschen Japanisch können, oder mit Google Translate, das war die erste Reise von mir. Durchgekämpft mit Translate-Apps. Okay, tut so nice. Leider ist das Kollegenpärchen, mit dem er gegangen ist, recht mühsam gewesen. Oh no, wieso? Das nimmt mich jetzt Wunder. Jetzt haben wir Diskussionen gegeben, oder hast du auch... Ja, ich meine, ich kenne das. Holy shit, das ist dann mühsam. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich muss ins Bett. Hey Papi, schön bist du da gewesen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, Schlaf gut, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Papi, mach's gut. Bye bye, tschüss. Ich bin überrascht, wie schlecht Japaner Englisch reden und verstehen. Okay, ich habe das auch schon mal gehört oder in einer Doku gesehen. Aber es ist einfach wirklich so.
Also ich habe dann zum Arbeitskollegen gesagt, dass ich für im Flug noch einen japanischen Softdrink rauslassen will. Alles auf Japanisch angeschrieben, darum habe ich das Büchsli mit dem schönsten Design rausgelassen. Im Flug habe ich das Büchsli aufgetan und 2 Paar fabrikneue Unterhosen rausgegeben. Hat du halt Pepsi bei der Stewardess geordert. Ich weiß nicht, ob die so fabrikneu sind. What the fuck? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Uff. Ich habe für meine weiteren Reisen ein bisschen Japanisch gelernt und Suica wird immer von der Reise gekauft, so wie Shinkansen-Tickets, die dann am Automat eingelöst werden und ich habe immer ein Pocket-Wi-Fi. Wi-Fi ist sehr günstig. Okay, das macht Sinn. Jetzt aber. Was ist das da? What do we have here? Translate. Wenn Sie nach Japan reisen, benötigen Sie keinen Dolmetscher. Okay. Mega heikel mit Essen. Sie hassen die Städte und Touristen gehen aber die 3 grössten Städte besuchen und haben dem Erik nicht wegen dem Gepäck kaufen. Ja, okay, das... Jetzt wisst ihr es und nächstes Mal sucht ihr euch jemand anderes aus, oder? Das ist wahrscheinlich gescheiter. Die sind neu. Das mit der gebrauchten Unterhose in Vending Machines ist ein Urban Legend. Ohne Scheiß. Ja, aber... aber what? Also, das ist ja... What? Ich komme nicht raus. Das ist auch eine neue Unterhose dort aus den Vending Machines. Ja, aber braucht man ja ab und zu, oder? Ich will nicht lästern, aber das muss jetzt einfach wenden. Ihr könnt sie sowieso nicht. Hey, aber... Hey, das ist ja... Also, das würde mich auch aufregen. Ich hatte das auch schon gehabt. Als ich auf Paris bin. Bin ich schon jemand dabei gewesen. Das war so fucking mühsam gewesen. Und das macht halt alles ein bisschen kaputt. Du bist ja schlussendlich gleich zusammen unterwegs. Klar kannst du dich ein bisschen abtrennen, aber das ist ja auch doof. Nachher allein unterwegs ist ja auch nicht die Idee. Das mit dem schlechten Englisch kann ich nachvollziehen, wenn man sich objektiv Japanisch und Englisch von den Lauten bei der Aussprache anschaut, dann hat Englisch deutlich mehr und deutlich komplexere Laute. Da ist Japanisch recht simpel, weswegen ich von der Aussprache auch behaupte, dass man mit Deutsch vergleichsweise leicht Japanisch lernen kann in der Aussprache. Okay, weiß ich nicht, aber klingt interessant. Und auf Japan immer zweite leeren Koffer und genug Bargeld mitnehmen. Japan und Kartenzahlung. You think so, but no. Okay, habe ich auch nicht gewusst. Danke, mich hat es ja nicht betroffen, aber allgemein zu meinem Schatzi der ist automatisch gemeint zu mir. Ja, verstehe ich aber auch. Man kann frische Unterwäsche in Vending Machines kaufen, nebst allem anderen Möglichen und Unmöglichen. Sie haben es ein bisschen versagt mit Nörgeln die ganze Zeit. Das ist eben da würde mich auch hässig machen. Uff, aber dann ist es wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, wo du oder wo ihr mit diesen Ferien gegangen sind. Ja. Hey, aber ich hoffe, du hast es gleich geniessen können, Erik. Es tönt auch, wo du noch ein bisschen geniessen, aber es ist halt schon so. Passiert da noch was? Jetzt habe ich genau... Wow! Wow! Big Badabum. Big Badabum, Chat. Der kommt auch aus dem Nichts, oder? Holy shit, Mann. Jetzt habe ich keinen schwarzen Stein mehr. Jetzt müssen wir holen.
Jetzt müssen wir holen. Dringend. Okay, what do we have here? Ich lese es nachher gerade vor, noch schnell schauen. Du bekommst alles, was du willst in diesen Vending Machines. Wir haben mal frische Rahmen rausgelassen. Also für frische, also da kommt es gerade fertig gekocht raus, oder? Okay, aber interesting. Ich bin mit einer Koffer hin und mit 2 heim. Ich bin auf meine Kosten gekommen, aber diese 2 glaube ich nicht. Aber hey, dann ist ja wunderbar. Dann ist ja wunderbar. Aber dann hast du hast es können geniessen und die beiden wahrscheinlich nicht. Aber die beiden werden auch wahrscheinlich... ich weiss nicht, ob die beiden überhaupt noch zusammen in die Ferien gehen. Ja. Big Badabum und der Troy hat keine Ammo mehr. So ist es. Genörgel und der arme Eric mit drin. Nächstes Mal komme einfach ich noch mit. He? Und dann gibt es ein paar Verlettern. oder ich bin der dann immer nörgelt. Und dann denkt er, oh nein, der Troy ist auch so einer. Hey. Wir gehen dann nochmal auf Japan, Erika, und genießen wir es richtig. Hey, machen das. Der Arti ist auch da. Nehmen wir den Troy gerade mit. Hey, mich hat im Fall interessanterweise schon jemand gefragt, ob wir nächstes Jahr auf Japan gehen. Tatsächlich. Und die Person streamt auch. Also gehen wir einfach auf Japan. Alle Streamers gehen wir auf Japan. Let's fucking go. Ich lese jetzt hier noch schnell vor. Dr. Jules Marmont. Ich sage jetzt wieder Marmont. Co-Leiter der Forschung. Und Mare, grüezi, Community-Reise Japan. Kommst du auch mit, Mare? Dann besuchen wir aber dich noch zuerst, oder? Dann müssen wir noch schnell auf die Insel. Reservierst mir einen Platz, Troy? Hey Mare, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Japan, geil. Der Fippo kommt auch, oder? Subi-Werk. Ja, so machen wir das. Dann gehen wir überall schnell vorbei. Bei den Meeren noch schnell auf der Insel, dann auf Japan. Das klingt gut. Projektteam Ramnus. Status des Projekts Arbutus. An Ramnus und es geht um das Projekt Arbutus. Als Forschungsleiter des Hauses am See muss ich unbedingt über alle Vorgänge in dieser Einrichtung informiert werden. Nachdem die andere Dr. Marmont nicht in der Lage ist, mich über die Fortschritte ihres Teams auf dem Laufenden zu halten, sind Sie alle dazu angehalten, mir Informationen von Mitgliedern Ihres Teams zu beschaffen. Wer mir Einzelheiten über den aktuellen Stand des Projekts Arbutus nennen kann, wird belohnt werden. Grüße Dr. Jules Marmont, Co-Leiter der Forschungsabteilung. Right. Kein Loot. Ich würde halt auch gern mehr Loot haben. Und jetzt müssen wir zuerst wieder Munition haben. So, ist da noch etwas? Ja. Wann, wo, wie lange ist die Frage? Jetzt. Jetzt für unbestimmte Zeit. Flex ist auch dieses Reiseziel. Okay. Eventuell kann man mich im Handgepäck von jemandem verstauen. Also, ob das so gut geht, Arti. Ich weiß es ja nicht. So, jetzt muss ich schnell schauen. Gehen wir da noch schnell Loot-Check machen. Ist da irgendwie neuer Loot vorgekommen? Ich höre immer so Geräusche. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt da wieder plötzlich ein. Ich gehe. Bye. Ich gehe. Ja, ist gut, ich verschwinde wieder. Aber da kann ich nicht durch. Ich muss da durch. Oder wo ist der Lift? Oh no, Chat. Oh no. Schnell Loot-Check machen da.
Ja. Oh, kein Lob, Mann. Hey, wo? Kann man schnell speichern. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Shit. Und da wenigstens laut. Ich höre ohne Scheiß überall Zeugs. Da haben wir schon aufgemacht. Uah! The fuck? Okay. Ich muss echt schnell herausfinden, wo geht es da retour? Da komme ich ja nicht durch, oder? Oder gleich? Oh, es hat halt einfach kein Laut, Mann. Das ist mühsam. Da muss schnell einfach einen Check machen. Gut, das ist... Oder ist da der Lift? Ich gehe jetzt gleich zurück. Ich glaube, der Lift ist schon dort, oder? Ich lese nachher noch den Chat. Ja, wir haben ein Problem, oder? Haben wir ein Problem? Wie komme ich da wieder raus? Ich muss pausieren, Chat. Ui, das ist viel geschrieben worden. Ja, kann man im Japanisch von Selbstlauten letztendlich auch A, E, I, O und U-Aussprache leicht Ü und von den Mitlauten her K, S, T, N, H, M, Y wie ein J, R, W, G, Z, scharfes S, D, B und P. Zusätzlich dazu noch das Zu, was man so rauslesen kann. Ebenso noch die kombinierten Laute, wo man bei einem Laut ein Y mit einfügt, zum Beispiel Q. Okay. Kann mich auch ganz klein machen oder man faltet mich. Das ist auch über längere Zeit durch, ist das, glaube ich, nicht so angenehm. Und auf Kanada hat die auch Bock in die Wildnis fotografieren und Lachs angeln. Oh, Kanada bin ich mal gesehen, das war echt nice gewesen. Also ich bin noch in Vancouver gewesen. Das war schon noch geil gewesen. Dort hat es auch ein bisschen Lachs gegeben, tatsächlich. Ich überfliege noch schnell ein bisschen. Ich bin wirklich sehr beweglich. Liebe Leute, könnt mir das Japan in Ota abliefern? Ich bin glücklich. Okay. Also Fippo hat schon mal seinen Wunsch durchgegeben. Wenn der Troy schon sagt, Wenn der Troy schon sagt, wir joinen, haben 69 zu. Okay, das stimmt. Das ist halt wirklich so. Ich finde es auch cool, aber dadurch, dass es mehrere Systeme zum Lesen gibt, wodurch es mehrere unterschiedliche Bedeutungen gibt, ist das wiederum nicht so geil. Ich war mal in Texas. Oh, Texas. Aber nicht wegen dem Land selber. Gut, Texas ist wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen speziell. Ja, alles gut, alles gut. Und ich sollte mal herausfinden, wo ich auch nicht muss, Chat. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Also, da haben wir keinen Aufzug. Wie kommen wir zum Aufzug? Muss ich da rein? Nein.
Muss ich da reden? Muss ich da mit dem Dude reden? Jetzt bin ich wieder am Fall. Ich kann mich nicht verteidigen, Mann. Hey. Hey, du da. Du da. Nein, nicht googeln. Stop it. Fienchen, oh mein Gott, was haben wir überhaupt für Zeit? Was haben wir überhaupt für Zeit? Wo ist überhaupt Zeit? Fienchen, gute Nacht, liebe Fienchen. Möge dein Schlaf so friedlich sein wie Luna Lovegood in Hogwarts. Träume von Abenteuern im Firefly-Raumschiff und flieg mit Mjölnir durch die Nacht und vergiss nicht, deine weißen Söckchen zu zählen. Hey Fienchen, schön bist du da gewesen. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye bye Fienchen, tschüss. Ich bin wegen meinem Ex für 3 Monate tätig gewesen. Ist interessant gewesen. Ist jetzt genau 10 Jahre her, okay. Der Lift ist Stissband, ja, das haben wir schon mal gehabt. Und ich weiss nicht, wie wir den Lift zurückholen. Der Lift hat doch einen Pfeil dran, also auf der Map. Aber dort ist kein Lift. Ja, genau. Und jetzt muss ich herausfinden, wie ist auch das schon wieder gegangen, dass wir den Lift wieder hinbekommen. Ist echt, aha, ist das die Idee? Ah, hey, ihr habt aber schon recht. Das ist schon so. Ich muss da rüber. Ja, sorry. Ihr habt absolut recht. Jetzt machen wir aber noch schnell den Loot-Check. Ich hätte halt genau müssen schauen. Das ist ja wirklich auf der Map eingezeichnet. Ja, ich gehe ja schon wieder. Ja, nur mal einen Loot-Check machen. Okay. So, rein in den Lift. Wir gehen zum 5. -5, Schwarzstein-Chat. This is the way. Oh, jetzt haben wir Karten aktualisiert. Wir haben jetzt. Jetzt wahrscheinlich nicht. Please hold. This isn't the floor. Hold. Please hold. Elevator. Please hold. Können wir schnell pausieren, Chat. Eines der coolsten Erlebnisse dort war Halloween. Wir haben uns als Teenager ausgegeben und sind Trick-or-Treaten, haben beide einen riesen Sack voll Süßigkeiten abgestaubt. Okay, das klingt aber geil. Das klingt echt geil. So, Chat. Ich muss wieder mal mit dem Gemälde reden, Chat. Wir müssen mit dem Gemälde reden. Es will reden. Was wissen Sie über Rudolph Lane? We're holding a painter here. Rudolph Lane. Does that ring a bell? The shape of a man. Die Gestalt eines Mannes. Ich denke, Sie sind Rudolph Lane. I think you are, or were, Rudolph Lane. Himself, a self-portrait. Ein Selbstporträt. Look, I might be Damit able to Sie help you, sehen. but I need information, cooperation. No brush. Kein Pinsel, nur er selbst. Here we go again. So, jetzt machen wir aber das 5, oder? Rudolph Lane was dying. Both murderer and victim. Red hues ran down his hands. Was it scarlet? Or cadmium? Scharlachrot. Too vivid to be maroon. Names don't matter, he decided. Color was pure. Inspiring. For the first time in years, he wanted to paint. A self-portrait. To say goodbye. No. To make them remember. To make them see what they did. He slapped his hands against the wall to steady himself. He began from there. No brush, just himself. The strokes were crude,
violent. The pain, misery, and hate he'd endured there. The fire in his eyes and hands and bones all spread into the shape of a man. It was quick. Natural. Like a heart attack. He slumped down to the floor, smiling at the anger he left smeared across the wall. Okay, interesting. Wrong Ebene. Why is this fucking lift like that? Er ist ein bisschen speziell. He? Der Lift ist ein bisschen speziell. Es ist lustig, sehr schade ist es in der Schweiz nicht so etabliert. Das finde ich noch eine herzige Tradition. Gut, aber es kommt ja auch immer mehr. Aber ja, es ist natürlich nicht vergleichbar. Bei uns haben wir es so ein bisschen im Ansatz. Ich habe hier so viele Leute kennengelernt und ihr seid alle wunderbar und einzigartig. Oh, Arti. Hey, das kann ich nur geben. Das kann ich nur geben. Ist es so? Und ihr Chat, was für Tradition, egal welche und wo, findet ihr mega toll, wo aber nicht so üblich oder gar nicht in der Schweiz vorkommen. Oh, da fällt mir jetzt ohne Scheiß gerade nicht einmal etwas ein. Fällt mir nicht einmal etwas ein. Aber Chat, ihr könnt dürft das gerne beantworten, was Silvi gefragt hat. Ich muss schnell schauen, wo ich war, Chat. Das Wasserfest in Thailand ist geil. Songkran. Wir spritzen allen anderen mit Wasser ab. Ich know, das tönt sehr gut. Das tönt sehr gut. So, Chat, ich muss noch schnell noch etwas schauen. Ich bin gerade wieder für euch da. Ah, jetzt. Ich wollte sagen, auf YouTube hat irgendjemand geschrieben und ich sehe es nicht, aber jetzt sehe ich es. Moin, bist du so eine Art Kubi von geschriebene Geschichte? Espa. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage verstehe. Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe. Was meinst du damit? Aber schön, dass du hier bist. Wie geht's dir denn? Ich finde das indische Farbfest. Oh, das habe ich auch schon gesehen. Das sieht auch noch interessant aus. Ja, mit dem Pulver. True. So, wir gehen weiter. Das haben wir angeschaut. Wir gehen in den Lift in den Chat, den Lift, und dann gehen wir ins -5. Jetzt hoffentlich, oder? Hoffentlich. Holyfest. Holly. Ding, ding, ding. Nein, habe ich aufs 4 gedrückt, Chat. Ich habe doch aufs 5 gedrückt. Hey, aber Chat, spinne ich jetzt? Habe ich aufs 4 gedrückt? Ich habe doch nicht aufs 4 gedrückt. Also -4, ja, -5 drück, Mann. Ja, jetzt sind wir halt da. Jetzt sind wir halt da. Jetzt sind wir im 4. Ich sage doch, der Lift ist fucked. Hey, der Lift macht, was er will. Ist aber auch nicht das erste Mal, wo er einfach irgendwie dort hinfährt, wo er will, und nicht dort, wo wir hin wollen. Also, schnell schauen. Da im Standort haben wir da noch irgendwie einen Loot. Kommen wir da durch? Da kommen wir durch. Ich muss schnell... Ist ja egal, wo wir durchkommen. Jetzt kommt das wieder zusammen. Okay, ich glaube, das kommt da unten wieder zusammen. Das heisst, da werden wir rauskommen. Machen wir da schnell auf. Nehmen den Loot mit. Wichtig.
Was ist jetzt das gewesen? Haben wir da aufgemacht und das ist auch... Okay, das ist wahrscheinlich ein Bug. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Ich bin nicht besoffen. Das haben wir auch gesehen. So, speichern. Oh, looten und noch einen speichern. Chat. Oh, Medikit. Let's go. Brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Aber vielleicht später. Ich lese schnell den Chat. Du wurdest mir angezeigt mit der Kategorie Lesen. What? Also auf YouTube gibt es Kategorien. Das wusste ich gar nicht. Nee, also ich lese noch das andere. Dein Content meine ich. Kube ist hier auf YouTube und Twitch auch live. Er liest aus alten Schriften vor. Nee, also bei mir ist eigentlich Kategorie Anfangsstream ist es einfach Just Chatting, also auf Twitch halt Just Chatting, wo ich eure Nachrichten lese und wir da einfach drüber reden, ne? Und jetzt bin ich im Alan Wake 2 DLC, das Haus am See heißt das DLC. Also ich lese nichts vor. Ich lese nicht aus alten Schriften vor. Ich lese da höchstens im Spiel vor, was da jeweils steht in den Akten, die ich hier finde und so. Aber trotzdem schön hast du zu mir gefunden. By the way, Troy, hast du unser Geistervideo gesehen? Ich glaube, habe ich es geschaut? Ich habe es, glaube ich, geschaut, aber das ist schon eine Weile her. Ich müsste es wieder schauen. Es war, glaube ich, lustig. Es war, glaube ich, lustig. Also so halbwegs habe ich es noch in Erinnerung. Ja, ich habe es schon geschaut. Schrödingers Spinntür, ja, true. Sie ist offen und geschlossen gleichzeitig. Super Position. Ich muss es schnell abspielen. Merci für den Clip. Ich habe zuerst gedacht, ist jetzt das Absicht? Ich meine, in diesem Spiel würde mich das nicht verwundern, wenn es Absicht wäre. Da hat YouTube aber mächtig daneben gegriffen. Aber Sanne Esper weiß, also ich bin ja eher noch neu auf YouTube. Ich mache das so testweise, den parallelen Stream auf YouTube. Hauptsächlich streame ich ja auf Twitch. Aber macht das YouTube von selbst? Ist das so ein Algorithmus, der da irgendwie versucht rauszulesen, was ich jetzt hier genau mache? Ich nehme an, das ist das Problem. Und dann hat YouTube jetzt gedacht, ich lese ja schon Dinge vor. So falsch ist es ja nicht, ne? Aber halt im Spiel. Mit einem Delay liest du manchmal schon aus alten Schriften vor. Du bist so ein Low, aber du hast halt schon recht. Meint der User von YouTube vielleicht alte Schriften wegen Schweizerdeutsch? Das weiß ich nicht. Aber mir ist gar nicht bewusst, dass es eine Kategorie gibt auf YouTube. Das wäre mir irgendwie neu. Aber ich kenne mich halt auch nicht aus. Es wäre gruselig gewesen, mir dreht ein neues. Ich teile es dir wieder. Hey, mach das unbedingt. Unbedingt. Carnage, merci nochmal. Merci auch dir für den Clip. Aber jetzt haben wir, glaube ich, 2 Clips davon, oder? Einer von M&A und einer von Carnage. So, Chat. Noch schnell lesen. Keine Ahnung, aber manchmal stehen bei YouTube Kategorien dabei. Ich muss mich mal erkundigen, wie das läuft. Entweder habe ich irgendwas Falsches eingestellt, das ist gut möglich, das kann sein. Oder YouTube versucht das rauszuinterpretieren mit I don't know, Algorithmen, AI, I don't know. Und da ist dann einfach dabei rausgekommen, der Troy, der liest Dinge vor. Das kann schon sein. Alte Schriften, das ist doch eine Mistranslation. Da meint jemand Troy seine alte Herrenwitze. Herrenwitze. So, Chat, wir machen weiter hier. Ich speichere, check. Habe ich jetzt den Loot mitgenommen? Loot habe ich mitgenommen.
Gut, da geht's lang. Schnell schauen auf der Karte. Oh nein, ich hasse das Geräusch, Chat. YouTube taugt das gerne auch mal irgendwo selber ein. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Liebe Community, ich danke für diesen wunderbaren Stream. Leider muss ich aufgrund der Medikation bin müde. Oh, hey Arti, fühl dich gedrückt und Arti, gute Nacht. Träume süß von Schinkengipfeli und Abenteuern mit deinem treuen Begleiter Gizmo. Möge deine Nacht so aufregend sein wie ein Tag voller Kaffeedrinks. Hey, Arti, Hack für dich. Mal schnell, mache ich jetzt ein Hack Arti. Irgendwann machen wir mal ab in real life. Das muss schon aussehen. Aber zuerst wünsche ich dir mal eine gute Nacht, schlaf gut, schönes Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Arti, bye bye, tschüss. Ich habe dich trotzdem abonniert, ich mag die Sprache, sie hört sich sehr spannend an. Hast du feste Streamzeiten? Also danke mal fürs Abo auf jeden Fall. Und ja, Schweizerdeutsch, die Sprache, finde ich cool, dass du das magst. Und ja, ich streame jeden Samstag von ab 19 Uhr. Ich will jetzt sogar sagen 19:30 Uhr. Ich habe meistens Verspätung. Jeden Samstag 19:30 Uhr sollte ich live sein, bis spät in die Nacht, so wie jetzt. Und würde mich natürlich freuen, wenn ich dich wieder lesen dürfte. Du kannst auch sehr gerne auf Twitch vorbeikommen. Auf Twitch hast du einfach das volle Format, ne? Und auf Twitch gibt es noch so Spielereien. Du kannst mit Kanalpunkten Dinge machen. Ist einfach viel interaktiver. Aber ne, du musst nicht, einfach, dass du es weißt. Hey, es läuft. Okay, hier die Spielereien. Ein Beispiel, ne? Und die könnt ihr einlösen und ja. So, wo sind wir denn? Da könnte es sein, dass in gewissen Intervallen Screenshots gemacht werden und es in dem Moment war, wo eins der Dokumente... Ron, come on. Ich lese es nochmal. Da könnte es sein, dass in gewissen Intervallen Screenshots gemacht werden und es in dem Moment war, wo eins der Dokumente im Vollbild war. True. Das könnte schon sein. Den Ton habe ich auf Twitch und schaue gerade YouTube. Okay. Gibt es einen bestimmten Grund, wieso du das so machst, Maverick? Aber hi nach YouTube, Maverick. Ja, Silvi, willkommen im Jenseits. Wie habe ich jetzt das verdient? Silvi knallt mich einfach ab. Und dabei habe ich jetzt etwas erzählen. Aber hier die ganzen Effekte nochmals. Maverick, ich weiß nicht, wieso du den Mix hast, aber hey, go for it. Also wenn der Titel auf YouTube auch die Räubergeschichte ist, dann hat er sicher wegen dem Geschichtli gemeint und du erzählst solche. Okay. Hey Sanne, let's go. Hey, danke dir für den Follow hier auf Twitch. Das freut mich natürlich extrem. Willkommen nochmals hier auf meinem Channel. Und nochmals danke für deine netten Worte. Finde ich cool, dass du jetzt auf YouTube durchstreamst. Ja, es ist einfach nur YouTube Vertical. Also es sind eigentlich die Streams, die anscheinend in den Shorts dann auch kommen. Aber ich habe gedacht, wenn schon, dann biete ich dort einen Mehrwert im Sinne von, wenn ihr mich auf Mobile schaut, dann habt ihr quasi das richtige Format für Mobile. Und
Der Vorteil, je nachdem, ist auch, ich kann mich dort schauen ohne Musik. Also wenn ich im Just Chatting bin und es läuft Musik, wie zum Beispiel, ich bringe es nicht hin, zum Beispiel jetzt, dann hört man die auf Twitch, aber auf YouTube nicht. Da könnt ihr auch sagen, hey, ich will meine eigene Musik hören. Und dann könnt ihr zum Beispiel so einen Mix machen, wie es der Maverick hat. Und sagen, hey, ich höre auch auf YouTube zu und habe dort und kann meine eigene Musik hören. Aber Sanne, die Frage die ist schon beantwortet. Ne? Genau gleich. Hey, Speshi, Mann, Speshi, grüezi. Troy, lade eine gute Nacht, Lurk da. Speshi, merci vielmals für den Lurk und schlaf gut und schönen Sonntag noch. Speshi, mach's gut, bye bye, tschüss. So, noch schnell den Chat ein bisschen nachlesen. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Ich will mal schauen, wie es auf YouTube aussieht. Aha, okay. Super, Silvi, dann macht er endlich ein Gameplay. Ach nee, da ist er ja wieder. Zwar als Geist, aber ist auch da. Jetzt bin ich wieder unter den Lebenden inzwischen. Ich habe mich wieder manifestiert. Ich wollte eigentlich mit dem treuen Jenseits sein. Ja, aber was ist denn mit dem Erik? Den Erik müssen wir auch noch mitnehmen. Wieso kann Miss Piggy nie bis 70 zählen? Bei 69 hat sie einen Frosch im Hals. Das habe ich schon mal, das hast du schon mal irgendjemand gebracht, Coles. Und Sanne, sage ich das eigentlich richtig? Sanne Espa, Sanne. Oder spreche ich das irgendwie falsch aus? Einfach korrigieren. Ne? Wenn ich das nicht richtig sage, dann korrigiere mich ungeniert. Aber danke dir nochmals. Ich wollte auch Calls, habe letztens einen Insta-Post gesehen von einer, die das Flugzeug liebt und als Freund hat. Finde ich völlig okay, habe nichts dagegen natürlich, aber habe es nicht können sein und schreiben. Habe gehört, sie sind nicht mehr zusammen. Das Flugzeug kriegte keinen mehr hoch. Ja. Ja, jedem das Seine. Gestern ist mein Vibrator kaputt gegangen. Hast du schon versucht, neue Batterien reinzustecken? Ja, das ist aber nicht dasselbe. Scheißdreck ist. Oh. Es ist langsam spät, nicht Chat? Es ist langsam spät, man merkt es. Auf Mobile schaue ich Twitch über Remote Desktop am PC. Okay. Kann man auch machen. Bist du Inkarnation von Jesus, weil du wieder lebst? Schwierig. Ich meine, also schaut mich mal an, sehe ich aus wie der Jesus? Sehe ich aus wie Jesus? Nee. So, ich suche aber jetzt gerade was zum Einschlafen, nicht böse sein. Ich wandere weiter auf der Suche nach etwas zum Einschlafen. Ich schaue auf alle Fälle bei dir mal rein. Hey, Sanne, danke dir, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ich hoffe, du findest noch was Passendes zum Einschlafen. Ich kenne es, mache ich auch gerne so. Und schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Gute Nacht. Wait a second. Okay, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen Jesus. Sanne. Okay, alles klar. Also nicht Sahne, ne? Sanne. Was ist die Lieblingszeit von Fantasy-Nerds? 10:30. So, jetzt ist aber gut. Hey. Jetzt ist aber gut. Wir gehen jetzt da rein. Wir gehen jetzt rumballern, Chat. Ja, es muss doch Moni. Ist mir jetzt egal. Nehmen wir halt Shotgun für Taschenlampen-Action. Come on. Da machen wir jetzt zu. Es gibt kein Zurück mehr jetzt. Schnell auf Fernkampf vorbereitet sein. Was bist du für einer?
Let's fucking go, chat. Let's fucking go. Ich bin ready. Whew. Let's go, let's go, let's go. Noch mehr, ich brauche noch mehr, Chat. Ich brauche noch mehr. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, I don't like this. I don't like this. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ah! Ah! Ja, aber doch nicht direkt. Big Badabum. Und ich habe die Munition schon wieder verbraucht, Chat. Ich habe sie halt schon wieder verbraucht. Und ich muss schauen. Okay, auf der Karte habe ich nichts Gescheites drauf. Ich hoffe, ich verpasse keinen Loot. Was ist das am Boden? Ich muss schnell pausieren. Was kann man jetzt da Witze rein? Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Er ist weg vom Fenster. Scheiße, Mann. Ach, Chat. Hab mich gestern beim Golfen verletzt. Wo denn? Zwischen dem ersten und zweiten Loch. Oh Mist, da hält kein Pflaster. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Das ist ein Scheiß, Mann. So, fertig. Sorry, habe ich vom Internet geklaut. Wie heißt die Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Trench Open. Ich mache mal weiter, Chat. Es wird nicht besser, ne? Es wird... Hä? Ich wollte doch nur... Hä? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen, Chat? Diana sat in her office. Ja. A weak death light kept the darkness around her at bay. The silence of the archive suited her. She scowled at a series of graphs when the room turned red. Schnell pausieren. Silvi schreibt nämlich, den Calls, den habe ich vermisst. Der Calls den vermissen wir auch schnell. Und Silvi, ich habe den Calls live gesehen am Hero Fest. Ich habe ihm einen Bro-Hack gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Then the walls of the archives rumbled. A tremor in the bones of the facility. Oh, Silvi. One by one, the red lights went dark as a wave of nothing poured in from all sides. Diana stood, but there was nowhere to run. The sheer depth of the darkness terrified her. She realized they had done this. Her and Jules, their ambition, their hatred. Her desk lamp flickered. In the brief moment before it all went dark, she thought of Jules' smile. Ja, hier die alten Schriftstücke hier. He? Ja, ich habe langsam das Gefühl, wir werden da noch stehen. Oh. Please, please, please. Hast du nicht einmal etwas drin? Verarschung pur, Verarschung. Ja, da bin ich schon mal durch. Wo muss ich durch, Chat? Was ist überhaupt mein Ziel? Du hast quer das Archiv, ja. I try, okay. Jetzt gehe ich aber alles wieder zurück. Ich glaube, ich bin da Chat, wir müssen da nochmal retten. Ich will nicht wieder an Anfang zurück. Wo geht's denn da weiter? Der Lock'n'Loller ist auch da. Chat. Lock'n'Loller ist auch da.
Dein Standort ist einfach immer gleich, oder? Hey, was ist es leer? Wow! 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 Tut! Sorry, ist es ein bisschen laut. Für mich ist es ein bisschen laut. Nein, der ist noch nicht tot, Mann. Er ist halt noch nicht tot. Aber ich bin tot, Chat. Ich bin tot. Jetzt ist die Frage, ist Quertutsu noch hier, um den Tod registrieren? Er ist es halt. Er ist noch da. Scheiße, Mann. Ich habe heute mein erstes graues Schamhaar entdeckt. Ich bin aber nicht so ausgerastet wie die anderen Leute im Aufzug. Okay. Hast du ein Foto von dem legendären Moment? Ja, aber ich darf es nicht sharen. Ich darf es nicht sharen, Silvi. Der Karls hat mir das verboten. Was ist grün und kurz vor dem Tod? Ein Sterbsli. Me does an unboxing video. Everyone, ja genau, everyone else at the funeral. Oh no, Carnage. Uff. Ich sehe alles. Oh, das muss der Karls natürlich beantworten. Das muss der Karls beantworten. Okay, das sind wir wieder. Here we go again. Come on. So. Den Loot nehmen wir auf jeden Fall immer schön mit. Wir tun uns vorbereiten, dann wir reloaden. Gut, wir nehmen den Loot mit. Ich glaube, das erste Viech, das kommt, ist so ein grosser. War das hier Schwarzstein? Wir sind ready, Chat. Wir sind ready. Er kann kommen. Du musst rauskommen vorhin. Das lesen wir jetzt nicht nochmal, das haben wir schon gelesen. Shit, jetzt muss ich mich da anpassen. Ja, jetzt muss ich auch auf beides ready sein. Für beides ready sein, für beide Arten von Gegnern. Und das nehmen wir mit. Medikit. Ja. Kieran, du bist einfach im Weg, oder? Du bist halt einfach im Weg. Hey, wie lange wollen wir das noch machen da? Hat er jetzt gerade den anderen kaputt gemacht?
Ich hasse den aus. Der kann plötzlich hinter mir stehen, wenn ich nicht aufpasse. Hate it. Ja, das nützt nicht. Let's fucking go. Noch mehr? Puh. Okay. Ich muss schnell schauen, was haben wir da noch gemacht? Ich muss schnell schauen, was ihr da geklebt habt, Chat. Boom. Ach. Okay, nice. Guter Clip. Merci für das. Mich gibt es nur live, das ist eben da. Das ist eben da, was er schon gesagt hat. Dann treffen wir uns einfach ganz einfach. Genau. Was ist braun und klebt an der Wand? Ein Klebkuchen. So ein Scheiß. So ein Scheiß, Mann. Was ist bunt und springt von Tisch zu Tisch? Ein Fluchtsalat. Ach, Chat, Mann. Arti am Zähneputzen. Aber springst du auch von Tisch zu Tisch? Was ist braun und ist unter Wasser? Ein U-Brot. Hey, aber woher das könnt ihr jetzt aber googlen, oder? Oder wisst ihr das einfach alles? Ist das so abgespeichert? Es hört nicht mehr auf. Wer hat das gestartet? Wer hat endlich gestartet mit diesen Flachwitz? Wie nennt man ein Lama, das auf Margarine ausgerutscht und mit dem Kopf gegen eine Glocke knallt? Ramalama Ding Dong, ja, den habe ich auch schon gehört. Der Karls hat angefangen. Warum gehen Fichten nicht zum Zahnarzt? Weil es nur Kieferorthopäden gibt. Oh mein Gott. Ich bin immer und überall hier. Was ist violett und hockt zuvorderst vor in der Kille? Ein Frombeere. Maverick. Siehst du, jetzt verscheuchen der Silvi. Leider müssen Erik und ich langsam ins Bett. Er muss morgen arbeiten und ich habe morgen bei der Family abgemacht. Haben aber noch einen ganz tollen Stream und freue mich schon aufs nächste Mal. Habe euch vermisst und lieb. Hey Silvi, schön bist du da gewesen. Und ich habe mega Freude gehabt. Schlaf ganz gut und morgen voll einen schönen Tag. Im Erik und auch dir natürlich. Schlafen gut. Und bis zum nächsten Mal. Silvi, bye bye, tschüss. Das ist Allgemeinbildung. Ich kann mir eben so Zeug nicht merken. Da bleibt bei mir nicht gespeichert. Was ist rot und kämpft sich durch den Salat? Das Rambo-Diesli, das habe ich auch schon gehört. Nein, alles gut, musst du dich nicht entschuldigen. Silvi, mach nochmal. Nicht wegen, das ist mir schon klar. Ja, nicht wegen uns. Es ist wegen der Flachwitz. Das hat nichts mit uns zu tun. Das ist gelb und versteckt sich hinter einem Baum. Ein Angstbisi. Oh mein Gott. Super gern und sorry, habe nie so oft können joinen. Alles gut. Erika, dir eine gute Nacht, mach's gut. Und gute Nacht, liebe Silvi Pada. Lass dich von den Katzenmusik in den Schlaf wiegen, auch wenn um 3 Uhr morgens unheimliche Geräusche erklingen. Vielleicht spielt eine Ukulele im Traum für dich. Träum süß. Hey, gute Nacht, Silvi. Und gute Nacht, Erik. Möge Captain America über deinen Schlaf wachen und dir süße Träume bringen. Träume von aufregenden Abenteuern in der Welt der Spieleentwicklung und möge die Weisheit von Obi-Wan Kenobi dich auf deinem Weg begleiten. Schlafe gut. Hey, Erik, auch dir eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Nein. Was ist eckig und fliegt durch die Wand? Ein Ping-Pong-Klötzli. Ei.
Ja, Grammatik. Selbstverständlich. Gerne unterstütze ich dich dabei. Das ist auch so UNO Reverse Card. Einfach UNO Reverse Card. So ist mein Bot halt. Chat. Und Carnage geht auch. Hey, ich mache auch nicht mal so lange Chat, by the way. Ich verabschiede mich auch mal. Wird jetzt spät genug, um mich ins Bett zu begeben. Hey. Lieber Carnage Rage, bevor du ins Land der Träume verfällst, lass uns gemeinsam die Hawaii-Hemden der Sorgen verrecken. Und sie elendig ausbluten. Was werden wir genau machen? Die Hawaii-Hemden der Sorgen verrecken. Hey, also, hallo? Sehr speziell. Gute Nacht und süße Träume. Hey, Carnage, mach's gut. Gute Nacht, schönen Sonntag und man liest sich. Bye bye, tschüss. Was ist weiss und geht der Berg darauf? Eine Lawine, die Heimweh hat. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer, Chat. Es wird immer schlimmer. Wohin bringen Bananen morgens ihre Kinder? In die Chiquita. Ich bin jetzt endgültig weg, bin im Bett, schaue noch so lange, bis mir die Augen zufallen. Hey, Art in dem Fall. Hoffentlich dann gleich ein guter Schlaf. Hawaii-Hemden wäre ein Begriff, wegen Yakuza will ich mir eins zulegen. Oha! Was ist gelb und schlittelt der Berg herab? Ein Grämschlitten. Oh mein Gott! Jetzt breche ich den gerade ab. Machen wir auch Feierabend. Wenn es so weitergeht, dann machen wir Feierabend. Danke für deinen Stream, Troy. Hey, merci, dass du dabei bist. Was ist orange und wandert der Berg darauf? Ein Wanderindli. So, Chat. Wir tun schnell alles reloaden. Gut, haben wir gemacht. Wir nehmen den Loot mit. Wir lesen Chat lesen wir jetzt nicht mehr. Wenigstens schon 2 Schüsse, geil. Schnell schauen, haben wir alles dabei. Ich bin halt jetzt ein bisschen verwirrt. Ich weiss nicht, wo ich... Ja, 6, Karen. Ich weiss nicht, was durchgeht. Geht es da durch? Geht es da durch vielleicht? Das haben wir schon mal gesehen, Chat. Gut, weiter geht's. Was ist da? Oi. Schufki, grüezi. Danke dir für den Lurk-Support, Schufki. Merci vielmals. Also es ist grün und liegt im Sarg. Es ist ein Gesterbsli. Das klingt doch so cute. Ja, da gehen wir nicht hin, das ist nicht gut. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich noch einmal Loot finde. Jetzt sind wir gar nie mehr, oder? Ja, das ist viel zu lesen, Chat. Oh mein Gott, Jahresbericht Schwellenstudie. In diesem Jahr wurden Fortschritte bei der Weisung des Hauses am See gemacht, die Schwelle des Cauldron Lake zu verstehen und zu neutralisieren. Die Forschungen
Forschung im Bereich der Erkennung und Messung der Schwellenenergie hat große Fortschritte gemacht, siehe Berichte bla bla bla, sodass wir gemeinsam mit der Untersuchungsabteilung ein Frühwarnsystem in der Nähe des Ufers Cauldron Lake errichten konnten. Die Erforschung der Beziehung zwischen dem Schatten und den Lichtquellen erweist sich ohne aktive Schwellenmanifestationen, die getestet werden können, weiterhin als äußerst problematisch. Zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung und offensiven Bekämpfung des Schattens sind ohne ein aktives AW ebenfalls schwierig zu realisieren, obwohl die theoretische Forschung fortgesetzt wird. Die Erforschung von Techniken zur Eindämmung der Schwelle dauert noch an, wobei momentan doch keine eindeutige Aussage über ihre Wirksamkeit möglich ist. Das Team hat die Gegenfrequenzprojektion in der Nähe des Cauldron Lake getestet, gemäß dem Auftrag bla bla bla, und alle Ergebnisse wie angefordert an Dr. Darling weitergeleitet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 2017 ein erfolgreiches Jahr war und für 2018 werden weitere erfolgsversprechende Fortschritte erwartet. Das hört, wenn ich schaue in den Chat und sehe auch schon die nächsten Witze. Das ist rot und steht am Strassenrand eine Hagenutte. Es wird wirklich nicht besser, Chat, es wird nicht besser. Aber ich habe jetzt das Archiv durchquert. Und wieso rede ich denn jetzt Hochdeutsch, Chat? Folgebericht redigiert. Am Morgen des war die Musikerin, die im Haus am See zu Forschungszwecken festgehalten worden war, nicht mehr in ihrer Zelle. Das Videomaterial der Überwachungskameras aus der Nacht davor wurde durch elektromagnetische Interferenzen aus unbekannter Quelle beschädigt. Die auch unter dem Künstlernamen bekannt ist, hat während ihrer Zeit im Haus am See ein Lied mit dem Titel Six Deep Breaths geschrieben, das von Dr. Mormont und Dr. Mormont als sehr vielversprechendes Forschungsmaterial eingestuft wurde. Soll ihr Lied irgendwie benutzt haben, um ihr Verschwinden zu bewerkstelligen? Die Suche nach war von kurzer Dauer, da eine umfangreichere Suche als Risiko für den Vertraulichkeitsstatus des Hauses am See eingestuft wurde. Was ist orange und schaut durchs Schlüsselloch? Ein Spannerinli. Oh Chat, ich habe heute Clementinen geholt. Clementinen. Ich muss da noch das zweite lesen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Vorgesehene Maßnahmen. A. Derzeit wird untersucht, ob Mitarbeiter des Hauses am See in das Verschwinden von verwickelt waren. B. Es wird derzeit untersucht, ob die Testperson das von ihr komponierte Lied als Fluchtmittel verwendet hat. C. Alle Materialien und Werke, die mit in Verbindung stehen, werden im Archiv für zukünftige Nachforschungen aufbewahrt. D. Jede Woche wird online überprüft, ob in der Öffentlichkeit wieder auftaucht. Dabei werden bekannte Webadressen, die in der Vergangenheit mit in Verbindung standen, sowie bekannte Adressen mit Parautilitär AW-Aktivität überprüft. URL, bla bla bla. Die aktuelle vollständige Liste finden Sie unter Das hat uns jetzt aber noch weitergebracht, oder Chat? Oh mein Gott, es hört nicht auf, Chat. Es hört nicht auf. Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Ein Frosch im Mixer, das habe ich auch schon gehört. Projekt Arbutus, die Definition von Kunst, eine Studie von Dr. Diana Mormont, PhD. Um die Schwelle am Cauldron Lake wahrlich verstehen zu können, müssen wir erst die Anziehung verstehen, die Kunst auf sie hat. Allerdings ist selbst die Definition von Kunst so divers wie die Fülle an Künsten, die darunter vereint werden. Aus diesem Grunde müssen wir einen Forschungszweig ins Leben rufen, der Kunst definieren und quantifizieren soll, um das Konzept letztlich zu einer messbaren Einheit zu machen. Zunächst sollten wir nicht versuchen, die menschliche Definition von Kunst zu verstehen, sondern die Vorlieben des Cauldron Lake. Vergangene Fälle, in denen die Schwelle des Cauldron Lake die Realität beeinflusst hat, haben sich auf das Schreiben konzentriert. Wake 2010,
Kinematographie wird ebenfalls vermutet, wurde jedoch bislang nicht bestätigt. Zane 1970. Wie sieht es mit anderen Medien aus? Wir müssen die Brauchbarkeit von Malerei, Dichtung, Musik, Fotografie, Bildhauerei, Tanz und so weiter erforschen. Ganz zu schweigen von der Fülle an Genres und Methoden innerhalb an all dieser Medien. Und was ist mit den Künstlern, die nicht in den üblichen künstlerischen Ausdrucksweisen zu den üblichen künstlerischen Ausdrucksweisen zählen? Darf jede Form des Schaffens mit einer hohen Expertise den Titel Kunst tragen? Backen, Holzbearbeitung und so weiter? Wie sieht es mit nicht-physischen Medien aus? Warum ist Musik, Kunst und Philosophie nicht? Ist es nicht? Wird etwas durch das Medium zur Kunst, dessen Qualität oder vielleicht einfach durch die Intention des Ausdrucks? Wie wird deren Bedeutung gewertet? Welche Schwellen müssen die einzelnen Faktoren übertreten, damit die Gleichung aufgeht? Holy moly! Das ist alles so mega speziell. Was sitzt und wird langsam rot? Das Baby, das mit der Rasierklinge spielt. Ey, oh, das ist aber der ist. Puh! Okay. Das ist farbig und säckelt über den Küchentisch. Und da haben wir den Fluchtsalat haben wir vorhin schon gehabt. Banana! Es wird immer böse. Ja, jetzt artet es dann aus. Es gibt offensichtlich noch viel zu erfassen. Wir müssen damit beginnen, eine Methodik mit einer Vielzahl an Kunstformen und anderweitig kreativen Unternehmungen sowohl physisch als auch geistig zu entwickeln und dann einen Weg finden, eine mögliche Verbindung mit der Schwelle des Cauldron Lake zu entdecken. Cauldron Lake ist ein Enigma mit verschiedenen Schichten, die es zu entblößen gilt, wenn wir es verstehen und letztlich unter Kontrolle bringen wollen. Es wird Jahre dauern. The lake house was underwater. The Wenigstens Marmont's lässt es vor. ambitions had finally been realized. Jules had dangled the painting like a lure and hooked an ocean. Their machines couldn't hold it. A fault in the system. The water rushed in, filled it until it was ready to burst. All their successes and failures had led them here. The work had made them into monsters. But the lake house was still theirs. It always would be. They could feel an outsider trespassing in their labs. I know you're here, they called out to the dark. Ich weiß, dass du hier bist. They wouldn't let the intruders stop their progress. This was their home. Their beloved tomb beneath the waves. Tomb beneath the waves. Das ist ja alles schön und gut. Das ist ja alles schön und gut, aber ich bin nur da wegen dem Stuhl. Den nehmen wir jetzt mit, den Abspann. Es gibt sicher ein Achievement, wenn wir den mitnehmen. Jetzt versperre ich mir sicher den Weg und dann kommt das Monster und ich komme nicht raus. Oder? Haben wir da keine Loot mehr? Oh, jetzt sehen wir da wenigstens, wo wir sind. September 13th, 2023. Notes regarding the concept of the tortured artist. A romanticized image of the sensitive artistic temperament, yes. But there may be truth in the cliche. It's no secret Rudolph Lane has been unhappy here for years. But the aggregate data shows his art's viability score trending upward over time. If Jules had neglected to hold... Kann man so ein Schissradio mal abstellen, please? Ich höre ja nichts. Stress rating to compare against the art score. I'll make this a sub-goal of my study of Edward Booker. Once we set the variables and establish a control reading of his art and mental state, then we can begin inducing negative emotion. Ja, negative Emotionen. Ich weiss nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bin langsam zu müde für den Scheiß. I'm so sorry, geh weiter. Was haben wir da noch? Die Witze sind so billig.
Außerdem finde ich Anglizismen ein No-Go. Kaffee Drink, let's go. Flex, Mann, ich hole mir gerade eine. Be right back, be right back. Ich kann noch ein bisschen Witzli erzählen und ich lese sie nachher nicht vor. Okay? Frecher Treu. Nicht, dass du noch einschlafst. Merci vielmals. Das ist ein guter Moment. Da habe ich wirklich auch gerade Lust drauf. Ich suche auch Blondinen. Jetzt habe ich... Macht das Sinn, dass ich jetzt das gemacht habe? Egal. Kein 77 schreiben, weil sie nicht weiss, welches 7 als erstes kommt. Merci vielmals für den Kaffeetrink. Flex, let's go. So, weiter geht's. Das ist nicht gut, oder? Muss ich da durch? Was ist mein Ziel? Begib dich zum Ort des Experiments im Untergeschoss 5. Ja, ich muss schon da. Oder muss ich wieder zurück zum Lift? Ja, nein, jetzt will ich nicht sterben, da, weil ich nicht weiss, ob ich jetzt da durch muss oder nicht. Okay, ich glaube, ich darf da nicht durch, Chat. Ich darf da nicht durch. Gehen wir auch wieder zurück. Speichern. Ah, okay, alles gut, alles gut. Wir speichern. Gehen wir rauf. -5, Chat. -5. Let's fucking go. Nein. Where'd the elevator go? Hey. Oh Mann, jetzt habe ich gemeint, dass ich habe recht, aber ich habe nicht recht. Aber dann... Oh, Chat, ich will doch nicht. Ich will, dass das langsam vorbei ist. Also nicht, dass ich das Spiel schlecht finde, aber es ist so ein bisschen... Das Lost Sein hier. Mit mir. Ist doch nicht interessant. Also, Chat. Wo müssen wir rennen? Oh. Ah, das habe ich... Oh! Okay, das machen wir nicht mehr. Oder müssen wir das machen? Oh, what the fuck? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen es machen, oder? Chat, seid mir nicht böse, ich lese jetzt auch nicht mal alles vor. Uff, hey, aber ich habe das Gefühl, das ist schon da, was wir machen, oder?
rein, Mann. This doesn't look like Lane's style. A different artist. He booked the lab. Some big experiment tomorrow. I can't find the details Ich habe jetzt anywhere. gewartet, bis ich das angeschaut habe. Bastard is hiding them. All those years, he steals credit from my ideas and my work, and now he's scared of being plagiarized? Oh, that is really fucking rich, Jules. Oh, and he's reportedly misplaced the manuscript pages I need for my work. Suddenly, the exact pages that I need to reference have just vanished. He is actively impeding critical bureau research. I mean, if he can do that, then what is stopping me from going down to that lab? And I don't know, just inverting the amplifiers or misaligning the receivers or both. It's the same thing in principle. Das ist jetzt komplett anders als vorher, oder? Some big experiment tomorrow. I can't find the details anywhere. That bastard is hiding them. All those years, he steals credit from my ideas and my work, and now he's scared of being plagiarized? Läuft jetzt das im Loop? Kann ich es abstellen? Fucking rich, Jules. Ich will da noch schnell etwas vorlesen. Das ist halt schwierig. Reportedly misplaced the manuscript. Ja, schnell leslich machen dann. Was haben wir da? Dr. Casper Darling, FBC-Forschungsleiter, an Dr. und Dr. Mormont, eine kleine Starthilfe. Ich musste immer wieder an diese neuen Ausrichtungen für das Haus am See denken, nachdem ich nach New York jetzt zurückgekehrt war. Ich hoffe, dass der Wechsel zur Erforschung der Auswirkungen von Realitätsmanipulation, der Schwelle, kein zu großer Schock für euch war. Es schien, als würde eure Arbeit an der Eindämmung ins Stocken geraten, also beschloss ich, dass ihr alle einen Neuanfang gebrauchen könntet. Hier ist eine kleine Starthilfe. Einige Zeichnungen, die vor einiger Zeit von einem gewissen angefertigt wurden, Dateien bla bla bla, im beigefügten Umschlag, testet, ob sie beim Schatten eine Reaktion auslösen. Mir gefällt immer noch nicht, wie unwissenschaftlich dieser Name ist. Ihr könnt den Künstler in euren Unterlagen als P6 bezeichnen. P6. Ich erwarte regelmäßige Updates. Los, Team! He is actively impeding critical bureau research. Also jetzt haben wir das neues Ziel bekommen, by the way. He can do that. Begib dich Then what is stopping und me erziehe an der from Lichtschalterschnur. Switch cord. And I don't know, just Quick lesson on inverting the light switch amplifiers cords. or Einmal. Find one, receivers pull it or 3 both. times. It's the Zweimal. same thing in principle. Dreimal. 3. The Ocean View Motel is a dimensional intersection. The doors from the lobby can lead anywhere, but I didn't end up in the lobby this time, which was definitely unusual. Mhm. What is happening? But the Panopticon is at headquarters. Yeah. Sind wir jetzt in den Büros? Sind wir jetzt im Control gelandet? Wie hat er noch geheißen, der Dude? Wie hat er geheißen, Chat? Ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Control. Das ist doch der Dude aus Control, P6. Ist das nicht, oder ist das nicht der? Hallo? Ich komm mal rein, hä? Oh, wer sind Sie? Agent Kieran Estevez, Federal Bureau of Control. Identify yourself. It's quiet. Oder ist das nicht der, den ich meine? Who are you? It's been a long time since I've seen anyone. Oh, okay, du, ganz ruhig. Sind wir im
Panopticon. There's a sign over there for the Panopticon. The Panopticon's only in New York, in HQ. Is this the oldest house? I think that's where I am. So you are inside the oldest house. Is anyone else alive? I can't. It's a waste of time. Was ist im HQ passiert? Hey, this is important. FBC headquarters went dark 4 years ago. What exactly happened in there? We were attacked. No, no, not again. Not yet. No, 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 no. Ganz ruhig, Dude. Hey, stay with me. Stay with me. Ich glaube, der braucht ein Gipfeli, Chat. Der braucht ein Gipfeli. Also, Moment schnell. Es gibt Gipfelis. Also, da schauen wir mal, wie wir das machen. Also, nimm da mein Gipfeli. Ich kann ein Gipfeli essen, Chat. Und Jan Peters, moin moin, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wieso zensierst du immer wieder das Wort? Welches Wort? In der Unterlage. Und ein Franziskus zum Petten. Wie heißt das Game? Das ist Alan Wake 2. Aber es ist das DLC. Also es ist nicht das Hauptgame, sondern das zweite DLC. Das nennt sich Das Haus am See. Und ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie weit dass ich hier schon bin. Aber es ist auch sehr, sehr komplex. Halt Alan Wake 2 ist schon... die Hauptstory ist schon sehr komplex und verwirrend. Und hier ist es noch 10-mal verwirrender. Bestens geht's mir. Wie geht's dir? Hey, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Langsam ein bisschen spät, bin langsam ein bisschen müde. Aber wir machen hier noch ein bisschen weiter. What attacked the oldest house? I need to know. Something's changing. Outside. Can you feel it? I can hear it. It's getting worse. You can't stay, can you? Hold on. I need to know if I can... What is happening? Tell Jesse I tried. Mm. I really did. Ich habe keine Ahnung, was Big abgeht. experiment tomorrow. I can't find the At least my details voice is back to anywhere. normal. That bastard is hiding them. All those years, he steals credit ideas and my work, and now he's scared of being plagiarized. Gehen wir in Sonntag-Schuss 5, Chat. Aufzug jetzt hier. Danke vielmals. Holy shit. Hast du Control ganz gespielt? Ich glaube, irgendwann aufgehört, weil es mir immer abgestürzt ist. Aber ich habe anscheinend das Hauptgame gespielt, aber DLCs nicht. Also Hauptgame ja, DLCs nein. Weil ich es ist auch nicht im Gang, es ist mir immer abgestürzt. Aber ja, so weit habe ich natürlich schon gesehen, dass das der Bruder von der Jesse ist. Das habe ich schon gewusst. Aber seinen Namen habe ich vorher nicht mehr gewusst. Ich weiss jetzt noch nicht mal, wie er heisst. Aber es ist schon der Bruder von ihr. 5, Chat. 5. Lass mich doch mal das verdammte Gipfeli essen, Mann.
ist unglaublich da. 1, 2, 3. Sublevel 5. Und wenn man die Info nicht hat, ist es ein bisschen mehr verwirrend, darum habe ich gefragt. Oh, genau so wie ich verstehe, ist schon. Aber in meiner Control war auch so eine verwirrende Story schlussendlich. Schon noch frech, wenn du dein Gipfel von uns allen isst. Chat, ihr müsst halt Gipfel kaufen am Samstag, bevor ihr hier meinen Stream schaut. Dann können wir gemeinsam Gipfel essen, Chat. So, jetzt wird rumgeballert, Chat. Rumgeballert. The Marmonts had opened the door into Cauldron Lake's threshold. Also, sie haben die Schwelle geöffnet. Das ist Forced. It was unstable. Shutting the experiment down was the only option. Ja, let's do this, say. Switch umlegen, that's it, oder? Okay. Schauen doch nicht an, schiess doch auch. Oh! Du siehst nicht so fett aus. Oh. Wer bist du? Wer ist? Wer haben wir da? Ah! Okay, ja, die haben es doch nicht so gern. Do it! Okay, es ist glaube gut. Er ist glaube tot, ist alles gut. Wir können aufhören, er ist glaube tot. Ich gehe dann mal looten, ne? Oh hi! Oh hi! Sie muss. Das Erste, was sie macht, lieber Chat, sie setzt neue Batterien ein. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich muss mich heilen. Hey, ich muss da weg, Mann! Nein! Fuck, Mann! Oh, ist der Quertutzen-Name? Hast du einen Namen? Schnell ein Stückchen Gipfel nehmen hier. Okay, das sieht fast so aus, als wäre das der Endgegner-Chat. Wie viel haben wir schon? 6. Und mir hat es auch geholfen, alle DLCs von Control zu spielen, um die Story ein wenig mehr zu verstehen, aber auch nicht viel. Ja, es ist nicht leichte Kost, diese Story. Ich habe mir Typ als nächsten Besten genommen, der in einem Gipfel ähnlich ist, und habe jetzt eine Banane gegessen. Bananen ist auch gut. Fast gleich, einfach gelb und einen anderen Geschmack. Ich habe immer gesagt, dass eine Banane. Jetzt habe ich es halt angebissen, aber es sieht schon sehr ähnlich aus. Banane, Gipfeli. Banane, Gipfeli. Aber es ist ein gutes Gipfeli, Chat. So, jetzt machen wir das. Ja, einfach ein Flatterei. Hey. Geht's noch? Ich müsste mich halt heilen, aber ich habe nie Zeit zum Heilen, oder?
Hat jetzt das etwas gebracht, dass ich ihr das ins Gesicht hier geschossen habe? Jetzt habe ich auch Munition verbraucht, oder? Für nichts. Was passiert da eigentlich? Nein! Ja, das ist jetzt natürlich ganz, ganz doof gewesen, was ich gemacht habe vorhin. Haben wir nie einen Loot, Mann? Ja, das ist der falsche Ort. Was hast du? Oh mein Gott. Ja, das überlebe ich nicht, Chat. Das überlebe ich nicht. Habe ich jetzt... Hey, Chat, ich bin so komplett überfordert gerade. Weil ich auch keine Munition finde. Heilen schnell. Und dann weitermachen. Schnell eine Batterie einsetzen. Hey! Oh mein Gott, sie bringt es nicht auf Freie. Why did you idiots think this was a good idea? Reloaden, Mann! Hey, sie reloadet immer noch. Es hört nicht auf. Chat, wir müssen hier dringend raus. Das ist wirklich... das ist hier nicht gut. Wir müssen hier raus. The threshold is tearing itself apart. I need to Scheiß shut drauf, Hebel betätigen. Sie sind wütend, schon klar. Wir reden schnell mit dem Gemälde-Chat. I know what the Marmonts did to you, to Rudolph Lane. I will do whatever I can to make sure this kind of thing doesn't happen again. The putrid weight he could never wash away! Die Mormons sind tot. Are dead. I don't know if that's any sort of consolation, but it's done. The pain, it was all over him! Mir reicht es. A paranatural entity, that's all there is to it. Agent Estevez stood in the forest just outside of Bright Falls. She watched her team detain Alan Wake and Ilmo Koski, stuffing them into black SUVs. She realized this was the moment Wake had been writing in the vision she had seen. The story was coming true. She pushed the thought out of her head. It had been a good tip, a way to find Wake. Nothing more. Alan Wake! After the Threshold event collapsed, Und der andere ist auch da. the
was somewhere else. I saw Alan Wake there. He was writing about me finding him in Bright Falls, in the woods. It was a good tip. I called the surviving members of my team, and I told them to meet me there. You know, these cases, they never get less ambiguous or easier. But this one, this was tough. Because Protocol says entities like the Taken are monsters, threats. But the Marmots were monsters way before the Shadow got to them. So at the end of the day, what's the difference? Chat. We wrote so many things. Wir haben es geschafft. Wrote them for you and me. We're here standing on a precipice. We are ready to take a leap. But that only comes after. For this was the end scene. This was the end of an era. This was the sum of my. Chat, ich mache es jetzt selber schnell. Roylina darf so Sachen redeemen. Aha. Ihr dürft das auch, jetzt ist es auch auf Cooldown. Ich finde es schön, dass wir noch einen Song bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so der Banger. Es ist nicht so der Banger. Als Spielzeug haben wir Karten. Mehr. Was hast du? Okay, die hast du schon gehabt. Dir fehlt noch Troy-Karten. Troy-Karten und dann könntest. Also eigentlich fehlen dir noch 2 Troy-Karten. Und dann kannst du Franziskus Karten herstellen und dann hast du das komplette Deck. The Journey that brought us here, Chat. Und ja, ich wette auf jeden Fall auch noch mehr DLCs. Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob das der Plan ist. Weiss man? Clock stopped, and another shoe was dropped. What a mess, what a mess. Deep breaths. 6 deep breaths, forget all the rest. Sharp pain, sharp pain. The
Ja, wann kommt der Troy endlich? Ich weiss es eben auch nicht, aber hoffen kann man immer True. Ja, weil das zweite DLC war wie schon angekündigt. Kommt da noch etwas? Wir machen da schnell Vorlauf. Habt ihr alles gelesen, Chat? Habt ihr alle Namen euch eingeprägt? Jetzt machen wir noch einen kleinen Test. Gibt es noch ein paar Multiple-Choice-Fragen zum Abspann? Ich will mal sagen, was es ist. Lassen wir schnell die Musik noch ein bisschen vom Abspann. Ich wechsle da schnell drüber. So, Chat. DLC durch. Ich hoffe aufs nächste. Ja, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, das DLC war nice. Aber es kommt nicht als erste DLC an. Es ist auch komplett etwas anderes. Es ist auch schwierig zum Vergleichen, muss ich ehrlich sagen. Aber das erste DLC ist so. 3 Episoden verspielt. So ein bisschen etwas anderes. Ein bisschen, ja, auch, man hat ein bisschen rumballern. Aber es war wirklich auch zum Teil ein bisschen mehr auf Komödie gewesen. Also mit den anderen, wie hat Rose. Und dann das mit dem Kaffeezeugs, das habe ich mega nice gefunden. Und da ist es einfach so ein bisschen, es ist wieder zu kompliziert geworden. Man hat wieder viel müssen lesen und die Story, die komplex ist. Die Anspielung an AI habe ich noch irgendwie interessant gefunden. Das Schwarze, oder wie hat es geheißen? Der Schatten, nicht das Schwarze. Der Schatten, das ist wie so quasi AI. So ein bisschen, hat so ein paar Gemeinsamkeiten erkannt. Aber sonst habe ich es irgendwie so ein bisschen, naja, nicht so gut gefunden wie die ersten DLCs. Wie das erste DLC. So, Chat, ich bin müde. Sind ihr eigentlich nicht müde, Chat? Sind ihr immer noch da? Ich gehe mal ins Bett, gute Nacht. Einfach so aus dem Nichts. Ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Nein, das verstehe ich. Ja. Ich mache auch Feierabend, definitiv. Machen wir da schnell die Raids. Das war jetzt echt der Schluss. Weil ich beschleunigt habe, war es der Schluss. Das ist jetzt auch sehr abrupt gekommen. Okay, machen wir da schnell leise. Wenn wir die Musik wieder rein-queuen da. Rage Stop habe ich drin. Rage Stop da noch im Titel rein. Control 2 soll ja auch kommen, aber nicht direkt von Remedy. Oh, das habe ich nicht gewusst, dass es nicht direkt von Remedy ist. Ja, aber das Control 2 kommt, das habe ich auch gehört. Ist definitiv, das würde ich auch feiern. Das würde ich auch feiern. Aber auch Control ist halt so, das ist auch immer so viel zum Lesen gewesen. Dort habe ich irgendwann aufgehört, all das Zeug zu lesen, weil es auch too much war. Aber so ein bisschen das Umballern und das Gameplay, Game-Mechanik an sich, habe ich cool gefunden. Ich bin leider noch voll wach, Mino, okay. Ich bin auch noch wach, Flex auch. Ja. Und FPC Firebreak, okay. Der Troy liest einfach nicht gern. Ich lese gerne, wenn ich nie etwas davon habe. Aber ich habe dann nichts davon, wenn es zu fest so Nebengeschichten sind. Und ich habe auch nichts davon, wenn es eben zu kompliziert ist. Und ich nicht durchblicke, was genau abgeht. Ich lese mega gerne, wenn es wirklich so, wenn du immer kannst sagen, wow, okay, das war jetzt wieder so eine Story gewesen, jetzt sind wieder ein paar Fragen beantwortet. Aber jetzt gerade da habe ich das Gefühl gehabt, es hat mehr Fragen aufgeworfen, als es irgendwie beantwortet hat. Control 2 ist so, wie ich das verstanden habe, nur Co-Development und Main Development von 505 Games, okay. Ja, Max Payne, ja natürlich, Max Payne, das ist holy shit, Mann. Vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich das natürlich auch gegamet gehabt. Mit allen Mods, die es dazu gegeben hat nachher.
Hat man sich auch austoben. Max Payne 2 habe ich auch gespielt. Und dann kommt das Remake. 9. Dezember, Early Access schon vorher. Wie viel vorher? Ich muss mal schauen. Wir machen sicher nächstes Mal im Song of Horror weiter. Da komme ich auch nicht so richtig vorwärts. Ich habe das Gefühl, Song of Horror wird jetzt etwas sein, wo wir einfach so eine Episode wieder mal abschließen und dann spielen wir wieder irgendein anderes Game dazwischen. Weil Song of Horror zieht sich halt auch brutal. Und so ein Indiana Jones Game wäre halt schon sehr, sehr nice für zwischendrin. Wieder mal zur Auflockerung. Und was ich einfach unbedingt will, lieber Chat, ist Kena 2. Kena war halt Liebe. Kena war echt ein gutes Spiel. Holy shit. Song of Horror ist aber auch lang, das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt, nachdem wir die erste Episode durchgehauen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben das Spiel durch. Und nachher steht dort Episode 2 Start. Und ich so, dann habe ich so gefragt, Chat, wie viele Episoden hat das Spiel? 5. Ja. Dann habe ich gemerkt, okay, das wird sich ziehen. Und die Episoden werden wahrscheinlich nicht kürzer, sondern eher länger. Aber Max Payne Remake, da freue ich mich auch drauf. Auf jeden Fall. Das ist nicht gestanden, aber es gibt verschiedene Versionen. Bei der Deutschen ist noch ein Globus dabei. Aber bei den Deutschen, bei den teuersten. Ich habe gedacht, wieso ist bei der deutschen Version ein Globus dabei? Die teuerste, ja. So Collector's Edition. Also, ich muss mir das mal anschauen. Kena war absolut schön. Kena war einfach auch überraschend. Kena hat so mega sweet verspielt angefangen. Nachher ist der erste Boss gekommen. Da bekommt man auch nur noch auf die Fresse in diesem Spiel. Aber es ist dafür eben geil, weil es ein bisschen challenging ist. Das habe ich geliebt. Ich habe die Abwechslung gefeiert von ein bisschen gemütlich lauten, ein bisschen Jump'n'Run, sage ich mal. Und dann aber auch die harten Bosskämpfe. Das habe ich geliebt. Gut, ich habe es natürlich auch auf Expert gespielt. Da habe ich halt irgendwie etwa 10-mal länger gehabt bei den Bossfights. Chat. Aber dann würde ich sagen, nächstes Mal machen wir weiter bei Song of Horror. Und ja. Kena ist eines von der Challenge Soul Games, aber doch mit Cozy Factor. Hey, das beschreibt es mega gut. Das beschreibt es wirklich mega gut. So, my dear ones, ich gehe ins Bett. Gute Nacht und mega nice Sonntag wünsche ich allerseits. Das wünsche ich dir auch, Calls. Aber bleibt doch noch schnell. Wir suchen jetzt gerade das Raid-Ziel. Vielleicht habt ihr noch guten Input. Maverick, auch dir eine gute Nacht. Schlaf gut, schön bist du dabei gewesen. Ich schaue schnell bei mir rein. Chat, schaut doch schnell bei euch auch noch rein, ob ihr ein Raid-Ziel findet. Ob jemand live ist von euch Leuten, Streamers, die ihr followt. Und ich mache dasselbe auch schnell. Wer haben wir da? Vielleicht auch jemand Neues. Vielleicht finden wir jemanden, der im Alan Wake drinnen ist. Aber um diese Zeit ist es schwierig. Ich habe bei mir den Chen. Haben wir natürlich auch schon letztes Mal oder so haben wir den sogar geradet. Alan Wake 2. Ich gehe schnell eine Kategorie schauen, ob wir etwas haben. Da wäre jemand rum. Victoria, grüezi, Victoria. Wait a second. Scratch war hier. Wird zurückkehren. Oder haben wir jemanden im Alan Wake 2 Hauptgame, so wie es aussieht? Da wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass wir die Person raiden. All Rodeo. Stehen kurz, bis es wieder durchgelaufen ist. So, jetzt muss ich schnell schauen. Ich sehe wieder bei YouTube. Sehe ich es nicht. Das ist so mühsam. Ich werde noch schnell
Die Person begrüßen auf YouTube. Kleinen Moment bitte. Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's. Victoria, moin aus Deutschland. Hey, moin aus der Schweiz nach Deutschland, Victoria. Wie geht's dir denn? Aber wir machen auch gleich Feierabend. Aber schön, hast du noch kurz geschrieben. Und hast du denn schon geschlafen? Oder bist du noch wach? So wie wir. Und Chat, was meint ihr? Ich glaube, ich raide einfach dort hin. All Rodeo. All Rodeo. Jetzt ist aber Stuhl-Content beim All Rodeo. Stuhl-Content. Ja, der kommt sicher wieder. Der kommt sicher wieder. Chat, wir raiden dort hin. Start Raid. All Rodeo. Aus Deutschland ein Streamer. Aber ich hoffe, dass wir nicht Stuhl-Content bekommen. Wir warten noch schnell einen kleinen Moment. Ich gebe ihm schnell so 1 Minute, um wieder zurückzukommen. Stuhl-Content gehört doch ins WC. Ja, I know. Vielleicht ist er etwas zu trinken geholt oder so. Maverick hat noch etwas just chatting. Gehen wir schnell durch, wie die Person heisst. Gehen wir schnell durch, wie die Person heisst. Da kann ich schnell einen Blick drauf werfen. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun. Oh, haben wir die Person auch schon geradet, Maverick? Die haben wir, glaube ich, auch schon geradet. Das kommt mir irgendwie mega bekannt vor. Das ist, dort haben wir auch schon einen geradet. Yep, haben wir auch schon einen geradet. Ist halt vom Content her fast ein bisschen zu weit entfernt. Ich meine, es ist schon Just Chatting, aber ich glaube, wir gehen zu dem, was ich hier rausgesucht habe. All Rodeo, er ist wieder um. Alan Wake 2, Hauptstory, also Achtung, Spoilers in dem Sinn, aber gehen wir doch noch schnell dort hin. Lieber Chat, ich starte mal den Raid. Genau, da gehen wir hin, lieber Chat. Kopiert euch doch die Nachricht für Subscribers oder die Nachricht für Nicht-Subscribers. Ich wäre mega froh, wenn ihr alle, die das hören, pastet die Nachricht noch schnell bei ihm rein. Das wäre mega cool und lernt doch noch ein bisschen Liebe dort. Und hey, danke euch fürs Dabeisein. Es hat mega Spass gemacht und wir haben das DLC durch. Let's go. Und nächsten Samstag Song of Horror. Und, mein Gott, ja. Und dann ist gleich schon wieder Dezember, oder? Dann ist gleich schon wieder Dezember. Und im Dezember gibt es wieder Giveaways, Chat. Also spätestens dann müssen wir wieder rum sein. Ja? Hey, merci vielmals für den ganzen Support, merci vielmals für die Follows, merci vielmals, dass ihr dabei seid. Ihr seid die beste, geilste Community ever. Einfach, dass es gesagt ist. Und schlafen gut, schönen Sonntag noch, macht's gut. Lasst viel Liebe da. Bye, bye.